Hallo. Wir sind zurück in der vergessenen Stadt. Schieben wir mal den ollen Pfeil hier weg, ne? Das ist interessant hier rechts. Ich mache kurz die Kamera weg. Ne? Hier, ein extra Hinweis, wie man Spoiler vermeidet. Jenseits des Weißen Ganges. Bin nicht so sicher, was damit gemeint ist, ehrlich gesagt. Naja. Wir sind zurück und gucken wir mal, welche Rätsel der Stadt wir diesmal lösen. Oder auch nicht. Ne? Ich war schon die ganze Zeit ziemlich gespannt drauf. Wir sind zurück. Wir haben diverse Quests. Ich lege erstmal los. Wir haben ja Zeit. Ne? Oh, ich darf jetzt nochmal mit ihr reden und diesmal vielleicht eine andere Formulierung wählen. Hallo. Oh, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia, and I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's a light in your eyes I've never seen before. A certain learning and sophistication. Mhm. Ich könnte hier das sagen, kein Interesse. Ich sag mal, ach, hört schon auf. Nein, bitte macht weiter. What was that? Some kind of joke? If it was, it wasn't funny. Ja. I take back what I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Let's just forget that ever happened, so we can at least do business. So, what brings you to my tavern? Was haltet ihr von der goldenen Regel? I just try not to think about it. Drink helps with that. As the saying goes, to drink is human, so we drink. Habt ihr interessante Gerüchte gehört? Certainly. For 10 denarii. Na, von mir aus? Have you met Livia? She used to do my hair until one day she just snapped. This place has that effect on people. Now she just stands around, caked in filth, muttering nonsense to herself. It's a real shame. Now I have to do my own hair. Weitere 10 Denare. I hear that if Malleolus is elected, he's gonna throw a small festival to celebrate, with entertainment and everything. Can't wait to find out what it is. Weitere 10? There used to be a midwife here, Naevia, but this place drove her mad as a Maenad. Said she could hear the statues whispering to her. Can you imagine? Fortunately for us, she locked herself in the palace weeks ago and hasn't been seen since. Good riddance, I say. Ich habe eine ganze Menge Denar und ich weiß, wie ich neue kriege. Centilla, the magistrate's youngest daughter, went missing a few weeks ago, right out from under Daddy's nose. How can we trust him to govern a city if he can't even protect his own daughter? Das sagen viele Leute, ne? I heard Dacius has been offering a lot of money for a bow. Of course, Sentius banned all weapons in the city, so I can't help but wonder what he's up to. Have you seen the way Rufius walks around staring at all the statues? He says he's afraid they're going to spring to life. But then, why does he have a collection of them in his room? Decius. Ich frag so lange, bis nichts Neues mehr kommt. I hear Galerius has a thing for Equitia, but of course she's a Vestal priestess. If she sleeps with him, the magistrate will have to bury her alive.
Why do silly boys always want what they can't have? I hear there are blasphemous cultists walking among us. You know, the ones that lit the fires last year? Some even say they have a secret shrine around here somewhere. Ein Schrein der Kultisten? I've already told you everything I know, I'm afraid. Na, okay. Habe ich Sie eigentlich schon gefragt, was Ihre Geschichte ist? Anscheinend ja. Wie sie hierher gekommen ist, weiß ich. Ugh, let it go. Nothing's going to happen between us. Okay. All right. See ya. Die Frage ist doch... Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering? Die Frage ist natürlich... Galerius. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. Hallo Jack, herzlich willkommen. Ich werde mal was probieren. Es heißt ja, der alles beherrschende Gott hier, der sieht durch ihre Augen und hört durch ihre Ohren. Und ich nehme ganz stark an, dass damit gemeint sind die Augen und Ohren der goldenen Statuen. Ich werde mal was versuchen. Und zwar in dem Raum hier sieht mich ja eigentlich niemand. Außer die Statue da? Ich bin nicht so sicher. Ich werde mal versuchen, was zu stehlen. Mal sehen, ob dann sofort der Zeitloop wieder anfängt. The many shall suffer for the sins of the one. Ja, ich bin schon hier. Ich bin schon hier. Der hat mich da, der böse Gott oder der alles beherrschende Gott hat mich also schon gesehen. Los, mach dein Ritual. Hallo Galerius. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ich bin Grimm und ihr müsst was für mich tun. Oh, sounds serious. I'm listening. Ja, das Harz liefern. Yulia? Oh no. All right, I can do that. Los. I'll go. But once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Dann reden wir jetzt nochmal mit dieser Lady da und gucken, ob sie diesmal mit mir reden will. Aurelia. Beautiful. Mhm. Sie steht wohl auf Frauen. Ja, und dann reden wir mal mit ihr. Hallo. Ah, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia, and I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's a light in your eyes I've never seen before, a certain learning and sophistication. Ich sag jetzt mal das. Why? Just because I'm a woman? Honey, it's your loss. I take back what I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Let's just forget that ever happened, so we can at least do business. So,
What brings you to my tavern? Gar nichts. All right. See ya. Gar nichts. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Ich muss aber noch mal was versuchen. Ich muss gucken, ob ich es schaffe, dass diese Statue hier nicht mehr steht. Dazu muss die goldene Regel wieder gebrochen werden und hier muss alles losgehen. Und dann muss ich gucken. Dann muss ich gucken, ob ich die wird wahrscheinlich in dem Augenblick zum Leben erwachen, ob ich die da irgendwie wegkriege. Vielleicht mache ich das aber anders. Moment, mal sehen. Welcome. Hallo. Feeling all right? Ja. Was ist eure Geschichte? I'm Lucretia, and I'm going to be straight Das hatten with wir you. schon. I'm tired and out of... Wie seid ihr hier gelandet? Haben wir anscheinend schon gefragt. Gladly. That's a shame. Thanks again for saving Julia's life. Apollo smiles upon you. Mhm. Sorry, I'm still a bit out of it. Galerius just saved my life. Was there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest. Was ist eure Geschichte? You mean my life story? Oh, well, I grew up as part of a big family in Rome. Me and 3 older sisters. Our father found good husbands for my sisters, but I wasn't cut out for that kind of life. So he found me a job as a scribe for a prominent merchant. It was a good life for a while, until 7 months ago when the fires came. My colleagues and I worked desperately to try to protect our warehouse. We must have had 100 workers passing buckets of water, chanting prayers to Vulcan, but they fell on deaf ears. The fire was relentless and it claimed everything and everyone. Well, almost everyone. My employer told me to grab what valuables I could and flee for the Tiber with the crowds. I remember diving into the river and then... The next thing I knew, I was waking up on the riverbank not far from here. Tut mir leid, das zu hören. Thank you. But to be honest, sometimes I think dying in that fire might have been a blessing, given what's happened since. Ich verstehe. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? If that's your idea of a joke, it's not funny. Go away. Es ist nicht ein Witz gewesen, ehrlich gesagt. Entschuldigung. Oh. Ach ja, ich habe ja den Schlüssel für die Truhe im Tempel. Stimmt, ich hatte den Schlüssel mitgenommen, das war jetzt mehr so. Naevias Behandlungsnotizen. So, Behandlungsnotizen. Rheuma-Weidenrinde. Hilft gegen Rheuma. Finde eine Behandlung für Rheuma. May Apollo keep you safe. Dann erkläre ich mal Lucretia, wie man das macht. Feeling all right? Hallo Subsimplex. Willkommen. Ich habe herausgefunden, wie Rheuma behandelt wird. You made it into the palace. I'm impressed. How is Nevia? Habe ich nicht. Ich habe es auf andere Weise herausgefunden. Oh, I see. Well, what's the treatment? Weidenrinde. Willowback. I should have known. It was under my nose the whole time. That's very helpful. Thank you. If this works, it should settle Rufius down some. I have some right here.
Could you do me a favor and give him some of this? He'll just need to swallow a pinch of it. I'm hoping it will avert disaster. Mhm. Rufius Weidenrinde geben. Na klar. Klar. Klar, das lässt sich einrichten. Thank you. I'm really glad you arrived when you did. That's a shame. Thanks again. So. Rufius. Weidenrinde. Dann solltest du mal rausfinden, womit Sap Simplex behandelt wird. Das Name's Rufius. Better watch your step. wegen eurer Rheuma-Erkrankung. What business is that of yours? Ich habe eine Behandlungsmethode gefunden. Esst etwas rein Weidenrinde und es sollte euch besser gehen. Willowbark. And this will work? Oh, thank God. Finally, some relief. This is what I've been praying for. Maybe God hasn't abandoned me after all. Thank you. I've been in a lot of pain lately. The rheumatism, these cursed statues always watching, and the crisis of faith. It was too much. Started messing with my head. This is exactly what I needed to set it straight again. I owe you one. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Meliodas. Not sure I trust Sentius. Couldn't even protect his daughter in a city without sin. How's he going to protect us? Kann ich euch umstimmen? No. Na gut. Moment, ihr habt gesagt, dass ihr mir etwas schuldig seid. Schon vergessen? Who do you want me to vote for? Lass uns über was anderes reden. Okay. See you around. Also, Weidenrinde, damit kriegen wir seine Stimme. Hab ich die denn jetzt noch? Weil ich habe immer ja, irgendwie... Das scheint nie alle zu werden, wenn ich was mitnehme. Ne? Wein. So. Ach so. Ich wollte ja mit der Priesterin reden. Und sagen, dass alle möglichen Leute, die hier gelandet sind, Whatever's in that great temple up there on the bluff, I bet it's worth a fortune. dass die Dingens hatten hier, Gedächtnisverlust. Ich könnte natürlich auch erstmal wieder Geld klauen. Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? For the last time, Dacius, I'm not making you a bow. But why? You know why. But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Also was ich sagen wollte, ich sollte wieder Geld klauen. Erstens, damit die goldene Regel wieder gebrochen wird. Und ich Citizen. hier lang rennen kann. Ah ja, mit ihr muss ich auch reden. Und dann könnte ich gucken, ob ich diese Frau da wegkriege vor dieser Tür. Aber erstmal kann ich ja mit ihr reden und sagen, dass alle Leute Gedächtnisverlust hatten. Die hier gelandet sind. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Ich habe Leute danach gefragt, wie sie hier gelandet sind, versucht ein Muster zu finden. Interesting. I'm not sure why you're telling me, but you've come to the right person. Did you find a pattern then? What have you noticed? Einige Leute haben Gedächtnislücken erwähnt. That's true. I know I wasn't entirely sure how I wound up here. What else?
Manche sprachen von einer Münze. Yes, I suppose that could be something. But then most of us do tend to carry coins on our person, don't we? What else? Manche sprachen von einem Fluss. Yes, I understand many of our friends were carried here by a river current. It's as I feared. I think I understand what poor Livia has been going through. Let me ask you this. Did you happen to encounter a stranger in the forest before you arrived here? Ja. So, hallo. Die Dame hat einen leichten Silberblick und moin zusammen. Ja, das haben einige hier, wie es aussieht. Ja, habe ich. Ich habe einen Fremden gesehen, eine junge Frau. And did you happen to catch her name? Nein, habe ich nicht. I see. And was this stranger by any chance wearing a hood? Sie hat einen Kapuzenpullover getragen. Woher wisst ihr das? Because I've seen her before. There's something I think you should see. I think you'd better follow me to the baths. Hier ist es nicht sicher. Ein Meuchelmörder ist gerade eingetroffen, habe ich einen letzten Zeitsprung gesehen. What? How could you know that? And why are you talking to me instead of doing something about it? Please, go and stop him and come back to me once we're no longer in danger. Ja. In danger. Warte. Gelebte Demokratie. Ein Weg in den Palast. Ein Weg zu finden, wie man die obere... Ah ja, wie man die obere... Einen kreativen Weg in die obere Zisterne. Okay. Frage Fabia danach, wer Vergil beobachtet. Es ist so viel hier, was man hier machen kann. Ein Bogen erhalten. Ja, das kann man machen. Luft aufgelöst. Ja, aber wo ist denn hier der Eindringling? Bewaffneter Mann. Ich muss vielleicht kreativ werden. Wo sind denn die Bäder? Ich weiß gar nicht, wo die Bäder sind. Wo sind denn die Bäder? Das ist... Tempel, das hier ist, sind nicht die Bäder, würde ich sagen, oder? Ne? Das ist ein Laden. Das ist ein anderer Laden. Die Bäder da hinten. Huch. Help! You have to do something. A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Die hat auch so einen Blick, ne? Erstmal, habt ihr eine Ahnung, von wem Vergil bedroht wird? Are you serious? This is an emergency. Na gut. Are you going to help or not? Ich werde mich umgehend darum kümmern. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Geht nicht dort hinein! What? Why? Vertraut mir einfach. All right, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. Errungenschaft. Trickster. Gut, da vorne... Nein, pass auf, ich speichere mal nicht. Ansonsten mache ich einfach... den nächsten Zeitloop. Ne? Muss ich ja ohnehin. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Ist denn das so, Malleolus? Stimmt denn das? Ich sag das mal.
Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Stimmt denn das? Huch. Ladezeit. Ich bin gar nicht sicher, ob das stimmt. Das müssen wir nochmal überprüfen. Weil ich will ja quasi... Huch, ja, Ladezeit hier. Ich will ja quasi die Probleme der Stadt nicht durch Lügen lösen. Jedenfalls nicht endgültig. Vielleicht in einem Zeitloop und den nächsten dann nicht. Was steht da denn? Das ist ein Zettel. Wahrscheinlich. Warnung. Schrein kann jeden Moment einstürzen. Mhm. Das tut er auch, wenn man jemand da reingeht. Ich bin gespannt. Ich folge dem mal hier, diesem bewaffneten Typen. Mal sehen, was passiert. Ja, da müssen wir auch noch gucken, wie wir hinkommen. Mal sehen. Kämpfen die gegeneinander? What now? I'm here for Malleolus. Who might you be? The name's Domitius. You want to get to Malleolus? You go through me. Then go through you, I shall. The many shall suffer for the sins of the one. Finish the job. Go on. Oh, Moment. Ich laufe in eine falsche Richtung hier, ich Schlauberger. Hm. Hier ist doch diese eine Stelle. Der... Oh. Nochmal darf ich mich nicht treffen lassen, aber ich glaube, hier sind keine weiteren mehr. Keine Gegenstände. Okay. Oh, das muss ich aber überprüfen. Hallo, wir haben uns schon mal gesehen. Dringende Aufgaben. Ja. Julia liegt im Sterben. Julia? Oh no. All right, I can do that. Rufius ist durch Rheuma aufgewühlt. Poor guy. My uncle was a victim at rheumatism's altar, and he ended up killing himself. All right, got it. Los. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Mhm. Schön, dass ich einige der Aufgaben ihm übertragen kann und die nicht selbst durchführen muss. Das ist total gut. Das ist total gut. Oh, ich kann die 4. Formulierung versuchen. Ich habe schon gesagt, ihr seid schön und weise. Ich habe schon gesagt, redet weiter mit euren Komplimenten. Ich habe gesagt, kein Interesse. Und jetzt kann ich sagen, schweigt. Ich weiß, was für ein schrecklicher Mensch ihr seid. Mal sehen, ob das einen Unterschied macht. Ah, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia, and I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's a light in your eyes I've never seen before. A certain learning and sophistication. So. Jetzt kann ich das Letzte sagen, was ich noch nicht gesagt habe. Mal sehen, was draus wird. Wahrscheinlich gar nichts weiter. Spart euch die Worte. Ich weiß, was für ein schrecklicher Mensch ihr seid. How dare you? Get away from me, you pig. Na, gut. Ich habe alles gesagt.
Alles gesagt. Bierfass. Ein großes Fass, um Bier zu... Stay away from my money. An der Oberfläche ertrinken zahlreiche kleine Insekten, okay. You stay away from my money, sagt sie. Aha. Falcon. Oder Flakon wohl eher, nicht Falcon. Messingspiegel. Schlüssel zu Aurelias Truhe. Wenn ich den stehle, dann tritt die goldene Regel in Kraft. Aber dann kann ich fliehen. Aber andersrum gesagt. Sieht mich denn hier jemand? Jupp. The many shall suffer for the sins of the one. Sentius. Einen Haufen Geld habe ich wieder geklaut. Wenn ich mal ehrlich bin, ne? Ups. Und ein Tagebuch. Das werde ich gleich lesen. Also, oder ich werde gleich mal gucken, was da stand. Habe ich das Tagebuch mitgenommen? Nein. Ich habe leider nicht wirklich gelesen, was da steht. Aber, das macht ja nichts. Kann ich ja jetzt machen. Oh, sounds serious. Julia? Oh, poor guy. I'll go. Mhm. Okay. Ich habe ja jetzt den Schlüssel. Den muss ich ja diesmal nicht stehlen. Muss ich ja diesmal nicht stehlen. Ja. Das Tagebuch. Aurelia gibt an, Zusammenfassung, Julia und Ulpius über den Tisch gezogen zu haben und hofft, dass Malleolus die Wahl gewinnt, damit sie ihm ein Tribut im Austausch gegen Sentius Villa zahlen kann. Mhm. Ich nehme das auch mit, dann wird's wieder losgehen. The many shall suffer for the sins of the one. Mhm. Hätte ich auch mit einem Mal machen können, denke ich. Hallo Ripto. Jetzt habe ich einen Haufen Geld. Muss so schnell kein neues mehr stehlen, denke ich. Warte. Nach allem, was wir aufgebaut haben. Mhm. Los! Mhm. Ja, hallo Galerius, wir kennen uns schon. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the shrine of Proserpina? Los, Angelegenheiten. Oh, sounds serious. I'm listening. Julia? Oh, poor girl. I'll go. Okay. Also nochmal muss ich mit ihr jetzt nicht reden, aber vielleicht mit Livia. Der scheinbar verrückt gewordenen. I love your clothes. So exotic. Ja, sie steht auf mich. Allerdings nicht mehr, wenn ich mit ihr geredet habe.
Wie viel Geld habe ich denn jetzt? Über 5000 Dinar. Und ich habe das Tagebuch. Ja. Was passiert denn, wenn ich jetzt mit ihr rede? Kann ich ihr etwas über das Tagebuch sagen? Oh, you're here. I'm so... And, there's a light. Kein Interesse, tut mir leid. Why? Just because I'm a woman? Honey, it's your loss. I take back what I said. Suddenly, let's just forget. Was ist eure Geschichte? Let it go. Okay. All right. Gut. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own, aren't you? Vielleicht kann ich ja jetzt mit ihr reden. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. Könnt ihr mir etwas über das Muster erzählen, das ihr gesehen habt? You think you wish to know, but you do not. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. The newly arrived are ignorant of the road before them. Na gut. Wir haben mehrere Dinge zu erledigen in der Stadt, ne? Ich weiß immer noch nicht... wie ich hier reinkommen soll. Ich kann... Ach, rüberspringen klappt nicht. Die steht im Weg. Ich kann die auch... Manche dieser Figuren kann man... Die stehen locker, die kann man umwerfen. Manche nicht. Ich kann auch nicht gegentreten oder schieben oder sowas. Naja. Muss ich da irgendwie anders reinkommen oder auch gar nicht? Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Wir müssen mit Senta reden. Über das Verschwinden ihrer Schwester. Jetzt muss ich mich aber erstmal irgendwie wieder orientieren. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht mehr so genau, was hier wo ist. Das hier ist... nur so ein Weg hier, ja? Kann ich nicht lang. Okay. Und jetzt habe ich mich hier... ja doch, ich komme wieder raus, gut. Wir müssen mal mit den verschiedenen Leuten hier reden. Mit ihm zum Beispiel. Können wir über Sentilla reden? Es tut mir leid, dass ich euch das sagen muss. Ich habe ihr Amulett bei einem Skelett in der Zisterne gefunden. Ah. See. So, she's dead then. Ihr wirkt nicht besonders traurig. Well, I'm not exactly happy about it. But what would be the point of getting upset? It's not going to bring her back. I'm just thinking of how I'm going to tell her father. I suppose it'll have to be tomorrow. After all, the turmoil of the election is out of the way. Thanks for letting me know.
Alright? Gut. Gut. Wir müssen mit Senta reden. Ich glaube, die heißt so. Also mit der Schwester der Frau, die verschwunden ist. Mit ihr. Whatever are you wearing? Sentia, nicht Senta. I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Können wir über Sentilla reden? Oh, you heard about her disappearance, I take it. Ich fand einen Brief in ihrem Zimmer, in dem ihr Fluchtplan erwähnt wurde, in einem der letzten Loops. What? Really? I swear, I searched her room top to bottom and never saw that. I wonder how I could have missed it. Strange, but well done, I suppose. But it's odd. It was only a few months ago that Sentilla's friend Yulia let slip she was planning an escape of her own. And yet, Yulia's still here. You should go and speak with her. Find out if she knows anything. She lives in the villa next door. Frage Julia nach Sentilla, warte. Oh, look, you're back. How lucky for me. What is it now? Sentilla? Oh, you heard about her disappearance, I take it. Ich weiß, mit wem sie zusammen war. Es war Ulpius. Oh, really? That commoner in debt bondage next door thought he could win over a magistrate's daughter. That's awfully bold of him. I can see why she worked so hard to keep it a secret. Quick, go and find him and ask him what he knows. Ich habe bereits mit ihm gesprochen. Ihr Verschwinden betrübt ihn sehr. Ich bezweifle, dass er daran schuld ist. Oh, I see. Well, it was worth a try, I suppose. Just promise me you won't give up on her. Ich verspreche es. Thank you. Okay. Na, eigentlich müsste... Achso, Sentias Tagebuch, genau. Na, da gibt's die Nachricht wieder. Ich stehle jetzt mal kein Geld. Ich habe nämlich tatsächlich dolle genug. Ne? Hey Horatius, how's it feel knowing your man's doomed to lose the election today? Ich muss jetzt mal kurz was probieren. Das ist die Villa von Malleolus. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob er wirklich zwei verschiedene Augenfarben hat. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so Hat er wirklich? been desperate to see me. Hat er wirklich? Well, what do you want? Hat er wirklich? Ich werde jetzt gehen. I trust you can see yourself out. Das ist wirklich den dieser Mörder da, oder dieser Bogenschütze sucht, wie es aussieht. Interessant. Das hier kann ich noch nicht machen. Wenn sie nur mein Gewicht tragen könnte, ja. Pass auf. Hauptziele, die goldene Regel, der rote Faden. Ja. Ich habe da alle möglichen Leute, die verdächten. Irgendwie hat jeder, also haben die meisten irgendwie irgendeinen Grund, diese goldene Regel zu brechen, ne? Zeitparadoxon erzeugen, ja. Ja. Finde einen Weg. Ich muss irgendwelche dunklen Geheimnisse von Malleolus ausgraben. Ich könnte ihm sagen, ich weiß, dass er dieser sowieso ist, dieser, wie auch immer, Namen vergessen. Ich möchte, dass ihr von der Wahl zurücktretet. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win?
Ich glaube, der wird den Bluff durchschauen. Das habe ich zwar noch nicht versucht zu sagen, aber er wird den Bluff durchschauen, denke ich mal. Ich werde es versuchen. Weil ich euch töten werde, wenn ihr es nicht tut. You fool. The many shall suffer for the sins of the one. Wo muss ich lang? Oh. Warte, falsche Taste. You fool. Kann ich hier irgendwie... Ja, Schnauze. Versteckt euch, sagt Galerius. Ich darf mich nicht nochmal treffen lassen. Okay, nächster Loop. Ja, Moment. Kurz meine Nase putzen. So. So? Oh. Julia. Poor. I'll go. Okay. Der regelt das. Gut. Gut. Okay, ich kann Malleolus nicht bluffen. Und kein... 49 melodies fetch just as the ocean accepts the rivers of all the... But it does... Das Muster. The newly arrived... Hatten wir schon mit ihr geredet. Okay. Eindringling. Herausfinden, wie man den bewaffneten Mann ausschalten kann. Befrage Ulpius. Oder befrage Julia. Warte. Markierte Quest verfolgen. Nein, das war... Warte. Ach da, ist schon richtig. Julia. Ich weiß auch noch eine Sache, die ich machen muss. I don't understand. How did... Never mind. Thank you so much for acting as quickly as you did. Another moment more and we would have lost her. Can't stay. Places to be. Gut, der macht das nächste. Pass auf. Reden wir erstmal mit Ulpius, ja? Dem Typen, der sich umbringen will. Der steht da vorne schon. Denn er hat eigentlich einen... Huch, was da denn? Ich schließe mich ein. Versucht nicht, mir zu folgen. Daraus kann nichts Gutes entstehen. Sucht einen Bogen. Alte Truhe. Sucht einen Bogen. Na gut. Aber das kann ich nicht jetzt machen. Hier war ich auch noch nicht, wie es aussieht. Oh. Also ganz ehrlich, dieses Spiel ist fantastisch. Das ist echt eine Perle, dieses Spiel. Dinar. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube auch ein ziemlicher Underdog. Ich bin da irgendwie nur zufällig drauf gekommen. Den kann ich nicht wegschieben hier, ne?
Ja, also ich weiß noch was. Unten in der Zisterne ist noch eine goldene Statue, die quasi so lebt. Die muss ich, Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden vernichten. rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Ich muss dringend mit Ulpius reden. All right. Well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life, working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please, please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Mhm. Please, you need to talk to him. Das mache ich sofort. Thank you. And please, choose your words carefully. Ist es das, was Sentilla wollen würde? You know about that? How is that possible? I mean, I've never mentioned it to anyone. Ihr würdet mir nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde. Well, if you say so. You don't understand. I don't want to hurt anyone. I just want it all to be over. Vielleicht kann ich eure Probleme lösen. It's too late for that. Yulia and I made a pact. And she's already swallowed hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. Aber Lucretia konnte noch rechtzeitig etwas Silphium bekommen, sie zu retten. Sie wird wieder gesund. Oh, really? That changes things a little. But we're still in debt bondage to that monster. Unless you happen to have 2,000 denarii to pay off both of our debts. Moment. Warum braucht ihr 2000 Dinare, die ich übrigens habe? Yulia and I are in debt bondage to Malleolus. We might as well be slaves. And that's how much it will take to buy our freedom back. Verstehe. Und wie habt ihr es geschafft, euch so hoch zu verschulden? Oh. So it's my fault. Is that it? You know what? Forget it. I'm out. Wherever you are. Sentilla, my love. I'm sorry. Ulpius, no! Das müssen wir noch mal machen. I can't believe he went through with it. Hatten wir schon mal. I'll have to let everyone know what happened, and I'd best pray for... Das hatten wir schon mal. Kann ich noch mal mit dir reden? I hope you're coping. Was ist denn eigentlich eure Geschichte? Here, in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and pruning the gardens. It's not quite how I expected my life to go. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family. But long hours of menial labor for the good of the community has its own charms too, I suppose. Wie seid ihr hier gelandet? Oh, much the same way as many of the others. When the fires came to Rome 7 months ago, my family and I fled for the Tiber, hoping to escape on a barge. We were among the fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, there were a lot of desperate people, and they boarded before we could depart. A scuffle broke out, and I was pushed overboard. The last thing I remember was the water, rising up to hit my cheekbone. I woke up by the river, near that shrine, and stumbled across this place. So. Tut mir leid, das zu hören. Oh, that's all right.
I'm sure it's all part of God's plan for me. Christen. Gott? Meint ihr nicht die Götter? Oh yes, of course. A slip of the tongue. Mhm. If you like. Wisst ihr, wie man rauskommt? I'm afraid not. Although, I did once hear someone gossiping down at Aurelia's tavern about a possible way out. I don't put a lot of stock in such rumors, but if you're desperate and wealthy, you could look into it, I suppose. If that doesn't work, then I suppose we're all stuck here until the gods decide our fate. Wie ist Christen? Danke, ich werde es mir ansehen. I hope it works out. Was haltet ihr von der goldenen Regel? The many shall suffer for the sins of the one. I think about those words a lot. I'd like to think that if we all love our neighbors as ourselves and do to them as we'd have them do to us, then we'll all be fine. But on the other hand, I was always taught the intent of man's heart is evil from his youth, and that all of us are born with a tendency towards sin. And that's where I get stuck. Is it true? Are we born with a tendency towards sin? Ich sag einfach mal, das glaube ich nicht. Ich glaube, Menschen sind grundsätzlich gut. You don't think that's a little naive? I suppose you've never seen what I've seen. Innocent men and women, torn apart in arenas while thousands of Romans look on and cheer. Gutes Argument, ihr habt vielleicht recht. If that's true, then sooner or later, things are going to end badly for all of us down here. Unless, of course, there's some kind of divine intervention. Eine Intervention wird es auf jeden Fall geben. I wish I shared your faith. So, ihr seid also christlich? Please keep that to yourself. I know you're not from around here, but things are very difficult for us right now. There was a terrible fire in Rome last year, and our emperor decided to make us his scapegoats. There were executions. It was horrible. Euer Geheimnis ist bei mir sicher. Oh, thank you. I have no idea how much I appreciate that. Okay. Oh, so soon? Well, be gentle on yourself. We're all dealing with a tragic loss today. Ja. Wir müssen mit Julia reden. Große Tempeltür verschlossen. Ja. Kommt man hier irgendwie anders rein? Also ich nehme an, dass man hier reinkommt. Irgendwie. Entweder mit einem Schlüssel oder... Weiß ich nicht. Nun, okay. Ja, wir haben hier eine Seilbahn, also benutze ich mal die Seilbahn. Weiß es gar nicht so ganz genau, wo ich hier bin. Oh, da kann ich doch wieder nicht rübergehen, oder? Nee. Ich muss eine Möglichkeit finden, irgendwie leicht zu werden oder die Dinger hier zu verstärken. Also diese Dinger hier. Da ist etwas, was ich haben muss. Ich weiß nicht was, aber irgendwas muss ich haben. So viel schon mal klar, ne? Das ist schon mal klar. Kann ich hier lang? Sieht nicht so aus. Es gibt noch mindestens einen weiteren Ort, an dem ich noch nicht war, weil ich nicht hinkomme. Relativ weit am Anfang, da ist so eine Truhe oder sowas. Ach, hallo. Also, im nächsten Zeitsprung werden wir denen die 2000 Denar geben, um sie von ihrer Schuldlust zu kaufen. Ne?
Ach, okay. Okay. Einmal. Mhm. Gut. Also, in einem Loop Geld zu kriegen, ist kein Problem. Einfach, sage ich mal, einfach Geld stehlen. Schon hat man's. Von Aurelia oder von... Wie heißt er? Decius oder so. So, wir müssen mit Julia reden. Zum Thema Sentilla. Hm? Außerdem brauche ich einen Bogen. Aus Gründen. Hey. Name's Rufius. Better watch your step. Ich werde gehen. See you around. Hm? Seine Stimme kriegen wir. Sorry, I'm still a bit out of it. Was there something? Wisst ihr etwas über das Verschwinden von Sentilla? No. I did hear from Ulpius that she disappeared. It's very sad. She was such a lovely young woman. But I'd been locked in Malleolus's villa for months before she went missing, so I can't help you, I'm afraid. Na gut. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Our priestess Equitia once told me it's the god's way of creating a city without sin. But if that's the case, then whichever god is responsible for it didn't think it through. I mean, all it really does is make bad people better at hiding their sins, and good people too frightened to stand up for themselves. I've seen Malleolus, Claudia, and Domitius make grown men cry. Romans. They don't cry easily. They've never physically hurt anyone. But the point is, they don't have to. They've got people running scared because everyone knows Malleolus is the favorite to win today's election. Keine Sorge, ich arbeite daran. Oder? Kann ich helfen? I doubt it. I mean, the election is today, and you've only just arrived. I just don't think there's enough time for you to do anything. Das werden wir sehen. I suppose we will. All right. Goodbye. Yeah, goodbye. Okay. Gut. Welcome. Citizen. Ich brauche einen Bogen. Ich muss vielleicht mit ihm darüber reden. Vielleicht gibt er mir einen Bogen. Aber erst wenn ich rausfinde, wahrscheinlich, wer ihn bedroht, schätze ich mal. Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. I hear we have you to thank for saving Julia's life. I'm glad you arrived when you did. Hallo Nordisch, guten Abend. Guten Abend? Das war die Gewohnheit. Hallo, herzlich willkommen. Was ist eure Geschichte? Well, I'm an architect. Or at Das least hatten wir aber I schon. was back in Rome. Help out with repairs, but you probably... Erzählt mir vom Tempel auf der Klippe. You mean the Great Temple? Great. This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears
Some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? Mhm. And could it be the one responsible for the golden rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Nordisch. Hoffentlich geht's allen gut. Ich zocke auch endlich mal wieder. Schön, freut mich. Mir geht's soweit ganz gut. Ne? Ja, mir geht's gut. Kann ich mal sagen. So gut, wie es mir halt so normalerweise geht, ne? Of course. Das hatten wir alles schon gefragt, ne? Nice to talk to you. Nice to talk to you. Hast du eigentlich hier irgendwo einen Bogen liegen? Ich werde mal eben nichts stehlen. Ach so, ich muss mit der Fabia, oder wie sie heißt, reden, ne? In Luft aufgelöst. Das müssen wir im nächsten Loop machen. Ulpius nochmal befragen. Das müssen wir machen. Einen Bogen erhalten. Kann ich der Quest folgen? Nun. Vielleicht weiß Decius, wie man einen Bogen erhält. Oder ich muss den Dings da... vielleicht muss ich einfach warten, bis der Dingens, der Bewaffnete, da tot ist. Salve. Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Decius. Eine Ahnung, von wem Vergil bedroht wird, weiß er nicht, aber das... Ne? Very well. Another time. Wir hatten die Sachen schon mit ihm besprochen. Da hinten sind die... Help! You have to do something. Fabia. A man arrived in the baths. Real nasty, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Wie denn? Ich habe keine Waffe! None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. You'll just have to improvise. Ich werde mich umgehend darum kümmern. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Geht nicht dort hinein. What? Why? Vertraut mir einfach. All right, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. Pass auf. Ich sage dem wahrscheinlich wieder, dass der, den er sucht, dieser Malleolus ist. Dann folge ich ihm. Dann wird er vermutlich wieder die Regel brechen. Vielleicht kann ich ihm dann den Bogen abnehmen. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Der leere Schrein. Oh ja. Super Idee. Goldene Statue. Ja, ich sah, wie er in der Stadt einen kleinen runden Schrein anbetete. Das zweite Gebäude. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Danke für den Hinweis, goldene Statue. Der Schrein. Der gleich einstürzen wird und dann kann ich ihm seinen Bogen abnehmen. Denke ich mal. Ich glaube, ich könnte mir denken, wie ich unter Umständen Wege über diese Wege überschreite mit den Ranken. Vielleicht schieße ich ein Seil darüber oder sowas. Filthy, lying degenerate.
Holzbogen. Kopfgeld aus. Den Pfeil nehme ich, den Denar, den Holzbogen nehme ich. Und den Kopfgeldaushang. Kaiser Nero hat die Hinrichtung eines Kultisten namens Quinctius angeordnet, der verschiedenfarbige Augen hat. Vielleicht kann ich das auch benutzen für Malleolus, um ihm zu sagen, hier, zieh dich von der Wahl zurück. Auf Befehl von Kaiser Nero. Alle treuen Söhne Roms werden angehalten, den Brandstifter und Mörder... Brandstifter! Hat der vielleicht das Feuer ausgelöst, was alle in den Fluss getrieben hat? Den Brandstifter und Mörder Tiberius Quinctius Crispus, einen Bürger aus dem Aventinbezirk Roms, aufzuspüren und zu töten. Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, durchschnittlich groß, durchschnittlich gebaut, dunkles Haar, ein grünes, ein blaues Auge. Er trägt für gewöhnlich keinen Bart. Er ist bekanntes Mitglied der Kultisten und leidet unter Größenwahn. Quinctius finden. Ich weiß, wer es ist. Frage Malleolus, ob er Quinctius ist. Ja, huch. You there. I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow you're carrying. No idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban, but I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. But I would like to propose a joint business venture of sorts. Fahrt fort. Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? Die Statuen erwachen zum Leben und schießen mit goldenen Bögen Pfeile auf sie ab. And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly one or two of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life, which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the two of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Ich brauche diese Pfeile, diese goldenen Pfeile. Diese vergoldenden Pfeile. Damit kann ich dann über Wege rübergehen, über Pflanzen rübergehen. Ich sag jetzt einfach mal, ich bin interessiert. Mal sehen, wie es weitergeht. Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan. But first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? Nein. No problem. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? Ein goldener Bogen. Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you know what. Aber ihr wollt, dass ich ihn stehle. Oh, gods no. If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. Warum kann ich ihn nicht einfach nehmen? Because the gods would see you, of course. Hence my proposal.
Warum könnt ihr das nicht selbst machen? I'm more of an ideas man, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have complete confidence in you. Das sind super Fragen. Ist das nicht ausgesprochen gefährlich? When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? Mhm. Ich habe archäologischen Einblick. Prometheus wurde auch für alle Ewigkeit bestraft, wenn ich mich richtig erinnere. Only because he was silly enough to get caught. Okay. So, are you in, partner? Wenn du keine Action- oder Horror-Elemente sehen möchtest, ist das eher nichts für dich. Das ist ja ein interessanter Hinweis hier. Ich bin jetzt nicht sicher. Eigentlich möchte ich das eher als Rätselspiel sehen. Nicht als Actionspiel. Ah. Das ist ja interessant. Ich weiß es nicht. Na, okay. Gut, ich werde es tun, aber nennt mich nicht euren Partner. Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can get started applying a layer of gold leaf. This is a quality weapon. Now, bear with me for a moment. And here we are, a gold leaf bow. Gefälschter goldener Bogen. Mit Blattgold überzogen. Now I've gone and unlocked the Shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. May the gods not watch over you. Mhm. Und dann muss ich wahrscheinlich wieder rennen. Also ich sehe nicht das Problem hier, sagen wir mal, fragwürdige Dinge zu tun, wenn im letzten Loop alles geklärt und gerichtet wird. Ne? Lösche die Feuerstellen. Das brummt hier. Sind das Fliegen? Uah. Ob das ein Beispiel ist? Das ist aber eine komische Übersetzung. Licht, Light, ne? Tausche den goldenen Bogen aus. Würde ich ja machen. Ich muss aber erst da hinkommen, ja? Statue von Diana. Eure Entscheidung. Was soll ich jetzt machen? Warte mal. Ist da auch Licht? Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn das machen? Ich komme nicht dran. Warte mal kurz. Vielleicht muss ich es so machen. Mhm. Die Vergoldung. Zu Desius zurückkehren.
Ja, habe ich. Wonderful. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. Ihr habt mich hier eingesperrt. A little bit slow, aren't you? Yes, I locked you in, and until you give me my bow, you're gonna stay in there, like Tantalus in Tartarus. Wie kann das nicht gegen die goldene Regel verstoßen? Ihr sagt, ihr würdet den Reichtum aufteilen. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. Wie kann ich euch noch vertrauen, nachdem ihr mich so hintergangen habt? Oder ich drohe ihm. You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. Ich kann ihm den Bogen nicht geben. Aber ich glaube, ich kann mit dem Bogen auf das Dingen da schießen, auf den Bienenkorb da. Selbst wenn ich euch geben würde, würdet ihr mich sicher hier zurücklassen. Vergesst es. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out how many it takes to kill a woman, shall we? Aha, ich habe das geahnt. Ach, gucke mal, was ist denn hier los? Entkomme aus dem Tempel. Also, wir wissen, Decius darf man nicht vertrauen. Aber jetzt habe ich eine göttliche Waffe, mit der ich Dinge in Gold verwandeln kann. Komme ich jetzt hier vielleicht an der Stelle raus, wo ich neulich schon hin wollte und es nicht geschafft habe? Cool. Decius, du kleine miese Ratte, du. Also ich könnte jetzt Leute... Entschuldigung. Ich könnte Leute jetzt in Gold verwandeln, ja? Mache ich besser nicht. Noch ein Pfeil. Und ein Haufen Denar. Das ist hier, glaube ich... hierfür. Golden Archer habe ich eine Errungenschaft gekriegt. Okay. Ich pack mal lieber die Waffe weg. Ja, ich hab's hier rausgeschafft. Was sagst du jetzt, Dieser miese kleine Ratte, ey. Oh, Nevius. Nevius? My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me. A rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and, disturbingly, it was as if she was looking right at me. As I walked past her,
I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. Nevia, glaube ich, nicht Nevius. Würde ich denken. So hieß doch die Ärztin da, ne? Halte irgendwas gedrückt, um dich an Kanten hochzuziehen, ja. Die machen hier voll Tomb Raider nach. Voll der Abklatsch von Tomb Raider. Rüberspringen. Oh, diesmal, jetzt lerne ich wohl, dass ich da diese Dinge jetzt zu Gold machen kann und rübergehen. Hm? Kann ich da rüberspringen? Das ist Springen. Jupp. Oh, neue Wege. Neue Wege. Voll gut. Neue Pfeile. Hahaha. Ja, Pfeile nehmen wir besser mal mit, ne? Die sind überall. Wo kommen wir hier raus? Desius, du miese Ratte, ey. Etwa in dem großen Tempel? Ein Weg in den Palast finden. Oh yay. Unter verschlossenen Türen. Es gibt 2 Wege. Mindestens 2. Pass auf. Kann ich das entfernen hier? Sieht nicht so aus. Kann ich das hier entfernen? Sieht nicht so aus. Wow. Wir sind in dem Tempel. Bevor es da weitergeht, kurze Pause. Ich muss nämlich kurz um die Ecke. Bis gleich.
Bevor es wirklich weitergeht, muss ich mir erstmal hier einen neuen Kaffee eingießen. Ich bin unglaublich gespannt, was da um die Ecke wartet. Da ist gar nicht mehr so viel drin. Ich muss mir demnächst neuen machen, wie es aussieht. Was? Das ist doch die... Mhm. Ruht euch aus. Ach, das ist... Sie hat sich in eine goldene Statue verwandelt. Also in so eine halblebendige, sag ich mal, ne? So wie die Statue unten in der Zisterne. Also ich weiß, dass man die halt wegtreten kann, aber was bringt das schon? Wer bist du? Geschälte Statue, seufzt erleichtert. Gut. Gut, das müssen wir mit der unten in der Zisterne auch machen. Unbedingt. Da ist noch einer. Ach, ich dachte, die bleibt jetzt coolerweise vielleicht stehen. Wie abgefahren. Seufzt erleichtert, okay. Freut mich, dass ich euch helfen konnte, sozusagen, ja? Pfeile nehmen wir mit. Also, euch von der Qual erlösen, sagen wir es mal so. Das Helfen ist wahrscheinlich von der Qual erlösen. Wow. You're not supposed to be here. Ja, ich weiß. Help us. No. Make it stop, please. Vielen Dank, sagt sie. Ja, ich war nicht schnell genug. Sonst hätte ich sie wahrscheinlich innerhalb des Dingens gefangen, hä? Puh, ich bleib mal einen Moment stehen, damit ich mich wieder heile. Ihr solltet nicht hier sein, sagt Naevia. Puh.
Habe ich da getroffen? Ja, wahrscheinlich nicht. Was kann ich hier tun? Die Algen zu Gold machen? Was habe ich denn davon? Und dann kommen die aus ihren Gewässern nicht raus? Oder das bricht hier ein? Garum, oder? Ja. Da ist eine Kiste. Was ist das denn da? Komme ich da durch? Werden wir sehen. Dort unten. Aha. 2 Pfeile. Ja. Ich bin noch nicht fertig hier. Ich bin noch nicht fertig hier. Die Tür geht nicht auf. Nun, es gibt hier wohl nicht mehr... Ja, es gibt hier wohl nicht mehr Wege, die ich jetzt gerade hier gehen kann. Oder? Andere Dinge zum Entdecken? Sieht mir irgendwie gerade nicht so aus, ne? Na gut. Hier komme ich nicht durch. Ja. Gut. Okay. Okay. Hat die da was in der Hand? Die hat was in der Hand. Sieht so aus. Oder, nee, das ist nur ein Lichtstrahl. Hm? Ja. Also ich sag mal, ein guter Gott ist hier nicht am Werk. Toll. Das Treten muss aber sein, weil die könnten aus Versehen sonst Wege blocken, denke ich. Gut, dass wir neue Pfeile kriegen. Immer wieder mal. Ich glaube, diesen Weg müssen wir nicht ein zweites Mal gehen. Das würde zu lange dauern. Ich glaube, wir müssen nur einmal in diesen Bereich rein. Wenn ich so einen Kopf treffe, reicht ein Treffer. Ach, guck mal, kann ich da hoch?
Aber da hinten ist irgendetwas. Ah. Eine Kiste. Okay. Okay, in die Kiste muss ich halt reingucken, da hilft nichts. Da muss ich nochmal da lang. Es hilft ja nichts, ne? Okay, vielleicht ein paar Pfeile verschwendet. 10 Pfeile und 50 Denar, na gut, okay. Okay. Wie geil das alles hier ist, ey. Voll die spannende Geschichte. Münzbeutel. Haben wir ein lenkt sie ab. Na toll. Ich hätte sie mal früher erst die Vase machen sollen, dann die Algen. Headshot. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite, okay. Also, falls ich diesen Weg nochmal machen muss, und ich glaube es ehrlich gesagt nicht, falls das nochmal gemacht werden muss, erst die Vase. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Weil das ist schon eine ziemlich lange Geschichte hier, ne? 10 Pfeile. Zum Glück Blut. Überall Blut. Blutspuren. Okay. Schlüssel zu den Palasttüren. Oh je. Und ein Text. Das Tagebuch Band 2. My beloved Galatea, after I learned the terrible truth about the golden statues, I wandered the city as if in a nightmare. What must life be like for these poor souls, entombed in gold, but kept alive somehow? Trapped in their own personal Tartarus, consigned to eternal torment, too horrific for any sane mind to comprehend. I tried to offer them what small mercies I could. I began to talk to them, to keep them company. I'd imagine backstories for them, give them names, and tell them of the world, of the histories and stories I'd learned as a child. As the others became more concerned by my charity, I sought solitude from them,
preferring the company of my tormented charges. Discovering a way into the abandoned palace, I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient tales, my mind turning to those of Apollo and Daphne, Perseus and Medusa, and Pygmalion and Galatea. Pygmalion, the sculptor who fell in love with a beautiful statue, and who, praying to Aphrodite for aid, discovered that his beloved Galatea had come to life. It was then that I heard you whisper to me, Galatea. Forgive me. I know that is not your real name, just one I have borrowed from a story. But when I turned to look at you, I saw the most exquisitely beautiful woman I have ever known. Your face, forever frozen in a look of haunting sadness. Our meeting gave me new purpose, to free you from your golden prison, so that I might one day hear you speak, not just whisper, your true name to me. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. Ah ja. Also, die Naevia, wie gesagt, ich glaube, das ist falsch übersetzt hier. Folterbank. Die ist hier in diesem Tempel, weil sie jemanden aus diesen goldenen Statuen-Dasein befreien will. Hat sich in eine der Figuren verliebt, wie es aussieht. Folterbank. Es scheint, als ob dieses maßgefertigte Gestell benutzt wurde, um goldene Statuen zu fixieren und die goldene Schicht von ihnen zu schälen. Grausam. Okay. Das ist es, ja? Die Naevia, die glaubt, Leute aus den Statuen befreien zu können, indem sie ihnen die Goldschicht runterkratzt. Okay. Das ergibt einen gewissen gruseligen Sinn, ehrlich gesagt. Kann ich hier hoch? Ergibt einen gruseligen Sinn. Freischalten. Naevia. Okay. Die hat diese ganzen goldenen Statuen. Erreiche die obere Etage. Die hat diese ganzen goldenen Statuen, diese geschälten erschaffen, ja? Oder jemand wie sie. Das muss natürlich aufhören. Das sind viele. Na nu. Kann ich jetzt hier nicht durch? Ach, okay. Abgefahren. Ach, das ist schon Gold.
Ich wollte eigentlich... Kann ich hier lang jetzt? Ja. Lässt sich teilweise ein bisschen schlecht erkennen. Was schon Gold ist und was nicht. Kann ich hier hoch? Moment, das ist ein bisschen blöd hier. Wie kann ich da hoch? Hier vielleicht. Also an dem Zeug entlang klettern ist es wahrscheinlich hier, wie es aussieht, ne? Bestimmt gibt es auch eine Errungenschaft dafür, die nicht zu fangen, sondern alle zu befreien oder alle zu erschießen. Pass auf. Make it stop. Treffen ist schon Pflicht. Okay. Wenn ich da runter gehe, ist die Frage, wo ich als nächstes lang gehen kann. Wenn ich jetzt das da zu Gold mache. Okay, da ist niemand, wie es aussieht. Obwohl, ich kann auch hier lang gehen, ich Schlauberger. Ich hätte da wieder hochklettern können, im Zweifelsfalle. Wie es aussieht. Ich habe die schon gesehen, die Statue. Die halten die Tür zu. Garum. Ja, ich gehe ganz fest davon aus, dass ich hier nicht mehr kein zweites Mal lang gehe. Er speichert auch, ich habe es gesehen. Erstmal hier. Komm, Leute anlocken. Toll. This way. Toll. Kann ich den Pfeil auch wieder... Nee, kann ich nicht. Den Pfeil auch wieder nicht abschießen.
Was? Hier brennt Feuer. Das ist ein ziemlich großer Palast. Oder ein ziemlich großer Tempel hier, was? Das 3. Tagebuch. Nun gut. My beloved Galatea, my attempts at freeing these souls from their golden prisons have not been going to plan. My first charge was a Greek woman who I called Iodame after the Athenian turned to stone by Medusa. Drilling through the gold that encased her, I was vindicated by the discovery that beneath half an inch of gold, which is so rigid it must be some kind of alloy, was living flesh. Unfortunately, this golden alloy seems to have fused with her skin, so removing it exposed the sinew and muscle beneath and appeared to cause her great pain. At first, I braced myself, expecting that inflicting such pain would break the golden rule, and yet, somehow, it did not. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering at all. They are forsaken. Undeterred, I pressed on, working late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as delicately as I could. Eventually, I was able to free most of her body, but when I released her from her restraints, her first act was to lunge for my throat, clawing at me with all her strength and those sharp metal talons. This was my thanks for trying to save her. Whatever possessed Iodame to attack, she was clearly not a suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated wing of the palace and bar the door. As I continued working on others, I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. Regrettably, my other experiments bore similar results, and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to ungild you yet. Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind and body, and ensuring your humanity is preserved. I promise you this. One day we will be together, even if I have to free every last statue in this god's forsaken place. Okay. Die ist ziemlich wahnsinnig, die Frau Naevia. Junger Römer. Der sich, naja. Legolas-Stil, ne? Was passiert denn, wenn ich auf eine Statue schieße, die bereits golden ist? Nichts weiter. Weil ich dachte da an diese eine Statue, die mir diesen einen Weg da blockiert. Wo ich gesagt habe, die muss irgendwie da weg. Die hätte mich angegriffen.
Anscheinend habe ich den Dinges da, diese Stelle da nicht richtig getroffen. Wie es aussieht. Ich habe die Vase gesehen, aber ich weiß nicht, wie wir hier noch unter Umständen langkommen. Okay, wir sind fast bei... Also, wir sind ganz nah. Blut und Gold. Oh, guck mal hier. Übel. Abgeblätterte Goldstatue. Scheint tot zu sein. Offensichtlich hat sein Tod nicht gegen die goldene Regel verstoßen. Die Verrückte. Diese durch und durch Verrückte, ey. Nun. Wir müssen sie aufhalten. So viel ist schon mal klar. Ja. Oh, ich nehme an, hier sind wieder einige in der Nähe. Palastbalkon. Diesmal mache ich es wirklich. Ich mache hier mal einen Spielstand. Mal sehen, was hier passiert. Näher. Vielleicht spricht die ja mit mir. Ihr könnt sprechen. Wer seid ihr? Die Irre. Ihr müsst Naevia sein, die Verrückte. And you must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for that. Wenn ihr mich angreift, enden wir beide in Gold gehüllt. And you think I care about that? I don't care what happens to me, as long as you get what you deserve. Ich schätze, darauf läuft's hinaus. Das hat nichts mit mir zu tun. Liar! I locked and barred the gate. I left a message warning you all to leave me alone. I just wanted to do my experiments in peace, for her. And now look at her. You made me turn the most beautiful woman I've ever seen into this. Look at her. She's in agony. All I wanted was to spend my last moments with her, to see her beautiful face, to hear her speak freely, instead of in those cryptic whispers. But as soon as I began my work, she stopped whispering to me. And now I discover she started whispering to you instead. What's so special about you? Diese Statue ist nicht die einzige, die mir zuflüstert. Viele tun es. Ich höre immer dieselbe Stimme. What do you mean, the same voice? Es ist, als würde mir jemand anderes durch die Statuen zuflüstern. Yes. I remember when they used to whisper to me.
They did sound similar. I just thought it was because all voices sound the same when they whisper. But now that I think about it, they were all benevolent and seemed to share a common knowledge. But if these bodies are mere conduits for that one voice, then this body is nobody. And everything I've done here was... Wait, I see what you're doing. You're trying to steal her away from me. Were you planning to wait until I'd done all the hard work, then swoop in? Is that it? Ich bin mal entgegenkommen. Nein, ich schwöre es. Liar! You tried to steal her away from me, and now look what you made me do. Give me one good reason why I shouldn't peel you too. Das hier, wie gesagt, das hier mache ich als letztes. Ich bin hier zufällig gelandet. Alles, was ich will, ist weggehen. What? What are you talking about? Ich saß im Tunnel unter der Stadt fest und bin auf der Suche nach einem Ausweg im Palast angekommen. Wait. So you're saying you weren't coming for us? Nein. Na gut, die ist trotzdem verrückt, ne? Ich hatte nie die Absicht, euch zu verletzen. So I did all this. I ruined her. For nothing. What have I done? Oh God, I feel sick. I can't bear the thought of her being like this. And in so much pain. It's the air. Coming into contact with her flesh. It's agonizing for them. But the only way to fix it will be to break the golden rule and let it run its course. At least that way she'd be golden again, and we'd be together. All it would take is one little cut. Ich kann das nicht ungeschehen machen? Oder ich wäre froh, darüber euch in Gold einzuschließen. Ich weiß nicht. Ich nehme mal das erste. It's too late. There's nothing you can do. I have to do this. I'm sorry. Ich kann sie wieder mit Gold bedecken. Ich kann auch die Zeit zurückdrehen. Das kann ich beides. Ich kann die Zeit zurückdrehen und mein Eindringen hier rückgängig machen. What? Wind back time? What are you talking about? Ich erlebe denselben Tag wieder und wieder, sage ich mal. What? How is that possible? Ich muss nur zurück zum Proserpina-Schrein. The goddess of the cycle of life and renewal. Of course. But I'm confused. If you've harnessed the secrets of the gods, why tell me? Weil ihr euch nie an dieses Gespräch erinnern werdet. I see. Well, I'll trust you to honor our bargain. But if you don't, mark my words. I'll break the golden rule and kill you and everyone else in this city. As a quid pro quo, here is the only thing of value I have left. The key to the chest in the Shrine of Apollo. There should be something in there that's useful to Lucretia. Now, please leave. The door here leads out onto the palace balcony. You should be able to make your way down from there. Go. And never return. Kann ich nochmal mit ihr reden? Kann ich nicht. Nun. Okay, ob das das Richtige war? Weiß ich nicht, aber wir drehen ja die Zeit sowieso zurück. Oh. Ach,
das war die Spiegelung hier. Okay. Huch. Laden. Erreiche die Vorderseite des Palasts. Errungenschaft freigeschaltet. Survivor. Was ist das denn hier? Ach, guck mal. Bestimmt kann man da was machen. Mal gucken, wo das hinführt. Nein! Toll. Naja, okay, pass auf. Ich habe doch wahrscheinlich den Schlüssel jetzt, oder? Also hätte ich springen sollen. Oder? Da gibt es doch hier so eine Stelle zum Hochklettern, oder? Verdammt. Ja, ein bisschen ätzend. Aber vielleicht kann ich ja hier... Ah, naja, okay, vielleicht kann ich ja von unten hochklettern, wie es aussieht. Wenn ich Glück habe. Das ist zu hoch. Das geht nicht. Ich kann nicht beliebige pflanzen. Ah, es ist schon wieder ein bisschen dunkel, ne? Hier ist irgendwo... Wie gesagt, irgendwo ist hier so ein Weg nach oben. Das kann ich mich... zumindest beim letzten Mal erinnern. Warte mal, kann ich hier irgendwo... Ach, das ist doch Mist, dass ich da vorbeigesprungen bin. Das nervt mich jetzt gerade. Ehrlich gesagt. Ja, okay. Verdammt die. Ich will die Tür da auch aufmachen. Gold. Ja, von da kann ich weg, aber ich... Oder vielleicht geht es ja auch von der anderen Seite aus. Na, warte mal. Vielleicht ist es ja auch kein Weg, wo ich was Neues entdecke, sondern vielleicht ein Weg da rein. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Verdammte Kiste. Mann. Vorbeigesprungen. Komme ich hier wirklich nirgends hoch? Das finde ich ja jetzt echt schade. Vielleicht da hinten irgendwo. Das geht hier auch nicht. Mist. Vielleicht übersehe ich's. Sieht nicht so aus. Ach, okay. Was ist das für ein Geräusch?
Vielleicht muss ich das nochmal machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach man. Oh. Wo führt denn das hin? Vielleicht führt das auch tatsächlich zu gar nichts Besonderem. Na gut, also, dann machen wir erstmal andere Sachen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da hinkommen soll. Und so, ne? Pack mal lieber den Bogen weg. Nicht, dass jemand sagt, oh, ihr seid bewaffnet. Und sofort irgendwie die Obrigkeit ruft oder so. Bestimmt ist schon wieder Zeit für die Wahl. Na, die sind schon alle hier wieder bei der Wahl. Vielleicht kann ich ja nochmal in die römischen Bäder gehen. Ach ja, vielleicht ist hier noch etwas Interessantes zu tun. Aber wahrscheinlich muss ich mit der Priesterin dahin gehen. Die wollte mich nämlich hier sprechen. Boah. Das ist ein ganz schön großer weiter Weg. Okay. Sind auch Statuen unter Wasser, ja? Gut, okay. Ich denke, ja, wir müssen da mit der Priesterin hingehen. Was wir im nächsten Loop machen. Okay. Aber es gibt hier Orte, die kann ich jetzt erst erreichen, mit Hilfe des goldenen Bogens. Ne? Jetzt will ich mal gucken. Es gab doch die Sache mit der Frau, die ich sozusagen sprechen soll. Frage Fabia danach. Wer Vergil bedroht, ne? Da ist Fabia, nehme ich mal an. 18 Meter. Die ist nicht bei der Wahl, weil sie als Frau ja nicht mitwählen darf. Dann reden wir mal mit ihr. Shiny. You took care of him? Er hatte einen tragischen Unfall in diesem Heiligtum. An accident? So, it's over? Oh God, that's such a relief. I really thought we were all going to die. I do have a question though. That shrine, the one I was going to hide in, did you know it was going to collapse? Wenn ich Ja sagen würde, würde ich Mord eingestehen. I don't understand. Oh, I see. I should probably keep my big mouth shut then. Sorry. I promise, nobody else will ever know what you did. But I know. That was really clever. Thank you. I'm glad you're here. Oh, speaking of which, welcome. I'm Fabia. Sorry I was a bit frantic before. Need anything? Erstmal, was ist eure Geschichte? Oh, there's not much to tell. I mostly just bake bread and try to help out where I can. Und wie seid ihr hier gelandet? Wahrscheinlich Feuer, Fluss, Rom? I suppose it all started about 8 months ago. I was living in Rome with my family when I got sick. Terrible timing. My pa had just arranged a husband for me. A fisherman's son.
I was about to meet him for the first time when I came down with an awful fever. I spent the next week in bed. Pa paid priests to make offerings to Asclepius, a white rooster, then a goat. But nothing worked. In the end, they decided I'd do better outside the city. Clean air in the countryside would do me good, they said. But after about a day in a carriage on the Appian Way, I was getting worse, not better. I remember closing my eyes for a bit, and I guess I must have fell asleep, because when I opened them again, I was in a forest by a river. I suppose the driver took off with his fee and left me for dead. Can't say I blame him. I wouldn't have wanted to catch what I had either. Anyway, I went searching for help, stumbled across the trapdoor temple, and here I am. Das ist seltsam. Die meisten anderen waren in Rom, bevor sie im Wald aufgetaucht sind. Aber ihr sagt, ihr war ein Tagesritt entfernt? Oh yeah. I suppose you're right. Hadn't really thought about it. But the gods are mysterious and powerful. Who knows what their plans are for us? Interessant. Wisst ihr, wie man rauskommt? What? You've been here a few moments and you're desperate to get out already? Why not give the place a chance before you try to leave? Good people here. Galerius works hard on the farm so I can put food on our tables, and Lucretia tries to keep us healthy. My friend Georgius is always mending our clothes, and Virgil makes sure these old walls don't fall down around us. Well, he does his best. I'm just saying, there are worse places you could live out your days. Diese Augen. Bei allen irgendwie. Die haben alle irgendwie so einen komischen Blick, ne? So. Ich gehöre nicht hierher. Na gut. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Oh, I try not to worry about it. I mean, if people are nice to each other, we won't have anything to worry about, will we? Ich mag euren Optimismus. Thanks. And I like your teeth. They're so white. And your clothes. Oh, I bet my friend Georgius would like to get a look at you. And I'm sure he'd love to chatter about the golden rule with you too. He'll be just across the forum in his shop. Habt ihr eine Ahnung, von wem Vergil bedroht wird? Terrible shame, that is. Maybe this'll help. Late last night, I was cleaning my oven when I heard some noises outside. The forum's usually dead quiet at that hour, so I came out to see what was going on. To be honest, I thought maybe poor old Dooley had got out of his cell and was snooping around again. So I put my head out and saw someone in front of Virgil's shop. I couldn't tell who. It was too dark. I called out to them, but they just turned and ran off without a word. All I remember is they ran past a lit torch, and the light glinted off something metallic. Armour, I think. So I suppose it could only be one of three people. Horatius, Domitius or Rufius. I hope that helps. Ja, das hilft tatsächlich. Okay. Muss ich mit denen reden? All right. Thanks again for taking care of our problem. I won't forget it. Einer von den Leuten in Rüstung ist also der hier die bedrohlichen Dinge da geschrieben hat. Reden wir mal mit Domitius. How come you're allowed a weapon and I'm... Malleolus isn't receiving visitors at the moment, it being election day. Seid ihr die Person, die Vergil bedroht? Do I seem like anonymous threats are my style? Na gut. Ich muss mit Julia sprechen. She's not here. Wo? Had to carry her to Lucretia's clinic this morning. Shrine of Apollo. She was acting sick. Faking it, if you ask me. Typical. Whatever. Just remember, I'll be watching. Okay. Horatius? Oder... Warum sind das 3 Marker, die ich da habe?
Rufius. Galerius? Horatius? Tantalus, Looking a bit cannot troubled catch there. the drops of water. Still no sign of And the Scintilla. tree you grasp. I haven't slept right in 3 weeks. Beautiful. Don't be too hard on yourself. From what I hear, nobody saw it coming. Anyway, I thought you Stoics weren't supposed to worry about things you can't control. Yeah, but I keep thinking, what if there is something I can do? What if she's out there somewhere suffering, waiting to be found? Sounds like you're torturing yourself. Leave that for the gods. Try to relax, get some rest. Tomorrow's a new day. I suppose you're right. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Ich sag's einfach mal, ich erlebe denselben Tag wieder und wieder. You're toying with me, right? Wait, you're not kidding, are you? That's the only way you could have known. You're a bit like... Oh, what was his name? Sisyphus. Yeah, that's the one. Old King Sisyphus. Wie Sisyphus? Inwiefern? Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. He was forced to push a great boulder up to the top of a hill. Only, just as it reached the top, it would roll all the way back down to the bottom, forcing him to start over and over and over again, for all eternity. Just like you. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Pleiades had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. But, on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend, but you seem all right to me. So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help you. And you just focus on finding a way to break the cycle you're in. Ihr seid ein guter Mann. Oh, that's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Mhm. Reden wir mal mit ihm. What is it, citizen? Seid ihr die Person, die Vergil bedroht? What? Absolutely not. I know someone's been threatening him, and I'm not happy about it. But I can assure you, it isn't me. Klingt überzeugend. Alright. Das heißt, es bleibt eigentlich noch er, der komisch da sitzt. You again. Seid ihr die Person, die Vergil bedroht? No idea what you're talking about. Na gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer es war. Cerberus lifts his triple head. Was hat die denn immer mit ihrem Cerberus? Olivia, would you stop muttering like Medea over a cauldron and scare away my customers? They follow their trades. Domitius Truhe. Their previous lives, but they are ignorant. This again. Hm. Warum ist... Okay, also hier kann ich sozusagen Hinweise finden auf irgendetwas, ja? Horatius Truhe. Legionärsbanner der 1. Legion Italica. Gehört bestimmt Horatius. Ein Helm. Finden wir da einen Hinweis darauf? Eine unverständliche Nachricht. Aha. Das ist eure letzte Warnungssünder. Überzeuge Rufius davon,
Vergil nicht mehr zu bedrohen. Mhm. Ruphius. Steinscherbe. Eine runde Steinscheibe, in das Symbol eines Fisches eingemeißelt ist. Sieht aus, als könnte religiöser Natur sein. Hm. Okay. Nun. Galerius? Dann reden. Gracious? Wow. Looking a bit troubled Isn't there. that a big, long you bow? again. And I haven't slept right in 3 weeks. No idea what you're talking about. From what I hear, Ich weiß, dass ihr es wart. Ich habe einen unfertigen Brief an ihn in eurer Unterkunft gefunden. Look, I haven't been at my What best if there is lately. something I can do? I know What if that. she's out there somewhere It's the suffering, rheumatism. waiting to be found? It Sounds like you're starts with torturing yourself. constant pain in Leave all that for your the joints. gods. Try Then to the pain relax. starts to Get some rest. mess with your head. Tomorrow's a new day. Makes you I angry, suppose you're right. mean. I know that's not an excuse for how I acted. But it's the truth. But with the willow bark, I'm already starting to feel like myself again. I'll leave him alone from now on. It's not as if I was ever going to hurt him anyway. I was just lashing out. I'm going to go and clean up the graffiti. Just forget this ever happened. Will you? Gut, kein Problem. Ich habe noch Zeit anscheinend. Reden wir mit Vergil. Wenn es geht. Wenn es jetzt geht. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt nicht mehr geht, dass es zu spät ist. Dann muss ich es im nächsten Loop nochmal machen. Oh, was ist das für ein Weg hier, den ich hier gehen muss? Ah, okay. Vergil. Wahrscheinlich kann ich nicht mehr mit ihm reden. Gucken wir mal. Nun gut. Okay. Dann geht's jetzt nicht. Dann geht's erst im nächsten Loop. Mal sehen, vielleicht kann ich ja das Dingens aufdrücken. Dem Galerius nächstes Mal. Vielleicht kann ich ja hier rein, wenn die zum Leben erwachen, die Figuren. Ich guck mal, was ich hier sonst noch so tun kann, kurz bevor hier wieder alles den Bach runtergeht, ne? Bevor der nächste Loop beginnt. Hier gab es doch irgendwo eine Stelle, wo ich nicht lang kam. Ah, toll. An der Kante abgerutscht. Super. Da hätte ich eigentlich hinspringen können müssen. Mal sehen, wann der letzte Speicherstand war. Thea, is Wonder how much one of these statues Isn't that is a worth on the big, outside. long bow? Es ist Zeit, okay. Geht jetzt also nicht, gut. Es gab irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo weit oben eine Stelle, wo ich nicht hinkam ohne den Bogen. Über so ein... Naja, über so eine Lücke im Fels irgendwie. Kann ich hier hoch? Kann ich nicht, okay.
Gut, ich muss in diesen Raum da rein. Und das geht vermutlich erst, wenn die hier zum Leben erwacht. Kann ich das beschleunigen? Kann ich bestimmt. Ich muss hier nur irgendwas stehlen. Weil dieser Vorgang dauert jetzt einen Moment, ne? Machen wir mal so. Well, isn't that an impressive trinket? Mhm. You stay away from my money. The many shall suffer for the sins of the one. Die Schwestern? Was heißt das denn? Viele Denar. Okay. Viele Denar, das ist alles. Okay. Nächster Loop. Und die Welt ist wieder in Ordnung. Hallo Galerios. Salve, friend. Mind telling me who you are and what you're doing with that? Angelegenheit, dringende Angelegenheit. Oh, sounds serious. I'm listening. 3 Dinge. Das macht er alles für mich. Yulia? Oh no. Mhm. Poor guy. Mhm. Alright, let me see. Stop Fabia going in, but send the new arrival to the empty shrine. Understood. Mhm. I'll go, but once I'm... Mhm. Kann ich darüber von hier aus? Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Geht das? Sieht irgendwie eher so aus, als wenn das hier der Weg nach unten wäre und da oben, also da ist oben und hier ist unten. So sieht es eigentlich aus. Ja, da war ich auch schon. Gut. Schön, dass er das für mich macht. Okay. Ein Haufen Geld, hm? 13.000 Dinar. Da können... Sisyphus, attack or pursue the stone that always returns. Just as the ocean accepts the... But it does not notice the... Genau. Muster. You think you wish to know, but it is better for... Okay. The newly arrived. Die hat nichts Neues zu sagen. Wir haben echt eine Menge Zeug zu sagen. Menge Zeug zu probieren. Wo ging es denn hier zu der Villa von dem Malleolus? Ich weiß es nicht mehr. Da müssen wir hin. Ach, und ich weiß jetzt auch inzwischen wie. Okay. Hm? Ne? Hoch, 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 hoch. Ja, jawohl, ja. Zumindest weiß ich es jetzt eher als vorher. Jawohl. Treasure Hunter. Okay. Eine Weinflasche. Okay. Okay. Das ist hier nur Gold gewesen. Sag mal, nur Gold. Aber, naja, haben oder nicht haben, ne? Dann natürlich nicht haben. Ist da noch was? Nee. Okay. Das war einer der Orte, den ich bisher nicht aufsuchen konnte. Na?
Also ich sag mal, Geldprobleme haben wir hier nicht. Fear is proof of a degenerate mind. Ich gehe jetzt erstmal kurz... Ja, weil du blöd bist, deshalb. Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Ich weiß von eurer Kreatur. Macht euch keine Sorgen um mich. Well, it's your funeral. Ja. Da war nämlich auch so eine geschälte Statue. Die wir bisher nicht besiegen konnten. Können wir hier noch irgendwas erreichen, was vorher nicht ging? Wie gesagt, den Mondanhänger haben wir zweimal wahrscheinlich. Gibt es hier einen Ort, den wir vorher nicht erreichen konnten? Es gab hier doch auf jeden Fall diese eine Stelle hier. Wie hieß das? Wie sagte der? Ich soll einen kreativen Weg finden, nach oben zu kommen. Genau. Das hier geht wahrscheinlich nicht, hm? Nee. Also wir müssen in die obere Zisterne, so hieß es, ne? Warte. Warte. Lass hoch da. Oh, da. Das ist zwar keine obere Zisterne, aber okay. Gut. Gibt es hier irgendwelche Geheimwege? Scheinbar nicht, wa? Hier jedenfalls nicht. Aber hier... Du kannst hier klettern. Nähere dich. Tasten. Da. So. Was du ansiehst oder benutze... Warte. Kreis L3, um hoch und runter zu springen. Dreh dich von... Okay. Obere Zisterne. Gut, dass das von hier aus auch geht. Okay. Da ist jemand. Italian Plumber. Italienischer... gefangene Person. Italienischer Klempner. Mario? Wer hält dich denn hier... Was ist denn hier los? You. Who are you? Did he send you? Ich bin Grimm und niemand hat mich geschickt. Do you know you're here? You have to help me escape before that monster comes back.
Was geht hier vor sich? I'm Centilla. I found a way out through the Gate of Horn, but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever, or until we're turned to gold. He's a monster. You have to let me go so we can kill him and take his key. Wie hat das nicht gegen die goldene Regel verstoßen? I don't know. He said the gods are on his side because they don't want us to escape either. Was? Wer war das? Sentius, my adoptive father. Furies help me. I'll castrate and crucify him. Was werdet ihr unternehmen, wenn ich euch freilasse? I'm going to take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. Der Vater von ihr, der darf nicht Magistrat. Also wenn das stimmt, darf der nicht Magistrat werden. Und bleiben. Bleiben vor allem. Was ist mit den anderen? There won't be enough time. Just you and me. What do you say? Centilla. Was, wenn ich alle zusammentrommeln, damit sie zur Flucht bereit sind, sobald die goldene Regel gebrochen wird? There's no time. Wait, did you hear that? He's here. Quick, you have to let me go. It's now or never. Na gut, also, ansonsten Loop, ne? Ich werde euch freilassen. Oh, thank you. Now follow. Wait, did you hear that? He's here. He must be coming in through the door behind me. You distract him. Stay right here and keep him talking while I look for something I can use. Ich kann momentan nichts tun. Ist das wirklich? Man glaubt es ja kaum. Er hat seine eigene Tochter oder Adoptivtochter gefangen gehalten. What do you do with Centilla? Where is she? Als ob ich euch das verraten würde. So that is how it's going to be. Oh well, this doesn't change anything for me. It's a shame, really, if you'd just done what you were supposed to. You'd have been looking at it forever until you gave up and killed yourself. Just like that soft-hearted pleb, Al. Ihr erinnert euch an Al? Come now. Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one loop to the next. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you're a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of that fatal flaw, he relived this day many thousands of times before we finally had this conversation. I watched him come through the portal each time, always a little older, a little more disheveled, a little more haunted. And when he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life. Just before he was shot with a golden arrow. The next time I awoke, you showed up. But you've caught up to where he was so quickly. I'd have preferred if you'd given me more time to enjoy the trappings of my success. How many extra days did you give me? Just the 9? Not a lot compared with Al, but I've seized every day, nonetheless. In any case, there's no escape for you except the path that Al took, the path he wrote about on his tablet. What was it? Ah, yes. Better to end it all now than find out what awaits you beyond that portal. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it?
Hm. Ihr wusstet von einem Ausweg, habt sogar eure eigene Tochter eingesperrt, um dies zu verheimlichen? Warum? Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, my beautiful villa, the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, I get to enjoy it all, over and over again, for eternity. Don't you see? I have found a way to prolong my life indefinitely, to cheat death. I have become, in effect, as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? Also habt ihr mich darum gebeten, herauszufinden, wer die goldene Regel brechen würde, obwohl ihr wusstet, dass ich jedes Mal scheitern würde? Of course. There's no way you could have succeeded. Every soul who has ever found themselves here has broken the golden rule eventually. It is inevitable. Man will always sin sooner or later. Any idiot could tell you this. But where others might see tragedy, I saw opportunity. As I told you the first time we met, I found a way to cheat death. By reliving the same day over and over again, forever. And I will continue living long after your dust. Mal sehen, wie ihr euch aus dieser Sache... Oder ich sag erstmal, dafür werdet ihr einen schmerzhaften Tod sterben. Do you really think you can take on a Decurion with that flimsy little bow? Wahrscheinlich könnte ich das, aber ich überlasse ihr das mal. Who? Centilla? Where is she? I'm right here, Father. The many shall suffer for the sins of the one. Come on, we have to go. Hey, what's happening to you? That light, it's so bright. Ein Zeitparadoxon erzeugen? Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Elworth? Ich bin hergekommen, dich zu suchen. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Einen kleinen Moment. Ich muss nochmal um Ecke. Das ist jetzt eine ziemliche Schlüsselszene gerade, aber ich muss nochmal um Ecke, und damit ich sozusagen gleich ein bisschen entspannter entscheiden kann, was ich als nächstes mache. Moment. Kommt dieser Kaffeetrinkerei. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass das hier noch nicht vorbei ist, weil jetzt haben wir ja gerade eine ziemliche Schlüsselinformation erhalten. Ne? Der Sentius erinnert sich an alles, der weiß, dass diese Zeitloops stattfinden. Wer weiß, wie lange schon. Und wir haben gerade sozusagen ein Zeitparadoxon erzeugt, indem wir ihn daran gehindert haben, das Ritual durchzuführen.
So, und ich hoffe, es geht... Ich habe die Gelegenheit, gleich an der Stelle weiterzumachen. Ich bin nämlich noch nicht bereit, das abzuschließen. Ich bin Grimm. Ich hatte gehofft, du würdest wissen, wer ich bin. Funny you should ask. I was just reading a little tablet I found here. Well, trying. My Latin is kinda rusty, but the last entry mentioned someone with the same name. It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina. Freed an imprisoned woman named Scintilla, who then murdered her captor, breaking some kind of ancient law. It said the attack caused golden statues to come alive, hunting down everyone in the city and turning them into gold. Apparently, the only person to survive was Scintilla, while the stranger disappeared in a flash of light. Eigentlich bin ich das gewesen. You're saying you were here 2,000 years ago. I'm not sure I understand. Als ich das erste Mal hier in der Gegenwart eintraf, sah ich deine Leiche an einem Galgen hängen. I'm sorry, come again? Ich habe noch immer den Abschiedsbrief, den du in die Tafel geritzt hast. Hier. Let me see that. God, why does this writing look so familiar? I've spent a lifetime in this place going around and around in circles. This is disturbing. But I don't understand how I could have written it. Es wurde von einer anderen Version von dir geschrieben. Ich habe die Vergangenheit und dein Schicksal verändert. I'm not following. Ich habe Scintilla dabei geholfen, den Mann umzubringen, der ein Zeitportal öffnete und dich in der Zeit zurückzog, um zu verhindern, dass dies jemals geschehen würde. So you're saying, because a man from 2,000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't remember any of this. Jawohl. I guess you saved my life then, as well as helping that poor woman to escape. That's a lot to take in. Genug geredet. Wie wäre es damit, diesen Ort zu verlassen? Maybe we can escape through the same aqueduct Scintilla used, if we can find it. Es ist in der Zisterne. Folgt mir. Ich bin, wie gesagt, ehrlich gesagt, noch nicht bereit, das alles zu tun. Und wenn doch, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, mehr oder minder gezwungen wäre, hier mein Inventar ist leer. Okay. Wenn ich gezwungen wäre, jetzt hier die Geschichte abzuschließen, würde ich sie nochmal von vorne starten. Weil ich noch nicht bereit bin dafür. Es gibt bestimmt auch mehrere Enden. Nun, aber es gibt hier momentan keine Sache, die ich machen kann, wie es aussieht. Ich habe kein Inventar mehr. Aber ich habe hier noch die... Ich habe hier noch die, Dingens da. Ich gucke erstmal hier. Ich kann nicht weitergehen. Ich habe noch ein paar Quests, habe ich noch. Kehre zum Fluss zurück. Das ging jetzt plötzlich also alles ein bisschen schnell plötzlich, ne? Scintilla ist also verschwunden im Sinne von gefangen. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Okay. You go on ahead. I'll be there soon. Okay. Der Fluss. Ich habe die goldene Regel, der rote Faden.
Das ist alles abgehakt. Ah. Inspizieren, da passiert gar nichts. Also ich schätze mal, ja. Okay. You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Ich habe ihn gefunden. Er wird gleich hier sein. Oh, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Ich habe die Ruinen einer antiken unterirdischen Stadt entdeckt. Really? Sounds amazing. And did you... Oh, look. Here he comes. Al, it's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an event 2,000 years ago. Supposedly, the city was destroyed when a woman murdered a tyrant with the help of, well, my new friend here. I know how crazy that sounds. Maybe not that crazy. That woman. I don't suppose her name was... Scintilla? How could you... What? She left a tablet of her own. I stumbled across it while I was waiting here. I think she meant for you to read it. Here, take a look. Okay. I don't know what became of you, or if you'll ever read this, but I want you to know that I will never forget you, or what you did for me. It pains me that so many dear friends were not so fortunate. Ulpius, Sentia, Lucretia, Horatius, Galerius, poor Dooley, and the others. But please understand, their blood is on my hands, not yours. I will live with the consequences of my actions, and all I can do is move forward, trying to show others the same compassion you showed me. I promise you that saving my life will not be for nothing. Scintilla. Sounds like you meant a lot to her. I'd love to hear your story, but first, you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Ich habe keine Wahl. Bin bereit, bringt uns nach Hause. Errungenschaft, The One That Got Away. Ende 2 von 4. Wie viele hätten wohl überlebt, wenn du Scintilla zurückgelassen hättest? Tippe auf Bla, um fortzufahren. Ja, ich tippe auf Bla. Wow. Ende 2 von 4. Wir brauchen Ende 1, 3 und 5. 1, 3 und 4. Ich tippe, um fortzufahren. Ende 2 von 4. Also, was passiert, wenn ich fortfahre? Ansonsten mache ich ein neues Spiel. Könnt ihr aber wetten. Was passiert, wenn ich fortfahre? Nachspann? Ah, sieh an. Scintilla. Tut mir leid, ich muss erstmal... Tut mir leid, Scintilla, ich bin noch nicht so weit. Ich komme euch holen, aber nicht jetzt. Nicht jetzt.
Aber Zeitsprung, ne? Na, okay. Hallo? Laden? Der Typ. Das ist ja ein bisschen unglaublich. Also, ich möchte... So you survived the cistern. Probably just a stroke of fortuna. Don't get cocky. Ich will mehr Leute retten. Nicht nur eine. Also, wenn es möglich ist. Ende 2 von 4. Und ich habe eine Errungenschaft gekriegt. The one that got away. Ne? Ah, hallo. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Ich habe versucht, ein Muster zu finden. Interesting. I'm not sure. Fahren von einer Münze. I suppose that could be something. But then most of us do. What else? Manche Spracheneinfluss. What else? Gedächtnislücken. That's true. It's as I... Let me ask you this. Did you happen to encounter a stranger in the forest before you arrived here? Ja. And did you happen to catch her name? Ich habe ihren Namen nicht. I see. And was this stranger by any chance wearing a hood? Jawohl. Because I've seen her before. There's something I think you should see. I think you'd better follow me to the baths. Okay, wir treffen uns da. But don't follow too closely. We can't have people thinking we're bathing together. Niemals. Niemals. Zusammenbaden? Auf keinen Fall. Ich bin auch nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob es überhaupt gemeinsame Badezeiten, ich wollte gerade sagen, für Männer und Frauen geben würde. Ich spiele hier ja auch eine Frau in dem Falle. Was ich mir gar nicht willentlich ausgesucht habe. Ave. We'll talk in the baths. There's something you need to see for yourself. In den Bädern. Ja, okay. In den Bädern. Der Typ ist hier bereits in den kaputten Tempel gelaufen, oder? Ja. Hahaha. Hallo, Cyrax. Willkommen. So. Was willst du mir denn zeigen? Oder sagen. Sagen oder zeigen, weiß ich nicht. Mach mal lieber die Lampe an. All right, you're here. You were asking how I knew the young woman you met by the river was wearing a hood. Here, look down at the bottom of the baths. It's a little hard to make out in this light. If only we could see. Oh, what a marvelous lamp. But do you see it? Somebody waking up by a river in a forest to find a hooded figure with a coin. It's just as you described it. Only, I think I know who that stranger is. Charon, the ferryman of the dead. Charon, who, in exchange for the right coin, helps the souls of the newly deceased cross the Styx, the river that separates the land of the living from the land of the dead. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, but all I found was some loose change. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Ah. There are
bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. But on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. I'm so sorry, my friend. I'm so sorry. I take it you know what this means. Dies ist die Unterwelt. I'm afraid so. It's all starting to make sense. All these people whose last memory was running from the fires toward the river. It seems none of them escaped with their lives after all. Perhaps we should be grateful they don't remember their final moments. It also tells us that the Golden Rule is the work of Pluto, the god of the underworld, and why his epithet has always been Father of Riches. I know it's a lot to take in, and you look as if you have questions, so I'll try to answer them if I can. Also, sind wir tot? That was my first thought too. In the old stories, the underworld was where the souls of the deceased were taken. But it was also possible for the living to reach it without dying, if they were particularly fearless. So I'm afraid I don't know. Was könnt ihr mir über Charon erzählen? Oh, I'm sorry. I keep forgetting you're not from here. If you were Roman, or even Greek, you would know these stories. Each of them is slightly different, whether the storyteller was Plato, Homer, Virgil, or Ovid. But they always involved the souls of the dead meeting a grim ferryman named Charon on the bank of a river. It was said that he'd help the new arrival cross, only if they could pay him with a coin, an obol. That's why it was once our custom to bury our loved ones with a coin in their mouths. Charon's obol, we called it. Of course, an obol was a kind of Greek coin, because we inherited this knowledge from the Greeks. Warum habt ihr alle Charon nicht gleich erkannt? To be fair, the ferryman isn't exactly as the poets described. She, they seem to appear to different people in different guises. You say you saw a young woman with a hood, and I once heard Kabash mention a stranger in a ram headdress named Kerti, and Rufius described meeting a stranger named Kumut Tabal wearing an eagle headdress. But whatever form this stranger took, they were always wearing a hood of some sort, and their name always began with a K sound. I suspect the only way you'll solve this riddle is if your paths cross again. Warum gibt es hier so wenige Menschen in der Unterwelt? Good question. Let's see. In the stories, Charon would always require a coin as payment for passage across the river. But that never made any sense to me. What does an ancient immortal being need with coins? In our case, it seems Charon didn't take the coins we had. He or she merely checked we had one in our possession. So, maybe there's something special about the coins each of us had on us. That might explain why we wound up here, but so many others did not. Wolltet ihr das vor mir verheimlichen? No. I mean, I had my suspicions, especially after Livia's ramblings, but I would never have figured it out without your help, I promise you. Das war alles. Now that we know where we are, we have to figure out what to do about it, if we don't want to be cast into gold for eternity. We don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son of Jupiter. Orpheus, a Thracian poet. Sisyphus, a king of Ephyra. And Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god with his strength. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, who led him through a secret gate. So it seems you have 2 options: to confront the god of the underworld head-on, or find a way to escape with the help of Proserpina or some other guide. Okay. Können wir nicht einfach auf dem gleichen Weg entkommen,
wie wir auch hergekommen sind. So. Ich musste feststellen, dass Ibuprofen 600 nicht wirklich gegen Verbrennungsschmerzen 2. Grades helfen. Ist eher was für einen Kindergeburtstag. Mal sehen, ob ich Montag was Besseres bekomme. Ich drücke die Daumen. Drück die Daumen. It's a reasonable question, but the problem is, this place is fairly well designed to keep us here. There's no way to climb up the shaft. And even if you could build a ladder big enough, just trying it would break the golden rule. We know that, thanks to the writings left behind by those who've tried. Mir ist aufgefallen, dass ihr es vermeidet, den Gott der Unterwelt beim Namen zu nennen. Warum? All Romans try to avoid saying it, and the reason is quite simple. He might hear us. You may refer to him as Pluto, if you wish, but you'll only be calling attention to yourself. Do so at your own peril. Mhm. Erzählt mir mehr über die direkte Konfrontation mit Pluto. Is everyone so blunt where you're from? Oh. That option would be the boldest, but also the only way to learn the truth about the Golden Rule, and maybe even put an end to it. As I said, Hercules managed to overpower the god of the underworld, but he was a demigod. Forgive my candor, but you are no Hercules. Herkules konnte weder die Zeit manipulieren noch organische Materie in Gold verwandeln. Are you telling me that you can? I won't pretend to understand exactly what that means, but if that's true, then perhaps you stand a chance. So, if you want to confront him, I'll help you as much as I can. Who knows? Perhaps your name will be uttered in the same sentence as Hercules one day. But first, you'd need an audience with you-know-who, and for that, you'll need to enter the great temple overlooking the city. The problem is, the door has been sealed shut for as long as I've lived here, and there doesn't even seem to be a keyhole. I suspect the answer lies in the desecrated obelisk in front of it. I'm not sure if you noticed, but there are 4 plaques missing from its base. It looks as though somebody, or a series of somebodies, forcibly removed them, and in doing so, dishonored and angered our divine keeper. If you could recover and replace all 4 of those missing plaques, I imagine he might be willing to receive an audience again. Okay. Was könnt ihr mir über den Obelisken erzählen? It's the towering stone monument with 4 sides and a pyramid-shaped head that stands before the great temple, a dedication to the god of this place. You'll find them all over Rome, but of course they were looted from Egypt many years ago. It seems one of them made its way here too, although how is a mystery. However, this one is unusual in that each of the 4 sides is decorated in a different style: Roman, Greek, Egyptian, and another I don't recognize. That means you'll need to recover 4 different plaques: Roman, Greek, Egyptian, and a 4th, a mystery plaque. Eine Herkulesaufgabe. Okay. So. Wo kann ich die römische Tafel finden? Good question. To answer that, we first need to ask who would have defaced the obelisk in the first place. Rufius. It would have had the god's name engraved into it. Maybe that whoever desecrated it wanted that name to be forgotten. And there's only one group of people I know of who might want to do that. There's a cult in Rome that often argued there is only one true god. Theirs, of course. They've been known to start fires, as well as deface religious monuments whose existence challenged their beliefs. If I were you, I'd go looking for them. Of course, they've all been in hiding since the fire last year, so finding them won't be easy. But I did hear a rumor they have a secret shrine somewhere in the city. Perhaps, if you could find that, you might be able to recover the Roman plaque. Okay, was ist mit der griechischen? I don't know. But perhaps you should begin your search with the local Greek fellow, Georgius. His store is in the forum. Duli, okay. Wo kann ich die ägyptische Tafel finden? Perhaps Kabash,
Our Egyptian resident would be able to tell us. Unfortunately, he disappeared weeks ago. But I did hear Aurelia is peddling rumors about him at the tavern, so perhaps you could talk to her, or just take a look in his room. Und die rätselhafte Tafel? I'm afraid you're on your own with that one. But perhaps finding the other three will illuminate the way. Mhm. So, und die andere Option? Verrate mir mehr über die Flucht mit der Hilfe von Proserpina. As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina to help them escape, and Aeneas was guided to the exit. The problem is, those are the stories of a poet, a self-aggrandizing king, and a brawler about their own heroic deeds, so they should be taken with a grain of salt. First, Proserpina. What we do know about her is, well, it's a grim tale. It's said the god of the underworld abducted and dragged her here against her will, forcing her into marriage. Also ist sie vielleicht bereit, gegen ihn zu arbeiten, um uns zu helfen? If the stories are true, then I suppose so. The problem is, how do we communicate with her without being noticed by her captor? Leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a spirit guide. I don't suppose you've come across one of those in your travels? Hin und wieder höre ich, wie die weiblichen Statuen mir etwas zuflüstern. Truly? And you're only bringing this up now? Then again, I suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Can you tell me more? Is it the same voice? What kinds of thing does it say? Es ist stets dieselbe Stimme. Sie ist hilfreich, wenn auch etwas kryptisch. Fascinating. Perhaps she's a benevolent spirit. Or perhaps... Perhaps you're hearing the voice of Proserpina herself. Vielleicht. If she has indeed been abducted, it would make sense for her to speak in cryptic whispers to avoid detection. Tell me, has she told you anything that might lead you to the way out? Vielleicht. Sie sagte, wartet gegen die Strömung. Was auch immer damit gemeint ist. That is strange. There are no rivers here. Let me think on that. Vielleicht muss ich irgendwie in die oberste Zisterne gelangen? Ja, muss ich wohl. Right. Because the current flows into the city through the aqueduct and into the upper cistern. I vaguely recall wondering what was in there, but the door at the back of the great temple is locked up tight. You might be able to get a key from the magistrate. But if that doesn't work, perhaps you can find another way in. Let me know if you find anything in there. Okay. All right. I would suggest not discussing this with anyone. The best we can do for them is to let them remain oblivious for as long as possible. As for Livia, it seems she's been shouldering the weight of this terrible secret all this time. Perhaps it would comfort her to know she's not alone. Mhm. Oh, Text. So. Ich werde mich zuerst mit Livia unterhalten. Okay. In any case, time is of the essence, so you'd best begin. May Fortuna guide you. Although you may not need her with Proserpina on your side. Wir sind also hier in der Unterwelt, ja? Pluto hat uns gefangen. Na okay, dann reden wir mal mit Livia. That's quite an impressive bow you have there. Just like Diana's. Ja, das muss Zufall sein. Okay, und wir wissen aber, der Magistrat Sentius, der erinnert sich an alles. Der erinnert sich auch an jeden Tag.
Vielleicht finde ich ja auch nochmal diesen einen Ort wieder. Auch diesen einen Ort wieder. Ach ja. Wein. Inzwischen habe ich Wein ohne Ende. Ganz viele letzte Flaschen. Also vielleicht finde ich ja nochmal diesen einen Ort wieder. Hier, also hier finde ich einen Ort zumindest schon mal. Wo ich vorher nicht war. Was ist das? Römische Tafel. Ach. In der lateinischen Schrift. Pluto, Vater der Reichtümer. Okay. Ich habe die römische Tafel zufälligerweise gefunden. Das war jetzt wirklich Zufall gerade. Das war jetzt einfach Zufall. Gut. Dann muss ich auch niemanden fragen. Holzschnitzerei. Eine Holzschnitzerei, in die das Symbol eines Fisches eingraviert ist. Sieht aus, als könnte es religiöser Natur sein. Ha. Okay. Ja. Okay. Ich wette, hier gibt es irgendwo Pfeile. Hm? Schön, dass man mit Stream schauen etwas ablenken kann. Ja, das freut mich auch. Hm. Okay. Ich habe die römische Tafel. Zufälligerweise gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da hinkommen muss. Livia. Hier, oder? Dann trösten wir Livia mal, wenn wir können. Mit ihr können wir auch noch reden. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own. Nachricht von Kabashi. Zusammenfassung. Ein Traumtagebuch von Kabash, in dem seine wiederkehrenden Träume von einem Fremdleben namens Sherti schreibt. Kabash an Kabash. Ich habe Lucretia von meinen Träumen erzählt und sie meinte, es könnte ihr bei ihrer Weissagung helfen, wenn ich sie aufschreibe. Es ist letzte Nacht wieder passiert. Der Mann beim Fluss war dort, wie immer, sein Gesicht verschleiert vom Schatten dieses merkwürdigen Wiederkopfschmucks. Wieder einmal stellte er sich als Sherti vor, oder Kerti, und erzählte mir, er habe mich aus dem Fluss gezogen. Als er seinen Namen aussprach, schien er zu schmunzeln, als ob etwas bedeutet, das ich nicht verstehen konnte. Ich kann hier nicht hin und her schalten. So, ja, okay. Eine alte Vase. Definitiv nicht römisch. Schnitzerei eines Löwen. Sieht ägyptisch aus. Ja, schön. Hm. Gut, Kabash, der Ägypter, ja. Na, okay. Ich gehe gleich runter und rede mit den Leuten. Vor allem mit Livia. The 49 Beladies fetch again, just as the ocean accepts the soul, but it does not. Ich habe es herausgefunden. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Say it. Speak its name. Die Unterwelt. Then it is true. I was right. Das wart ihr. I thought
thought I saw it, but when the rest of them could not, I kept thinking I must have gone insane. I had to tell myself it was true over and over again, until I wasn't sure if I was deceiving myself. I must apologize if my words seemed cryptic. I'd found comfort in reciting the Metamorphoses by our great poet Ovid. He gives such an uncanny description of this place. I cannot help but wonder if he himself came here. Would you like to hear it? Na klar. I will do my best to remember the relevant verse. There is a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. The sluggish Styx exhales vapor, and by that way, the shadows of the newly dead descend, entombed with full rites, and the ghosts of those, at last, given proper burial. The wide, thorny waste is cold and pallid, and the newly arrived shades are ignorant of the road that leads to the Stygian city, where blackness has his cruel palace. As the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls, and is never too small for any populace, nor notices the crowds that come. There the bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives, and still others incur punishment. I hope I have done it justice, and now we share a secret. It's as if you've lifted a great burden from my shoulders. Thank you, friend. I think I should rest. Okay. Hinweis aufgelöst. Büchse der Pandora. So. Ja, okay. Wir haben noch einiges an Aufgaben. Ne? Wie gesagt, ich will hier gucken, wie die anderen Enden sind. So wie ich mein Glück kenne, ist das letzte Ende, was ich dann spiele, wahrscheinlich auch einfach knallhart das Schlechteste. Ne? So, jetzt gucke ich mal nach meinen Aufgaben. Herkules-Aufgabe, sammle die Sünder und so weiter, ne? Ja. Ich werde Vergil berichten. Citizen. Name's Rufius. Better watch your step. No idea what you're talking about? Ich weiß, dass ihr das wart. Ja, okay. Hatten wir schon? I'll leave him alone. I'm going to go and clean up. Okay. Ne, also das haben wir geregelt. Vergil. Salve. Ah, a new face. Salve, and welcome to our little community. I hear we have you to thank for saving Julia's life. Macht euch keine Sorgen wegen der Drohung. Das ist nur Rufius. Er wird euch nie etwas antun. What demon or spirit told you about that? Ich habe eine unvollständige Nachricht in seinem Haus gefunden. You went snooping in his place? That was risky. We're lucky you didn't cross any lines. Have you spoken to him about it? Ja, und er wird euch nicht mehr belästigen. Really? How did you manage that? Ich habe ein Mittel gegen seinen Rheumatismus gefunden, der ihn ganz unruhig machte und einige andere private Angelegenheiten verschlimmerte. Poor fellow. I've heard that can really mess with a person's head. Well done for figuring that out. Gerne. Ich glaube, er wird auch dabei helfen, sein Graffiti zu beseitigen. Really? That's promising. I'll keep an eye out for him. Gut. Nice to talk to you. Das ist erledigt. Eigentlich müsste ich dem Decius hier die
Fresse einschlagen. Ne, aber das, seine schlimmen Sachen hat er ja jetzt noch nicht getan. Ne? So. Gelebte Demokratie. Pass auf, ich muss Malleolus dazu bringen, sich zurückzuziehen. Von der Wahl. Ich habe ja den Schlüssel. Thank you. Thank you. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Also, ihr seid Quinctius. Er ist sprachlos. My name is Marcus Malleolus Gurgius. You seem to have confused me with someone else. Ihr habt ein grünes und ein blaues Auge. Genau wie in der Beschreibung in diesem Hinrichtungsbefehl von Kaiser Nero. You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. Mhm. Offenbar leidet Quinctius auch an Größenwahn. Well, I am not suffering from any delusions, as today's election will firmly establish. Ich kann nicht beweisen, dass ihr es seid. Noch nicht. Aber das werde ich. Unlikely, because it simply isn't true. Now, was there something else you wanted? Ja, ich möchte, dass ihr von der Wahl zurücktretet. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Okay. You are acting very strangely. Okay. I trust you can see yourself out. Nun, wir müssen etwas finden. Oh, es geht hier noch hoch. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal übersehen. Wir müssen etwas finden, um zu beweisen, dass er Quinctius ist. Quinctius. Fremdling? Hoch, die Tür ist im Weg. You're not supposed to be in here. Können wir reden? Talk. What business could you possibly have with me? Seine Ehefrau. Warum seid ihr in diesen Raum eingesperrt? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. Was würdet ihr denn von etwas Hilfe mit Malleolus halten? An intriguing proposition. Go on. Ich glaube nicht, dass Malleolus die Person ist, die er behauptet zu sein. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. What makes you say that? Das ist nur so ein Gefühl. Ich hatte gehofft, wir könnten Malleolus' wahre Identität gemeinsam herausfinden. You know, I may have the very thing you're looking for. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only, he used the wrong name. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. But wait a minute. Why exactly are you helping me?
Ich möchte ihn zwingen, vor der Wahl zurückzutreten. To withdraw. Listen, I may not be Penelope to his Ulysses, but to ruin his plans to become a magistrate? You must think me quite mad. I've heard enough. Get out of here at once. Domitius, come quickly. We're being robbed. Toll. We're being robbed. Gleich kommt ja dieser Domitius und schmeißt mich raus, nehme ich mal an. Nehme ich an. Ich muss was anderes sagen, also, ja? Wir Frauen müssen zusammenhalten. Das will ich lieber nicht sagen. Wahrscheinlich darf ich das lieber nicht sagen. Aber wie ätzend von ihr das ist. Wir werden ausgeraubt. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Vielleicht kann ich nochmal mit ihr reden, aber ich nehme an, sie wird sagen, verschwindet. Do I need to call Domitius? Get out. Nun, sie wird mir diesen Brief wohl erst geben, wenn ich sie überzeuge, das zu tun, ja? Na, okay. Ich möchte schon ganz gern, dass Galerius der neue Magistrat wird. Still here? Ja. Ja. Guck mal, da kann ich auch noch lang. Okay, das wäre andere Möglichkeit gewesen, hier hinzukommen, ja. Gibt es noch mehr Dinge, die hier interessant oder relevant sind? I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. And, yes, no more shall you walk on eggshells, yes. Okay. Hat mir... Na, okay. Na, okay. Gut. Citizen, we're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Wir hatten diese Unterhaltung bereits. We have? Wait. Der weiß If I das. understand correctly, someone I must have Is that about right? Ja. Dieses Gespräch haben wir auch schon einmal geführt und ich habe es eilig. Seems rather brash, but all right. Why have you sought me out? Könnte ich den Schlüssel zur oberen Zisterne bekommen? I think it's best if I hang on to it. Warum? You mean to ask, why am I unwilling to trust a newly arrived non-citizen with access to our water supply, the lifeblood of this city? I'm sorry, but that is simply out of the question. Ich werde ihn mal ein bisschen triggern, ne? Ich schätze, ich werde einen anderen Weg hineinfinden müssen. And I'm beginning to wonder if the culprit we're looking for might, after all this, be you. Perhaps it was a mistake on my part to place so much trust in you.
Na gut, ich lasse es sein. I'm glad to hear that. Now, was there something else? Nein, erstmal nicht. Thank you. I'll be waiting here for news. Ja. Warte. On your best behavior, I trust? Ja. Ich rede nochmal mit ihr. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Ja, wir reden mal über Sentilla. Oh, you heard about her disappearance? Mhm. Ich fand einen Brief. What? Really? But you should go and speak with her. Find... Mhm. Okay, sie sagt eigentlich nichts wirklich Neues. Gut. Wir müssen nochmal mit Ulpius reden. Und ihn davon abbringen. Sich in den Tod zu stürzen. Vielleicht kriegen wir es aber diesmal hin. Mit der richtigen Formulierung. Und dann kaufe ich sie frei. Ihn und Julia. Ich habe ja genug Kohle. Mal kurz gucken. Ja, okay. Könnte ich von der anderen Seite da hochkommen? Eigentlich sieht das doch eher aus wie ein Weg, den man hochgehen soll, oder? An der Stelle. Gucke ich später. Erstmal Ulpius. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden rule. Hatten wir schon? Ich muss mit ihm reden. All right, well... I can't believe this is how it ends. Oh, no. No. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. Mhm. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Mach ich sofort. Thank you. And please, choose your words carefully. Ist es das, was Sentilla wollen würde? You know about that? How is that possible? I mean, I've never mentioned it to anyone. Ihr würdet es mir nicht glauben. Well, if you say so. You don't understand. I don't want to hurt anyone. I just want it all to be over. Vielleicht kann ich eure Probleme lösen. It's too late for that. Julia and I made a pact. And she's already swallowed hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. Sie wird wieder gesund. Sie hat das Zeug bekommen. Oh, really? That changes things a little. But we're still in debt bondage to that monster. Unless you happen to have 2,000 denarii to pay off both of our debts. Hab ich in der Tat. Really? Wait. So, I guess you'd want me to work for you then? Nein, ihr werdet frei. You'd do that for us? A couple of complete strangers? Ja, mach ich. Weil ich so gut bin.
It seems today we're both blessed. This did not turn out how I thought. Thank you, friend. I never thought people like you existed. Counselor. Errungenschaft, Counselor. Hier ist das Geld. Thank you. I'll go and pay off our debts immediately. I just wish there was some way I could repay you. But I have nothing but the tunic on my back. Ihr könntet mir von eurer Beziehung zu Sentilla erzählen? Ah. And there it is. All right. Sentilla and I were in love. And then, 22 days ago, she went missing. Warum fangt ihr nicht von vorne an? All right. One night a few months ago, when I was cleaning Malleolus's villa, I heard a young woman singing. It was the most beautiful thing I had ever heard. I wasn't allowed out, so once everyone else was asleep, I climbed up the inside of the villa and onto the roof, just to see where that sound was coming from. And that's when I saw her, standing in the garden of the magistrate's villa. I just sat there on the roof, listening to her with my chin on my knees. And for the first time in a long time, I felt hopeful. And then she looked up and saw me and she smiled. I knew at that moment the fates had brought me to her. And from the moment she asked my name with this warmth and curiosity, I knew I'd have done anything for her. And so for weeks on end, each night I'd climb out of the villa and into her father's garden. We'd hold hands and talk about all the things we'd do once we got out of here. Like having our own vineyard. And then one morning I woke up and everyone was out searching for her. They said she'd vanished in the night. All I could do was keep my head down and try to hide how beside myself I was. Sentilla was the one thing that made my life bearable. But with her gone, things unraveled quickly. You saw how bad it got. Könnte es sein, dass sie irgendwie geflohen ist? All I know is she loved me. And if she had known a way out, she would have told me. She'd never have taken her own life. And there's no way anybody could have killed her under the golden rule. I can't prove it, but I just know she's still alive somehow. Even now, it's as if I can hear her voice in my head, crying out to me. That can only mean one thing. Somebody abducted her. I have no idea how you would want to do something like that to such a sweet, lovely girl. But what else could have happened? Irgendwelche Ideen, wer sie entführt haben könnte? My guess? Malleolus had something to do with it. He is without doubt the most evil man I have ever known. I have no idea where he'd be keeping her, but there is one room in his villa, upstairs, which is always locked. I've never seen the inside of it, and I haven't been able to steal a key without breaking the golden rule. But I have a feeling that if you could get in there somehow, it would shed light on a great many things. Suche im verschlossenen Raum. Das habe ich schon versucht. Da drin ist aber Claudia. Da gibt es kein Anzeichen von Sentilla. Oh, I see. That was the only idea I had. I'll give it some more thought. Come and find me a little later. I'll go and take care of things with Malleolus and tell Yulia the good news. Thanks again, friend. I'll never forget what you did for us. Ja, okay. Da komme ich immer noch nicht rein, ne? So, das hier ist der große Obelisk. Eine Tafel kann ich einsetzen. Pluto.
Es fehlen weitere 3. Die Unterwelt, ja? Echt spannend. Gut. Was haben wir hier? Die Tafel in Luft aufgelöst. Also, wir müssen mal die Zeit, also den nächsten Loop anstoßen. Denke ich. Wie können wir diesen Test bestehen, wenn wir die Regeln nicht kennen? Ich glaube, ich muss den nächsten Loop anstoßen, denn ich muss nochmal mit Claudia reden, der Frau von Malleolus. Also eigentlich weiß ich ja, wo Sentilla ist. Aber... Es ist wohl so, dass... Ach ja, hier. Es ist wohl so, dass ich da noch weitere Rätsel lösen kann, wenn ich so das noch nicht auflöse. 250 Münzbeutel, na gut. Oh. Springe hier besser nicht runter, was? Das war dieser eine Ort, von dem ich gedacht habe, ach ja, da muss ich nochmal diese Stelle finden, wo diese Lücke im Felsen ist. Hatte ich ganz vergessen, dass das hier war. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo das hier hinführt. Wo soll das wohl hinführen? Hier. Eine Leiter. Was ist das denn hier? Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon gewesen bin. Mit dem Ulpius müssen wir nochmal... Naja, ich will halt trotzdem mit ihm nochmal reden, ne? Ach, hallo? Ja, okay. Vielleicht gibt es auch eine Errungenschaft dafür, hier die Rätsel gelöst zu haben, ohne einmal die Regel selbst zu brechen. Das wird mir natürlich nicht mehr gelingen, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Mit dem Hintergedanken, dass ich ja eigentlich nach einem Zeitsprung wieder alles zurückgesetzt habe, ne? Fortune smile on you, sister. Oh. Salve again, friend. I went and did as you asked, and how is it possible? Bin gerade beschäftigt. Oh, of course. I'll leave you to it. Geht gerade nicht. Wir müssen mit Ulpius reden. So, ja, und mit der Aurelia auch nochmal, ne? Ah, sorry. Ulpius, hast du noch weitere Ideen? Shalom. Shalom, sagt er? Fällt dir sonst noch ein Ort ein? I feel like I've looked everywhere. At least everywhere I could get to. There are still 2 places I've never been able to reach. First, the palace. If Navia managed to get in, then I suppose Sentilla could have too. The only other place she could be is somewhere in the cistern network. I remember hearing that Dooley had been poking around in the upper cistern before he was locked up. So you could ask him about it, I suppose. Ja. Ich habe zwar das Amulett gefunden, aber eigentlich, das ist ja wahrscheinlich nicht ihrs. Das hat bestimmt ihr
Adoptivvater, der Sentius, da platziert, um das aussehen zu lassen, als wenn sie tot wäre. Wie werdet ihr eure Stimme geben? Sentius, I suppose. I'd have to be insane to vote for Malleolus after what he did to me. Mhm. Okay. Ich muss mal eine kurze Pause machen. Ich mache mir mal eine neue Kanne Kaffee. Gehe nochmal um die Ecke und überlege, wie ich hier weitermache. Also, wir müssen noch dafür sorgen, dass Galerius Magistrat wird. Da brauchen wir aber, glaube ich, einen ganzen Tag für. Also da müssen wir frisch anfangen. Da müssen wir Malleolus früh davon überzeugen, von der Wahl zurückzutreten. Wir müssen Galerius dazu bringen, dass er mehreren Leuten hilft. Mal sehen. Ne? Also, kleinen Moment, bin gleich wieder da. So, ich habe eigentlich nicht das getan, was ich gesagt habe. Ich habe keine neue Kanne Kaffee gemacht, sondern eine Tasse mit Schoko Instant Cappuccino.
Eine Kanne Kaffee? Naja, ich hatte mir vorhin eine Kanne Kaffee gemacht. Die ist jetzt ausgetrunken. Ne? Hallo Sackflickflack. Jetzt habe ich mir noch eine große Tasse Schoko Instant Cappuccino dazu gemacht. So. Es tut mir leid, dass ich euch das sagen muss, aber ich habe Sentillas Amulett bei einem Skelett gefunden. A skeleton? You're saying she's... Diese Augen. No. I don't believe that. Schrecklich große Augen. So. Da unten ist noch Gold. Also Gold bzw. Denar gibt es hier quasi immer. Also, wenn ich Geld brauche, nur einmal die Regel brechen und gut. Ach, du bist Galerius. Hm? Ah, it's you again. Hope you're settling in, friend. Hm. Now, what's on your mind? Habe ich ihn überhaupt gefragt, was ist eure Geschichte? Well, it's a long one and kind of sad, but I don't mind telling it. Los geht's. I'm a farmer. Always have been. I grew up in a small village in Britannia, Camulodunum, with my parents and 2 little sisters. Lovely part of the world. One day, when I was about 20, my father and I were in the top paddock, loading our cart, when some Roman legionaries came along, demanding produce for their men. My father told me to run into the house for his axe, and so I did. I sprinted so fast I almost threw up, but by the time I got back, he was bleeding out on the ground, and our cart was empty. That was my first encounter with the legions. My mother died of a broken heart soon after, and things went downhill from there. I took over the farmstead, but I was young, and it was a struggle. More raiding started before too long. We'd come outside in the morning to find animals missing, our stores pillaged. These Legion thugs just took whatever they wanted. One night, when my sisters and I had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who they were, and what they wanted. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was reduced to ash. My sisters, dead. And they left me alive to see what they'd done. Still burns whenever I think about it. Tut mir leid, das zu hören. Yeah, well, I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before Boudica led thousands of Britons in a rebellion against the Romans. Unfortunately, there were just too many. And those of us who survived, they enslaved. So, then I found myself being transported all the way to Rome to be sold to the highest bidder. I spent a few years working for my new master, learning the Romans' ways, Romanized my name and everything. Tried to escape a couple of times, but they always found me, and I'd just end up right back where I was. I'd probably still be there too, if it wasn't for the stampedes breaking out. You see, about 7 months ago, an enormous fire broke out in Rome. Everybody was running down toward the river, screaming and shouting. I'd never seen anything like it. Human beings acting like cattle. I got swept up with them somehow, and the rest is a blur. The next thing I knew, some stranger was dragging me out of a river. Stumbled across this place and started my life over again. Bin froh, dass letztendlich alles gut gegangen ist. That's what I thought too, for a while. But it seems the gods aren't done tormenting me yet. See, I finally had my own farm again, safe from the grasping hands of the Romans. Or so I thought. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Only he takes the best bits for himself, of course. He even told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. I'm not sure I believe him, but then, what if he's right? So, it turns out our dear magistrate is no better than the Legion thugs who took everything from me. I'm right back where I began. But don't you worry, Nemesis is waiting, and he'll get his, one day.
he'll get his. Forget I said that last part, will you? I get carried away sometimes. Mhm. Ja, okay. Thanks, friend. I knew I liked you. Anyway, that's enough of me rambling. Was there something else you wanted to talk about? Hm. Wisst ihr, wie man herauskommt? Habe ich das noch nicht gefragt? Well, as much as I'd love to get out of here, the harvest's always more fruitful in another man's field, isn't it? But Centilla, Sentius's daughter, went missing a few weeks back. Could be she found a way out. If anyone knows for sure, it'll be her sister, Sentia. But she'd never tell the likes of me. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Oh, I don't give it much thought these days. I mean, everybody here's got their own view about what we need to do to survive. But I say, let's spend less time arguing about what it means to be good and just get on with it, you know? Mhm. All right. See you around. Okay. Okay. Erinnere mich gerade an Spartacus. Muss ich mal wieder schauen. Richtig guter Film. Ich glaube, ich habe den gar nicht gesehen. Teekanne, hallo. Herzlich und so weiter. Was war das hier nochmal für ein Ort? Was war das hier nochmal für ein Ort? War ich hier schon? Sieht vieles ähnlich aus hier. Das wäre stehlen, das mache ich jetzt nicht. Ich will jetzt noch nicht den Loop anstoßen. Minerva. Ah, okay, hier ist quasi gar nichts. Der geht fast 4 Stunden. Ha, okay. Das war damals noch eine große Sache irgendwie im Fernsehen, diese, wie nannten sie es immer so schön, Monumentalfilme zu gucken, ne? Ben-Hur oder so. Octavias Truhe. Nachricht an Octavia. Nachricht an Octavia. Okay, das muss ich aber nicht nochmal machen. Ja, genau. Weil das hätte mich zu der römischen Tafel geführt, die ich schon habe. Ne? Ich brauche die anderen Tafeln. Die letzte ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wofür die letzte ist. Also von was die letzte ist. Ah. Okay. So, also. Isn't the great temple majestic? Ja, im nächsten Loop, wie gesagt, müssen wir Malleolus dazu bringen, sein Dingen zu beenden, seine Kandidatur. Komme ich hier anders rein? Vielleicht über irgendwelche... Ich wollte sagen, über irgendwelche Dinge, weiß ich nicht. Der große Tempel, ach, das ist wahrscheinlich hier der Tempel von Diana, ne? Ja, das ist der Tempel von Diana. Genau. Hier die Lücke unten in der Tür. So. Wir reden mal mit ihm zum Thema Tafel. Fellow traveler from afar. Greetings. I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. Ich weiß. Ihr wollt wissen, woher ich stamme, aber ich möchte euch viel lieber ein paar Fragen stellen. My friend, your words intrigue me more and more. But yes, very well. Ask me what you will. Wisst ihr, wo ich eine griechische Tafel finden könnte? And in a city full of Romans, you are asking me? Because I am Greek. Let me tell you something about Greeks and Romans. My name is Georgios, yes. But the Romans, they do not care.
They hear me say Georgios, and they think, ah, he must mean Georgius. Good Roman name. They do this all the time. They see us worshipping Zeus, they copy us, but call him Jupiter. They take Hades and call him Pluto, Persephone, Proserpina. I am flattered that they copy our ideas, but why must they change the names? Do they want credit for making it all up? Do they want to forget where it came from? At first, I pull my hair out. After a while, I give up, and I become Georgius the Roman. I accept the world is Roman now. Plus, I have no hair left to pull. But my point is this. If you want to know who stole an old Greek name, look no further than the sticky-fingered Romans. The plaque you seek was pilfered from a collection of old Greek relics by none other than Dully. He cannot help it. Like a typical Roman, he likes shiny things, especially those that once belonged to my people. And besides, it makes him happy. So I say, let him keep it. I believe he still has it with him, in his cell, just opposite the Temple of Demeter. Okay, danke. I hope that our paths cross again soon, my friend. Wo ist der Typ? Nicht hier. Tempel von Demeter. Wo ist seine Zelle gewesen? Ich hab's vergessen. Ich muss das hier auf dem Dingen einschalten. Tugendhafter Mann. Die griechische Tafel. Befrage Dully. Nach der griechischen Tafel. Da. Nur wenige Meter entfernt eigentlich. Ne? Wahrscheinlich liegt sie direkt vor ihm und er gibt sie mir nicht. Da ist er. Hello? Hello? Have we met before? Bezüglich der griechischen Tafel in eurer Zelle. Do you like it? It's shiny, innit? It makes me happy just looking at it. Dürfte ich das bitte haben? But if I gave it to you, then I wouldn't have it anymore, and I'd be sad. Was muss passieren, damit ihr sie mir gebt? Well, if you get me out of here, then I wouldn't need it anymore because I'd already be happy. Then you could have it, and you'd be happy too. Sentius würde euch niemals freilassen, aber vielleicht, wenn wir einen neuen Magistrat hätten. Like Galerius? He's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. Ich muss also nur die Leute hier überzeugen, für Galerius zu wählen. Yeah, Galerius will let me out. Then you can have my plaque and everyone will be happy. Okay. Bye bye. Ach, ich muss auch noch mal gucken. Ein Schatz, die griechische Tafel. Kann ich die einfach nehmen? Wahrscheinlich nicht, was? Oh. Infi Sunset. Vielen Dank, vielen Dank. Und Gemfiel, entspannter Raid. Hallo. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja. Also ich muss dafür sorgen, dass Galerius zum Magistrat wird. Wir raiden entspannt rein. Collins, Infi Raid. Infi, dankeschön nochmal. Rayman, hallo, hallo. Also, wir spielen hier The Forgotten City. Es ist, will ich mal sagen, also irgendwie ein bisschen Underdog, wie so, aber voll geil. Das Ding ist voll geil. Ich empfehle es. Ne? Sehr, sehr spannend. Voll gut. Ne? Also, wir müssen einen neuen Loop starten, denke ich mal. Ne? Ich gucke nochmal, was ich in diesem machen kann. Ägyptische Tafel, die rätselhafte Tafel. Die ägyptische Tafel.
Na, reden wir mal mit ihm. Oder mit in der Taverne. Mit Aurelia. Aurelia. Ach, gucke mal. Gucke mal. Was ist denn da los, hm? Denar. Na, okay. Na, okay. Lalalala. Nun, wir müssen mit Aurelia reden, ne? Ist das hier der richtige Weg überhaupt? Niemand weiß es. Das ist zu weit runter, denke ich mal. Wir sind vorsichtig. Springen wir besser mal nicht runter. Okay, wir machen das so. Wegfindung. Wegfindung. Dankeschön, Wegfindung. Horatius? Looking a bit troubled there. Still no sign of Santella. Beautiful. And I haven't slept right in 3 weeks. Oh, you're Don't be here. too hard on yourself. I'm so glad you decided to visit. Hallo, Kairos. I'm Anyway, Aurelia. I thought you And stoics weren't supposed I to hope worry I'm not about being things you too can't forward, control. but Yeah, but the moment I keep laid thinking, eyes on you, I what if was there is something I can do? intrigued. What if There's she's a out there light in your somewhere eyes I've suffering, never seen waiting to be before. found? A certain Sounds like you're torturing learning yourself. and Leave that for sophistication. the gods. Try to relax. Get some rest. Tomorrow's a new day. Kein Interesse, tut mir leid. Why? Just because I'm a woman? Honey, it's your loss. I take back. Na, Let's just komm. forget that. Ich suche Kabash. Habt ihr ihn gesehen? Not for a few weeks now. Last time I saw him, he was sitting at a table with Georgius, whispering about some job. I remember because they kept looking over their shoulders as if they didn't want anyone else to know. So, naturally, I hovered. The one word I kept hearing was vanishing, and then, the next day, Kabash just disappeared. Coincidence? I think not. Danke. All right. See ya. Jupp. Offensichtlich. Dann reden wir nochmal mit Georgios. Ja, danke. Wenn ich da hinkomme, ohne ständig hier... Da ist er. Georgios. Hello again, my sartorial friend. What is on your mind? Ich suche nach Kabash und ich hörte, dass ihr einer der letzten wart, die ihn gesehen haben. Ah, I knew this day would come. I do not wish to lie to you, my friend, but even discussing this matter is dangerous. Please, let us leave the live coals safely beneath the ash. Ihr könnt mir vertrauen. Wir Ausländer müssen zusammenhalten. Erinnert ihr euch? Very well, but the magistrate would not look kindly upon this, so please keep it to yourself. For several months now, I have been sneaking out at night to worship the gods of my ancestors in the temple of Demeter. Each day, I leave offerings of food in the hope that we may have a bountiful harvest, and yet the next day when I return, the food is missing. Wieso ist das ein Problem? The offering, it is symbolic, you see. It is never eaten. So I ask, who or what is devouring the food in this temple? Stranger still. Once I sat in front of my shop like the 100-eyed Argus until dawn to see if I could spot a thief going in. But do you know what I saw? Keine Ahnung. Nothing. Nobody entered. And yet when I went to take a look, my offering was gone. It is bizarre, is it not?
When I told my friend Kabash of this at the tavern, he offered to help investigate. He went in, and to my dismay, he was never seen again. Wo ist der Demeter-Tempel? It is the only Greek temple in the city. Head towards the baths, and it is the last building on your right. Dann gehe ich mal dahin. I do not think you should pursue this, my friend. It would break my heart to be responsible for 2 people disappearing. But you do not strike me as a kind of person to be deterred by such warnings. So just be careful, I beg you. Na klar, bin ich careful. Was denkst du denn? Eine carefulere Person gibt's nicht. Grimful, ja. Demeter, ja. Habe ich das die ganze Zeit übersehen, dass hier noch ein Gebäude ist? Anscheinend. Die ganze Zeit übersehen. Also, dass dann hier noch ein Eingang ist. Ich habe die magische Taschenlampe. Oder war ich hier drin und hab's vergessen? Kann schon sein. Durchsuchen mal den Demeter-Tempel. Oh, hallo. Hallo. Von Lippensynchronisität haben wir noch nie was gehört. Ich habe da nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aha. Aha. Sehr unauffällig. Hier ist doch, hier lebt doch jemand. Oder hier hat sich jemand versteckt oder so. Was ist denn hier? Ladezeit? Okay. Ich denke mal für einen Moment, das Spiel wäre abgestürzt. Aber in Wirklichkeit war es nur kurzer Lademoment, ne? Indie-Game, sowas ist Kunst. Ich bin ganz froh, also, dass die vielleicht nicht ganz synchron sind, ist vielleicht doof. Naja, mag sein. Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Was ich aber gut finde, ist, die Stimmen sind gut. Also gut gesprochen auf jeden Fall. Eine Leier. Also ein Musikinstrument. Griechisch. Aha, das hier alles in einem Demeter-Tempel. Bröckelnde griechische Statue einer Frau. Sie steht hier offensichtlich seit sehr langer Zeit. Noch eine Leier? Wahrscheinlich genauso eine. Ich kann hier anscheinend nicht runter. Vielleicht ist es auch ganz gut so. Das hier. Weiß ich nicht. Dieselbe alte Leier, genau. Ach, hallo. Errungenschaft. Archäologist. Fragt den alten Mann, ob er Kabash gesehen hat. Bestimmt ist er Kabash. Den alten Mann. A visitor. Die Skulptur eines unbekannten griechischen Generals. Sein Helm wurde ihm vom Kopf entfernt. Welcome, welcome. May I ask your name? Grimm. It's a sincere pleasure to meet you. Tell me, what brings you all the way down here? Ich bin mal ehrlich. Ich suche eine Tafel, die vom Obelisken entfernt wurde. Ah, yes. That cursed thing. I know exactly where it is. I will tell you everything I know. But first, a request. I have been living down here alone for many years, with nobody to talk to but myself. The one thing I long for above all else before I die is a good philosophical argument with somebody astute.
I'm hoping that person is you. Let us find out with this simple question. Have you deduced the name of the god responsible for the Golden Rule? Pluton, Gott der Unterwelt. Excellent. I see you are indeed quite astute. Very few come to that realization before their time in the sun is over. Now, will you join me in a friendly Socratic dialogue? Ich sage mal, das klingt recht einfach. Wonderful. Then let me begin with a question. Would you say you know the difference between right and wrong? Ach, eventuell muss ich hier mehrfach hinlaufen, was? Ich bin nicht sicher. Das ist eine komplizierte Frage. You are an overthinker too. We're the same then. It is probably why I became a philosopher. But if you struggle with right and wrong normally, then down here, with the golden rule, surely your struggle can only have become more difficult. Ja. Well, that's reassuring. And the truth is, you're not alone. You see, out there in the world, being uncertain about right and wrong was acceptable, because our mistakes rarely had consequences. So we would tell lies and bend rules and turn a blind eye and rationalize, and yet still find a way to think of ourselves as good people. But under the Golden Rule, morality matters. The slightest wrongdoing could result in a mass execution. So to navigate this maze, we would have to be certain about the difference between right and wrong. Wouldn't you agree? Wessen Version von richtig und falsch? Der entscheidet. That is an excellent question, and it leads directly to my next line of inquiry. So let me ask you this. Is there one system of morality which is always perfectly correct, which you could follow in every situation and always do the right thing? Hotdog-Pizza. Gar nicht so übel. Die Wurst ist ein Pizzarand. Esse ich auch manchmal sowas in der Art. Sehr gut. Das stets vollkommen frei von Fehlern ist. Nein, ich glaube nicht, dass es eins gibt. Are you sure? Or is it possible that humans simply haven't figured out the right system yet? Ich glaube, so etwas wie eine korrekte Moral gibt es nicht. So is it up to each of us to decide what right and wrong mean to us individually? Or must we simply follow the laws and customs of whichever community we're in? Das ist ja gruselig hier. Vielleicht nehme ich doch das andere. Good. Never discourage anyone who continually makes progress, no matter how slow. Would you say you know the difference between right and wrong? You are an overthinker too. Wir fangen von vorne an. But if you struggle with right and wrong, well, that's reassuring. You see out there, so we would tell lie. But under the gold, so to navigate. Besten Version. That is an excellent question. So let me ask. Ein Moralsystem, vollkommen frei von Fehlern. Vielleicht ist das doch die richtige, also die passende, ich weiß nicht. Es gibt mehrere. How can that be? Since they all have differences, it follows that in some cases they would offer different conclusions about what is right and wrong. If there is a correct moral code, then wouldn't it follow that only one can be the correct one?
Ist ein richtiger... Kann schon sein. Ich sag mal das hier, der richtige Moralkodex hängt von den Gesetzen und Bräuchen der jeweiligen Gesellschaft ab, in der man sich befindet. You know, I think you'd find an ally in Herodotus, a scribe from among my people who lived some 400 years ago. He told the story of a man named Darius, whose curiosity was piqued when he learned that a certain tribe had the practice of eating their dead. He asked some Greeks who burnt their dead, "What would it take for you to eat your dead?" Aghast, they replied, "Nothing." Then he asked the tribe who ate their dead, "What would it take for you to burn your dead?" "Nothing," they replied, equally aghast. From this, Herodotus concluded that custom is king, that right and wrong are merely local ideas which do not survive the journey from one tribe to another. I take it you're in agreement? Ja, ich nehme mal Ja als Antwort. Then let me ask you this. If you visited a tribe where they ate each other, copulated with the dead and drank wine from cups made out of human skulls, would you still maintain that within such a tribe there is nothing wrong with such conduct? Ach, schwierig. Schwierig. Nein, ich denke nicht. And that's a credit to you. It is the mark of a civilized person to change their position when presented with a superior argument. Worauf wollt ihr hinaus? My point is this. I don't think anyone alive truly knows any hard and fast rules about right and wrong. Gutes Argument. Das andere da... If there is one thing I have observed about rules, it is that virtuous people do not need them, and evil people will always find a way around them. And so we must accept our limitations, and the sad truth that no human society will ever achieve the utopia for which it strives. In mathematics, we would call it an asymptote, a line that can be approached but never reached. Because the only way to create a utopia is with the ever-present threat of force, such as the Golden Rule. This and no other is the root from which a tyrant springs when he first appears as a protector. And life under tyranny is no utopia at all. Ich stimme zu. I'm glad to hear that. In any case, thank you for humoring an old man. I would be happy to answer your questions. Besonders interessant. Was ist eure Geschichte? You mean, how did I end up living alone in this cave with nothing but these relics of the past for company? It's a long story. Los geht's. I was a quarrelsome young man. At 19, I left Corinth for Rome to study rhetoric at one of her finest academies, so I could argue more forcefully. Back then, I used to enjoy verbally sparring with everyone I could, and I was good. One night, I found myself in a tavern, in an argument with a drunk mercenary. It became heated, he drew a gladius, and I won the argument, but lost my life. I woke up on the banks of the Styx at a campfire opposite Karen. Of course, I tried to persuade her to let me return, but even with all my skill, I failed. I settled in, made friends, and learned what I could, quickly realizing our little community faced certain death under the Golden Rule. So I began looking for a place to hide underground. Fortunately, I found this place waiting for me. You see, I was not the first to take refuge here. I returned to my friends above, persuaded them to join me, and 12 of us descended for the last time, to live out our days hidden from Hades' tyranny. Hades, Pluto, naja, griechisch-römisch, ne? Und anscheinend hat er sozusagen die Zeitsprünge
hier unten. Also, er ist nicht zurückversetzt worden, wie es aussieht. Ihr meint Pluto? They are one and the same. The Romans call him Pluto, but long before that, my people called him Hades. Warum könnt ihr nicht an die Oberfläche zurückkehren? My generation was wiped out, turned to gold, many years ago. My friends and I were able to avoid the same fate by hiding down here. I think it's safest to assume that if I was to return, Hades would realize that his furies hadn't finished the job, and he'd send them after me again. Interessant. Der Einsiedler-Philosoph. Warum könnt ihr mir euren Namen nicht nennen? I fear that if you were to utter my name in the city, even by mistake, that Hades would hear you and know I am still alive. Na, okay. Wo sind die anderen? I'm afraid I am the only one left. There were 12 of us in the beginning, but one by one, my friends passed away. Some from malnutrition, others from madness and despair. It has been lonely. Before my unexpected visit from Kabash some weeks ago, I'd not seen another person in many, many years. Wie habt ihr hier unten überlebt? Living in darkness is not without its challenges. The first challenge is diet. Fortunately, I found that eating fresh fish provides most of the nutrients I need. And sometimes, when there are Greek people living up above, I surface at night and salvage the offerings they've left in the temple of Demeter. The greater challenge is the isolation. So I like to imagine arguments, where I argue both sides. But, like so many things in life, arguments are better with a partner. Ja. Ich wundere mich ein bisschen, also dass das niemand bemerkt hat, dass da so eine kleine Tür ist. Naja, aber gut. As you wish. Wisst ihr, wie man hier herauskommt? Ha! If I did, would I be living like this? Gut gesagt. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Haben wir eigentlich schon, weiß man Did nicht. we not discuss it at length already? Oh, I see. You're toying with me. Ha! Okay. Wisst ihr, wo ich eine Tafel finden kann, die vom Obelisken entfernt wurde? You seek the plaque bearing the Egyptian inscription. Genau. It is a cursed object, and I would be happy to give it to you, if Kabash had not already taken it. Dann sagt mir bitte, wo Kabash ist. I will tell you, but you may find him hostile. To prepare for your encounter, there are certain things you must know. Very few know this, but before the Romans came to this city, it was once entirely Greek. The architecture, the temples, and the people. When the Romans came, in typical fashion, they claimed it as their own, built over everything that could be built over, and renamed the things that could not. Thus, the shrine of Persephone became the shrine of Proserpina. And when they found an obelisk bearing the name Hades, they tore it off and replaced it with Pluto instead. And the city's dwindling Greek residents, witnessing this compulsive Roman conquest, decided to preserve what they could of their heritage. They gathered their art and valuables, secreted them away through the Temple of Demeter, and hid them here, out of reach of the Romans. Gut. However, there was one thing that always seemed out of place to me, and it is the very thing you seek. An even older plaque bearing an Egyptian inscription. Was hat sie gesagt? We had no idea until years later, when the first of my friends began to die. As a result of their deaths, we began to dig catacombs branching off from this cavern to lay them to rest. We extended the tunnel so far that we accidentally discovered another, an even older tunnel, which somebody had gone to great lengths to keep hidden. Suddenly it made sense why there was an out-of-place Egyptian plaque among our people's possessions. You see, we proud Greeks had thought the Romans beasts for stealing and corrupting our heritage. But it turns out this game has been going on much longer than any of us imagined. I think it is best you head through the catacombs and follow Kabash's trail. Was ist da drin?
There are certain things you must see for yourself. Take this key. You'll need it to open the gate. Schlüssel zu den Katakomben. Die sehen alle ein bisschen merkwürdig aus, diese Schlüssel. Ob früher so Schlüssel aussahen? Oder ist das jetzt einfach nur künstlerische Freiheit? Weiß ich nicht. Okay. I enjoyed our chat, but please, keep my presence here a secret, yes? Natürlich. Leier. Hängender Fisch. Okay, die Nährstoffe dieser Fische müssen dem alten Mann geholfen haben, das fehlende Sonnenlicht auszugleichen. Dementsprechend müsste ich eigentlich auch viel Fisch essen, oder? Ich habe übrigens eine total coole magische Lampe. Wusstest du das? So, Kabasch ist also hier reingegangen, ja? Da sind die Katakomben. Und da... Ich gehe mal da... Ich guck mal, was da ist. Obwohl die Katakomben woanders sind. Aber vielleicht komme ich nur wieder an die hier an den... Oder vielleicht ist das auch der einzige Weg dahin? Ich weiß es nicht. Bin ich von hier gekommen? Ich bin von hier gekommen, oder? Nee, ich bin von da hinten gekommen. Ha. Ich und meine Orientierung, ne? Ist wahrscheinlich das gleiche in Lindgrün. Hier geht es wahrscheinlich einfach wieder zurück. Ja. Das war hier quasi... Das ist die Skyrim-Abkürzung, ne? Okay. Gut, also hier unten lebt er schon lange. Naja, andererseits... Naja, also er wird nicht die Zeitsprünge sozusagen überlebt haben, sondern es gab ja, bevor die Zeitsprünge anfangen, auch eine Vergangenheit. Und das ist wohl die, die er hier erlebt hat, ne? Na, okay. Katakomben. Drauger. Drauger. Ein Freund des Philosophen. So. Also das läuft hier schon richtig lange, diese Sache hier, ja? Ich schleiche mal. Wahrscheinlich ist es gar nicht wirklich Schleichen. Wahrscheinlich ist es nur Ducken. Also quasi unter irgendwelchen Hindernissen ducken, aber ich mach's trotzdem. Gut, also der hat sich hier unten versteckt mit seinen Freunden, um nicht unter der Fuchtel der goldenen Regel zu leben, ja? Wasser? Okay. Interessant, dass ich all das nicht gesehen habe. Wird gespeichert. Interessant, dass ich all das nicht gesehen habe. Beim ersten Ende. Vertue ich mich oder hast du das Spiel mal abgebrochen? Du vertust dich. Wah! Du vertust dich. Ich habe es erst neulich angefangen zu spielen und bis jetzt quasi weitergespielt. Ich habe natürlich zwischendurch abgebrochen, ich habe uns unterbrochen, weil Pause war. Ne? Ich kenne das Spiel erst seit ein paar Tagen. Ich kriege neue Pfeile. Scheint von der anderen Seite verschlossen zu sein.
Und hier unten sieht Pluto nicht, was los ist, ja? Das scheint der einzige Weg zu sein. Oh. Da bewegt sich was. Hey! Ich warte mal einen Moment, bis ich wieder heile, ne? Ich höre was. Ist das wieder so eine Statue oder? Ägyptisch. Dankeschön. Was ist das? Ägyptisches Brettspiel. Ein antikes Spiel namens Senet, dessen Regeln vor langer Zeit in Vergessenheit geraten sind. Ja, ich gucke erstmal da. Weil hier ist, naja, okay, hier ist kein Durchkommen, wie es aussieht, ne? Oder Senet, keine Ahnung. Senet? Ägyptische Tafel mit der Aufschrift: Die vielen werden für Sünden des allen neiden. Ach, sogar sogar als das hier noch ägyptisch war, ja? Wie sagt er, das Ganze spielt schon viel länger. Du? Das Ganze spielt schon viel länger als wir denken, ja? Nochmal Senet, hm? Ein ägyptischer Mann. Hm. Oh Mann, wo läuft der denn jetzt lang? Okay. Der hat Wegfindung. Wie es aussieht. Ich will nicht, dass er mir in den Rücken fällt. Das sind mindestens 2.
Jetzt ist hier eine Abzweigung. Ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich eine Abzweigung ist oder nur eine Abkürzung oder eine Hilfe hier irgendwie. Um da lang zu kommen. Das Ding da bewegt sich. Dieses ist aber ganz schön starke Taschenlampe, würde ich mal sagen, was? Nein! Ah, toll! Das habe ich ja gut gemacht. Schlecht gelaufen. Vergessen, vorher zu rennen. Ob das hier überhaupt einen Unterschied macht, bin ich auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Meine... Ja, weiß ich nicht, ob das einen Unterschied macht. Wahrscheinlich gar nicht mal so sehr. Okay. Cherubim, hallo, hallo. Herzlich willkommen. Ah, hier sind garantiert welche bei. Wird gespeichert. Jetzt steht doch bestimmt gleich jemand auf. Ich muss mich eigentlich nur nach Figuren umsehen, die ein bisschen sich bewegen. Also mal abgesehen von den Kopfbewegungen, die manche von denen machen, ne? Da vorne steht jemand. Das ist bestimmt Kabasch. Machen wir mal so. Der steht da einfach. Ich gehe mal hin. Stop. Do not come any closer. Who are you? Ich weiß, dass es Kabasch ist, weil die Quest Suche nach Kabasch jetzt abgehakt ist. Und ich bin Grimm. Wer seid ihr? I am Kabash. And let me guess. Another Greek or Roman come to loot and plunder the resting place of my ancestors, Sehe ich für euch wie ein Grieche oder Römer aus? Trousers, boots, curious here. No, I suppose you do not. Then what do you want? Ich suche lediglich nach einer ägyptischen Tafel. Dann sagt er bestimmt, ihr wollt doch looten. To what end? Ich will zum Obelisken zurückkehren. That is welcome news. You really are not Greek or Roman, are you? I was planning to return it myself, but for now, I must remain. Here, take it and restore the honor of Osiris. Hallo Frankie. Hallo. Osiris, Herr der Stille. Okay. Das war etwas zu einfach. Vielleicht fällt er mir auch noch in den Rücken. Das war etwas zu einfach. Now, as for the other plaque. Die vierte, nicht Plage, sondern Plakette oder Tafel. Ihr habt davon gehört? Indeed, I have it right here. I stumbled across a collection of dusty curiosities while searching for a place to hide from the hungry children of Amit
And there it was. Dürfte ich sie haben? You may not. In fact, I am about to destroy it. Warum? Because it speaks a treacherous, blasphemous lie. Inwiefern? I will tell you. But first, do you know what this place is? Schon Finale des Spiels. Ich habe ein Ende des Spiels bereits erreicht und habe dann quasi fortgesetzt, um die anderen Enden zu sehen. Und jetzt kommt echt eine ganze Menge Zeug, was ich noch nicht gesehen habe. Ich habe archäologischen Einblick. Schön. Die Duat. Indeed. And I see you know our history. This is the Duat. See what has become of it. I have been down here for weeks, piecing together its story. And here is what I have learned. As Egypt declined and the Greeks had their turn to flourish, their souls came here in great numbers. But instead of adopting our ways, they copied and corrupted them. When they found the obelisk bearing the name Osiris, the true god of the underworld, they desecrated it, removing his name and replacing it with Hades. Even the ferryman of the dead came to my people long before as Kerti. They renamed to Keron. As if that desecration was not enough, they built over this place, using it as the foundation for their own underworld, so that ours was forgotten. My only solace is that the Greeks then suffered the same fate when the Romans rose to power, renaming Hades to Pluto, and the cycle began anew. Ich kann verstehen, warum ihr Vorbehalte gegenüber den Griechen und Römern habt. I am glad to hear it. Which brings me to this other, fourth plaque. It is inscribed with a script I do not recognize, but it is ancient, almost as if it is older than the plaque bearing Osiris's name. But if that is so, it would imply the gods of Egypt are mere imitations too, copied and corrupted from an ancient people who prospered even before us. And that my people did to them what the Greeks and Romans did to us. But this, I cannot accept. I sense a deception. Perhaps it is the work of Set, the usurper, seeking to undermine Osiris once more. Was sagt die Inschrift? You will never know. This work of sacrilege must be destroyed, thrown into the black abyss below in Osiris' name. Ich muss diese Tafel haben. Im Zweifelsfall muss ich nochmal herkommen im nächsten Loop. Tut das und ich töte euch, das wird ihn bestimmt nicht beeindrucken. Ich bitte ihn einfach mal, es nicht zu tun. You are too late. It is done. Wage dich in die ägyptische Unterwelt. Wie viel extra Inhalt es hier gibt. Ich wünschte, ihr hättet das nicht getan. It could not have gone any other way. It was Osiris's will. Now, the thing of evil you sought is gone. Why are you still here? Ich frage ihn. Er ist Ägypter. Was ist eure Geschichte? Na, wahrscheinlich hat er trotzdem in Rom gelebt. I am from Rakotis, which you may know as Alexandria, the name of the city the Greeks built over it. I was a fisherman, like my father before me. Since the Romans had taken over from the Greeks, I took the opportunity to learn Latin and eventually traveled to Rome. When the fires broke out last year, I tried to help. I gathered terrified locals into my boat and led many of them to safety farther along the Tiber. On my 7th trip, a passenger demanded I wait for his brother. But we were full to almost sinking, and smoke was all around us.
I told him his brother would have to save himself, and he tried to bribe me by placing a coin into my hand. When I refused, he drew a dagger and thrust it between my ribs. I awoke on the banks of the river to a stranger wearing a ram headdress. He said his name was Kirti, and at the time, I simply thought him odd. It did not dawn on me until much later that he was the Kirti, the ram-headed ferryman described in the Book of the Dead. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? This is where I belong, as caretaker of the memories of my people. If our ways are to be remembered, it falls to me. Was haltet ihr von der goldenen Regel? I think if someone is to break the golden rule, it will not be me. For I try to live as I always have by the command of the goddess Ma'at. Do to the doer to make him do. As for the punishment that will come from it, I finally understand why it has long been said among my people that gold is the skin of the gods. Was glaubt ihr ist da unten? I do not know. What could possibly lie beneath the underworld? Perhaps it is infinite darkness. Perhaps it is the lair of Amit, the devourer of souls. All I know is, it would be unwise to venture down there. Vielleicht. Most unwise. Ich werde jetzt gehen. Good. Be gone from this place. Wait. You are planning to go down there. I see it in your eyes. Jawohl. You would plunge into the depths of the Duat with no way back up. Madness. Ich werde einen Weg zurück nach oben finden. We shall see. Ja. Schellen wir auch. Okay. 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 That lamp, praise Ra. Truly, the gods are powerful in this place. Ja. Hättest du mal vorher sehen müssen, ne? Eine Tafel mit der Inschrift Nergal, tobender König, in Kuniform. So, jetzt muss ich bloß wieder hochkommen. Das kann ja nicht so schwer sein, ne? Kun wird bestimmt anders ausgesprochen. Nun. Wir haben 3 von 4 Tafeln. Glaube ich. Sumerisch. Okay. Ägyptisch. Eine, ich weiß, wo die letzte ist. Die hat der Typ im Käfig. Dessen Namen ich jetzt gerade irgendwie vergessen habe. Sumerisch, so. Wird gespeichert. Da zeigt jemand. Ich glaube, das ist eine Szene aus dem Trailer. Also eine Szene im Sinne von eine Figur, eine Stelle aus dem Trailer, glaube ich. Na komm. Hallo? Okay, ich dachte schon, ich klemme hier fest, das wäre unangenehm. Huch, Barrikade.
Erodierte Barrikaden. Sieht so aus, als ob die Sumerer sich vor etwas verteidigen wollten. Okay. Der Stein da. Was ist damit? Gar nichts wahrscheinlich. Noch eine Barrikade? Ja. Nun gut. Also. Antike Steintafel. Nehmen wir mal den Lesemodus. Fremdling. Beherzt die letzten Worte von Nam Kutsu. Seid Zeuge der Konsequenzen, die wir erfuhren, und betrauert uns. Wir taten unser Bestes, um so zu leben, wie die Götter es befahlen. Wir pflanzten und ernteten gemeinsam. Wir teilten Brot und Bier. Wir nahmen Neuankömmlinge mit offenen Armen auf, als gehörten sie zur Familie. Aber mit jedem Neuankömmling entfremdeten wir uns immer mehr voneinander, und bald schon war es, als würden wir uns kaum kennen. Als jegliche Nähe zwischen uns verloren gegangen war, pflanzten meine Brüder und Schwestern nur noch für sich selbst und aßen und tranken allein. Und dort in dem leeren Raum zwischen uns begann die Sünde Wurzeln zu schlagen. Nergals Wächter sind erwacht und stürmen auf unsere Barrikaden zu. Lernt aus unserem Unglück wahrscheinlich. Da kommt doch bestimmt... Was ist das? Doch bestimmt... Ah, guck mal, die kann ich doch kann ich die unter... Fallen? Ich wollte gerade sagen, kann ich doch bestimmt die Dinger hier... Nee, kann ich anscheinend nicht. Hier ist sogar... Hier kann ich sogar nicht weiter. Hier ist quasi blockiert. Hier kann ich nicht weiter. Hat man allein schon daran gesehen, wo der Pfeil in der Luft stecken blieb, ne? Okay. Ob man das hier auch aufbrechen kann? Durch einen Stein oder so? Bin jetzt nicht so sicher. Wahrscheinlich nicht. Sind hier gar keine Angreifer? Da ist noch eine Falle. Vielleicht gibt es auch Stellen, wo ich sie auslösen muss. Möglicherweise, wer weiß das schon. Kommt vielleicht von da, was? Keine Ahnung, wo ich lang muss. Aber vielleicht wird das... Hier kann ich nicht weiter, okay. Ich trete mal nicht auf die Falle, wenn ich nicht muss. Kommt mir bestimmt da so ein Stein aus der Richtung entgegen. So, abwärts halt, ne? Oh. When I told you that you would not find a way back up, that was not a prediction. That
was a promise. You will die here. Es gibt keinen Grund, dass dies in Gewalt endet. I disagree. I warned you against coming down here, against perpetuating this sacrilege, but you persisted. You have undermined and dishonored the true God of the underworld. How did you think this would end, if not with bloodshed? Hört mich an! Very well, I will listen. But if I sense deception, or if you further insult my gods, I will carry out my threat. So tell me, why should I let you live after you salvaged this instrument of blasphemy? So. Wenn etwas durch die Wahrheit zerstört werden kann, dann sollte es auch durch die Wahrheit zerstört werden. Es ist keine Schande, auf dem Werk von Menschen aufzubauen, die vor euch gelebt haben. Ich habe keine Ahnung, was das Richtige an der Stelle ist. Ich sag mal ganz pragmatisch. Ich möchte nur alle Tafeln zurücklegen, die vom entweihten Obelisken entfernt wurden. Why? To what end? Ich hoffe, dass ich so eine Audienz mit dem Gott der Unterwelt erhalte. But why? What business could you have with Osiris? Ich werde ihn zur goldenen Regel befragen. Blasphemous fool! You have sealed your own fate. Wenn er mich angreift, verstoße ich gegen die goldene Regel. Good. I welcome it. You see, the philosopher told me that each time it breaks, Osiris bellows with rage, and his voice shakes the very foundations of the earth. I can only hope one more tremor will lay waste to this fragile place once and for all, and you along with it. The many shall suffer for the sins of the one. Okay. Okay. Gut. Das war nicht so gut. Letzten Speicherstand laden. Okay. Zweite Chance, ihn zu überzeugen, ja. When I told you that you would, that you will, I disagree. You have very well. Why should? Ich bleib erstmal hier. Alle Tafeln zurücklegen. Why? To what end? Audienz mit dem Gott der Unterwelt. But why? What business could you? Ich werde ihm meinen Respekt zollen. Doubtful. What do you know about honoring the Lord of Silence? Nicht viel, ehrlich gesagt. Aber weiß denn überhaupt jemand viel über ihn? You speak the truth. Indeed, it seems we have all been deceived. Many of my ancestors endured great hardship to live good lives so that we may descend to the Duat in death and be judged accordingly. We prepare to have our hearts weighed on Anubis' scales and to swear ourselves innocent of sin before the 42 assessors of Ma'at.
And yet, I arrive here to find the Book of the Dead contained only a seed of truth. And now, I ask myself, did our priests steal and embellish the stories of an older people and feed us lies all our lives simply to trick us into obedience? Ich versuche mal das zweite. Ist es nicht an sich gut, eine gute Person sein zu wollen? I am not sure I follow. Speak plainly. Beides, ja, okay. Wenn ihr im Leben nur gut wart, weil ihr eine Belohnung erwartet habt, wart ihr dann wirklich ein guter Mensch? Now you insult me and all of my ancestors. Von vorn. You have sealed your own fate. The many shall suffer for the sins of the one. Das war nur ein Versuch. Nächster Versuch. Gut, dass es kein Permadeath ist. Also jedenfalls nicht im Sinne von Neustart des Spiels. When I told you that you will, you have very why? But why? Doubtful. Many of we prepare and yet did our Gute Person sein zu wollen, ja. Selbst wenn eure Überzeugungen über das Leben nach dem Tod nicht ganz korrekt waren, ist es nicht das Wichtigste, dass sie euch motiviert haben, ein gutes Leben zu führen? Perhaps there is some truth in that. What is your point? Wenn ihr euren guten Charakter, werdet ihr euren guten Charakter aufgeben, jetzt, wo es am wichtigsten ist, nur weil ihr herausgefunden habt, dass ihr getäuscht wurdet? You are persuasive. Very well. I will let you live, and you may do what you will with that plaque. I will remain here for a while, and attempt to learn what I can about the foundations of my people's beliefs. Go. Ich habe die Macht des Neuladens. Daran hängt es eigentlich. Wo war der eigentlich? Ich meine, war der da ganz oben? Oder, ich meine, wo hat der gestanden gerade? Ich bin hier hingegangen, also hier in diese Richtung schon. Und dann stand er da plötzlich, der Dialog, ne? Ich habe keine Ahnung, wo er wirklich sich aufgehalten hat, sage ich mal. Ich gucke hier nochmal um die Ecke. Tue ich doch nicht, weil ich nämlich nicht weitergehen kann. Okay, ich habe ihn quasi überzeugt. Oder zumindest ihn davon abgehalten, seine Waffen gegen mich sprechen zu lassen. Wahrscheinlich geht's da lang. Also, da ist er. Okay. Okay, ich wollte gerade sagen, also gucke ich mal hier erstmal hier. Tue ich doch nicht. Der Typ, der sagt, es ist Wahnsinn, da runter zu gehen. Kennt aber selbst den Weg hier runter, ja? You again. What is it now? Nix. Of course. As the rope. Okay. Okay. Und die letzte Tafel kriegen wir, indem Galerius zum Magistrat wird. Ne? Ach, okay. Von der Seite kann ich die Tür aufmachen, ja? Ich glaube, ich bin von da gekommen, oder?
Den Ursprungsort, oder? So. Goldene Regel. Ja, das machen wir. Das machen wir nicht. Die griechische Tafel. Ich glaube, ich bin von da gekommen, oder? Ich hoffe, ich finde den Weg hier jetzt. Ich bin wieder draußen. Jetzt müsste ich doch eigentlich mit dem Philosophen nochmal reden können, oder? Eine Badewanne. Eine große Wanne. Die zu einem ziemlich exzentrischen Bett umgebaut wurde. Ja. Ah, you've returned. Ja. Good to see you again, friend. Did you find what you need? Ja, habe ich. Ciao. I enjoyed our chat, but please keep my presence here a secret, yes? Ja. Die vielen werden die Sünden des einen leiden. Ja, das haben wir hier ständig. In jeder der Sprachen. Römisch, also Lateinisch. Römisch, ne? Lateinisch. Griechisch, Ägyptisch. Sumerisch wahrscheinlich auch. Wenn das überhaupt eine Sprache ist. Sumerisch. Bin ich nicht sicher. Ja, wir haben 3 von 4. Ne? Er lädt. Sieht im ersten Augenblick immer aus wie ein Absturz, aber ist es in dem Falle nicht, ne? Schon dunkel, hm? Naja, halbdunkel. Okay. Ich glaube, ich weiß, was ich als nächstes tue. Wir müssen den Loop abwarten oder erzeugen oder wie auch immer. Und im nächsten Durchgang müssen wir Malleolus davon abhalten, zu kandidieren. Citizens, it is time. Let us meet to elect our magistrate. Ich warte mal. Oder ich stehle Gold und hau ab. Ich meine, ich kann das ja quasi immer so ein bisschen den Loop forcieren, ne? Dann muss ich allerdings natürlich auch lebend hier rauskommen, ne? Kann ich hier was nehmen und das gleich... Ne? Kann ich hier was stehlen? Direkt hier? Weil die Wahl, die dauert ja jetzt einen Moment, ne? Okay, wir machen das. Ich speichere vorher mal. The many shall suffer for the sins of the one. Mhm. Da kommt er schon. Was? Historisch Papyrus? Was?
Historisch? Achso, ein Fotomodus war das hier. Also. Errungenschaft, Tourist. Warum auch immer. Salve, friend. Mind telling me who you are? So, ich möchte, dass er ein paar Angelegenheiten regelt. Oh, sounds serious. I'm listening. So. Julia. Oh no. So. Rufus hat Vergil bedroht. Oh, ja. Poor Virgil. Poor Rufius too, I guess. All right, got it. Fabia Alright, let me abhalten. see. Stop Fabia going in, but So, Ulpius hat vor, vom Balkon des großen Tempels zu springen. Sagt ihm, dass Julia nichts zustoßen wird, gibt ihm 2000 Denar. but how did you? All right, of course. I'll make sure this gets to him. Mhm. Los. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Jawohl. Bevor ich das tue, kurze Pause, nochmal um die Ecke. Diese ganze Kaffeetrinkerei, ne? Kleinen Moment. So. Was ich immer schon mal fragen wollte, wie bist du eigentlich auf dein Nickname gekommen? Das ist der Name von einer Figur aus einem Buch. Es gibt ein Buch, das Witzige ist, ich habe es nie zu Ende gelesen, aber das, was ich gelesen habe, fand ich cool. Heißt Perdido Street Station. Und da gibt es jemanden, einen Charakter, einen Hauptcharakter, der Grim Nebulin heißt. Allerdings mit einem M. Ich fand es aber mit 2 M schöner. So. Wir müssen in die Villa von dem Typen. Ne? Malleolus. Hier, glaube ich, ne? Oder? Warte, ich werde das hier mal... Wo war das? Das war das hier. Der ist da unten irgendwo, ne? Ja. Malleolus. Ja, das liegt, das ist hier so und so. Wir müssen mit Claudia reden, seiner Ehefrau. Und sie überzeugen, uns zu helfen. You're not supposed to be in here. Ich weiß, wo bewahrt ihr eure Wertsachen auf? Nein. Können wir reden? Talk. What business could you possibly have with me? Warum seid ihr in diesen Raum eingesperrt? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. Was würdet ihr von etwas Hilfe mit Malleolus halten? An intriguing proposition. Go on. Ich glaube nicht, dass Malleolus die Person ist, die er behauptet zu sein. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. What makes you say that?
Es ist ein Gefühl. Ich hatte gehofft, wir können gemeinsam Malleolos wahre Identität herausfinden. You know, I may have the very thing you're looking for. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only, he used the wrong name. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. But wait a minute. Why exactly are you helping me? Das, was jetzt gerade grau ist, habe ich letztes Mal gesagt, hat nichts zum Erfolg geführt. Wir Frauen müssen zusammenhalten, oder das möchte ich lieber nicht sagen. Ich würde mal sagen, das möchte ich lieber nicht sagen, weil es muss ja auch lösbar sein, wenn man als Mann spielt. Look, if you're not prepared to reveal your motives, I can't help you. Nun, na gut, wir müssen zusammenhalten. I couldn't agree more. One hand washes the other, as they say. It seems our interests are aligned. I imagine knowing his true identity will give me the leverage I need to manage him appropriately. But first, I need you to do something for me. 10 Tiere töten. 20 Fälle bringen. I want you to bring me some wine. Just one small urn should do it. Oh, don't look at me like that. I know this must be hard for you to wrap your sweet little pleb head around. So what do you need me to spell out? Warum wollt ihr Wein? Let me tell you something about Malleolus. He talks a lot about freedom, but what he doesn't tell you is that he means freedom for men. After all I've done for him, counseling him through his entire election campaign, and he had the audacity to lock me in here. He said it was for my own good, and that my drinking was unbecoming of a lady, let alone the wife of a magistrate. I'll show him unbecoming. Tonight, at his victory party, I'm going to get good and merry, and if he tries to discipline me again, I'll threaten to expose his true identity in front of everyone. I am so looking forward to it. Gut. Warum könnt ihr es nicht? Nein. So, you'll help me? Ja, ich habe Wein. Ich habe mehrere sogar. Thank you. Here's the letter. Hat zufälligerweise dabei. Quinctius, an die geliebte Claudia. Eine Zeit lang verzweifelte ich an dem Gedanken, hier für den Rest meines Lebens gefangen zu sein. Aber dann traf ich euch und entdeckte, dass ich genau da bin, wo ich sein wollte, solange ich mit euch zusammen bin. Bloße Worte können meine Zuneigung zu euch nicht ausdrücken, und so werde ich euch zu Ehren eine große Geste vollbringen. Ich werde Magistrat dieser Stadt werden, damit ich mit euch an meiner Seite mit Weisheit und Stärke regieren kann. Ja, einfach mal was für sich selbst tun und behaupten, man macht es für jemand anderen. Now, perhaps you can tell me who Quinctius really is. Laut diesem Kopfgeldbrief von Kaiser Nero ist er derjenige, der im letzten Jahr die Brände in Rom gelegt hat. What? He's... Oh no. That's... quite a lot more serious than I imagined. I only wanted some leverage over him, not to destroy him. Give me that immediately. Nobody else must know. Könnt ihr gerne haben, ich kann jederzeit eine neue Kopie anfertigen. Ich glaube, ich behalte ihn besser. What? No. You tricked me, you mendacious little stirkers. Ich habe euch nicht belogen. It was a lie of a mission. You were planning this all along and you deliberately concealed it. May Jupiter cut you down. Ich werde jetzt gehen. I curse you.
I curse your life and mind and memory. May you be unable to walk or eat or drink. May this drag you to the depths. This is outrageous. Ich mache mich wieder unbeliebt. Ja, was hätte ich da sonst tun sollen? Also, wie hätte ich sonst machen sollen? Gut. Malleolus, hör auf zu kandidieren. Domitius doesn't usually let anyone in here without tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Ich habe schon eine römische Tafel. So, ihr seid also Quinctius. Was? Quinctius, er ist unten, ne? My name is Marcus Malleolus Gurgius. You seem to have confused me with someone else. Ihr habt ein grünes und ein blaues Auge. You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. Offenbar leidet Quinctius auch an Größenwahn. Well, I am not suffering. Vergesst das. That's quite all. Aber ich habe doch den Brief. Wisst ihr, wo ich eure Tafel finden kann? Look, if I had a Roman plaque in my possession, I'd be happy to sell it to you, but I don't, so I can't. Gut. Ich möchte, dass ihr von der Wahl zurücktretet. Are you insane? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Ich weiß, dass ihr Quinctius seid. Eure Frau gab mir euren Liebesbrief. Und Nero will euch tot sehen. So, it finally caught up with me. I suppose that makes you, what, one of Nero's assassins? Nein. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich es nicht bin. So, you're not going to kill me? Nein. Nicht, wenn ihr sofort aus der Wahl zurücktretet. So much work for nothing. If I do it, you'll let me live? Ja. Fine. Ruling this cesspit of a city would have been beneath me anyway. I'll have Domitius notify the priestess of my withdrawal. There. You got what you wanted. Now, please, leave my villa and never speak to me again. Ja, gut, okay. Jetzt muss ich... Jetzt muss ich mit Galerius reden und ihm sagen, dass, warte. Domitius, are you listening? Yes, sir. I've made a decision to withdraw from the election. I want you to dass er das wird, ne? So. All weapons are to be tossed into the chasm. Wo ist er? Und dann muss ich die Leute überzeugen, Galerius auch zu wählen. 2 habe ich schon auf meiner Seite, denke ich. Wo ist er? Wo ist er? Warte. Überzeuge Galerius, als Magistrat zu kandidieren. Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? For the last time, Dacius. I'm not making you. Ich weiß nicht, wo er ist. Nun, muss ich ihn suchen. Keine Ahnung, wo der rumläuft. Ja, sie hat seine... Er hat sich aus der Wahl zurückgezogen. Das stimmt.
Aber wo ist denn der Typ? Ich weiß es nicht. Ich sehe keinen Marker. Nun. Nun, okay. Komm, komm, komm. Naja, der wird wahrscheinlich an einem Ort sein, wo ich ihn hingeschickt habe, ne? Also, wo er eine Aufgabe zu erfüllen hat. Be careful who you trust. Mhm. Ja. Was war das denn eben? Was habe ich denn gerade aktiviert? Graffiti. Wir müssen alle freundlich sein, um zu überleben. Wurde geändert in, wir müssen alle vernünftig sein. Daraus wurde, wir müssen alle gehorchen. Und das wurde geändert in, wir müssen alle, und dann unleserlich. Okay. Okay, der ist auch nicht mehr da. Fehlendes Teil inspizieren, einsetzen. Es fehlt noch eine Tafel, nämlich die griechische. Die wir nur kriegen, wenn wir den Gefangenen befreien. Dafür muss Galerius Magistrat werden. Dafür muss ich ihn finden. Be careful who you trust. Mhm. Kann ich hier eigentlich irgendwo hochklettern? Um dann wieder in den Tempel reinzukommen? Wahrscheinlich nicht, was? Da lang, so meine ich. Nur mal so gucken? Wahrscheinlich nicht, wa? Was ist denn hier für ein Ort? Latrinen, Öffentliche Gemeinschaftstoiletten. Diese Löcher sind so für Verwendung mit dem Schwamm an einem Stock gedacht. Okay. Er ist auf dem Klo vergoldet worden, ja. Theophilus vollzog hier eine Orgie mit 4 Frauen. Okay. Vergesst nie, dass ihr alles beobachtet. Ja, Errungenschaft. Avid Reader? Avid? Weiß ich nicht. Heißt das gewissenhaft oder vollständig oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo ist Galerius? Ich könnte ja sie fragen, ob sie weiß, wo er ist. A new face. Ave, and may Vesta. Wie läuft die Wahl? Well, Malleolus has withdrawn for some unknown reason, so unless somebody else is nominated by the end of the day, Sentius will win by default. Why do you ask? Ich würde gern Galerius nominieren. Oh, what a good idea. He is a virtuous and decent man after all. I happen to agree he'd make a wonderful magistrate. Okay. Certainly. Das andere mache ich zum anderen Zeitpunkt. Da unten ging gerade der Ulpius lang. Vielleicht kann ich ja ihn überzeugen jetzt. Oi! How did you get in there, you cheeky little stirkus? If I cop it here for... What now? Wem werdet ihr eure Stimme geben? I'm not going. Okay. Whatever. Just remember, I'll be watching. Mit 3 Leuten müssten wir eigentlich ganz gut dabei sein, oder? Er ist, glaube ich, What is it, citizen? unänderbar sozusagen, ne? Not that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. Mhm. All right?
Wo war denn der Ulpius? Wo ist denn der hingegangen? Ich habe ihn gerade eben noch hier gesehen. Wie er die Treppe runtergegangen ist. Ich schätze mal... Ich kann wahrscheinlich 2 Leute überzeugen, denke ich mal. Mindestens 2. Ihn hier kann ich überzeugen. Name's Rufius. Better watch your step. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Hilarious. Sorted out my rheumatism. Mhm. For the first time in a long time, I'm not in constant pain. Good man. Ja. Fine. See you around. Ich möchte... Vergil. Wird auf jeden Fall, oder wird mit großer Wahrscheinlichkeit das auch überzeugbar sein. Oder Virgil, wie auch immer. Ah, a new face. Salve. And I hear we have you to thank for saving Julie. Mhm. Wem wir eure Stimme geben? Galerius, definitely. He put an end to the notes and graffiti I've been receiving. Good. All right. Nice to talk to you. Mhm. Was ist denn mit dir? Greetings. I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. So, ich möchte ein paar Fragen stellen. My friend, your words intrigue me more and more. But yes, very well. Ask me what you will. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Galerius. Did you know he saved the life of my young friend Fabia? The man is a hero. Sehr gut. But of course. Das reicht vielleicht I schon. hope that our paths cross again soon, my friend. Vielleicht reicht das schon. Wer darf wählen? Alle männlichen Bewohner. Decius kann man doch bestimmt seine Stimme einfach abkaufen, oder? Whatever's in that great temple up there on the... Hello there, friend. May I say, that is a glorious bow you're carrying. Do you mind if I ask where you acquired it? Ihr würdet es mir nicht glauben. Well, I'll take your word for it. But perhaps you'd be interested in selling it to me. I mean, it's not as if you have any use for it down here. Er steht nicht zum Verkauf. Oh well, let me know if you change your mind. For now, can I help you with something? Wem werdet ihr eure Stimme geben? Sentius, I suppose. Stability is always good for business. Ich möchte für Galerius wählen. Yeah? And what's he gonna do for me? He's nothing. Würde euch ein Geschenk umstimmen? Certainly. For a few thousand denarii. Sicher. Hier, 3000. Pleasure doing business. Can I help you with anything else? Das meiste davon kam von ihm selbst. Nein. Very well. Another time. 4 Stimmen hat er schon. Haben wir denn noch jemanden, der da in Frage kommt? Sentius wird auf jeden Fall selber für sich stimmen. Er wird auf jeden Fall auch für Sentius stimmen. Also wenn er sich auch für sich stimmen kann. Für sich selbst. Gucken wir doch mal. Wir haben doch hier das coole Bürgerverzeichnis. Aurelia, Claudia, Decius. Haben wir gerade gekauft, die Stimme. Ne? Domitius wird immer... Nein, geht nicht. Duilius, das ist der Eingefangene. Equita darf nicht, Fabia darf nicht. Galerius wird vielleicht für sich selber stimmen, weiß ich nicht. Georgius stimmt für Galerius. Hannibal. In der Zisterne gestorben? Ah, okay. Der kommt nicht. Horatius stimmt für Sentius. Kabasch stimmt vielleicht gar nicht. Julia macht nicht. Livia, Lucretia, Malleolus. Geht wahrscheinlich gar nicht. Octavia, Rufius.
Stimmt, für Galerius. Sentius. Ulpius. Stimmt. Den müssen wir auch nochmal sprechen. Ulpius müssen wir nochmal sprechen. Wo auch immer der rumläuft. Und dann müssten wir eigentlich die Leute für die Wahl haben. Schade, das ist er nicht. Salve. Ja. Wo ist er denn? Ulpius. Wo ist Ulpius? Hm? Und eigentlich will ich nochmal in diesen Tempel hier rein. Das macht mich echt irre, dass ich da vorhin falsch gesprungen bin. Ja? Ich gucke nochmal ein bisschen genauer hier. Weil eigentlich ergibt es ja überhaupt keinen Sinn, dass man da nicht hochkommt, oder? Es gibt hier einen Weg runter mit dem Seil. Hm. Oder mit runterspringen wahrscheinlich einfach. I hope you're coping. Kann ich hier drauf springen? So weit, so gut. Ich hoffe, hier ist nicht gleich eine Wand vor mir. Ich glaube, ich kann hier nicht hoch. Nee. Das bin ich letztes Mal schon erfolglos. Bin ich runtergefallen. Was war das denn? Springbrunnen. Von hier aus? Okay. Kann ich von hier aus inspizieren. Das ist zu hoch, um da hochzukommen. Hm. Und hier komme ich wahrscheinlich auch nicht so hoch ohne weiteres. Ach Mann. Komm ich denn? Wie war ich hier nochmal reingekommen? Durch den Tempel von Diana. Ne? Tempel von Diana, wo ich den goldenen Bogen bekommen habe. Untenrum lang. Und kam dann hier im Tempel raus. Und jetzt komme ich nicht mehr rein. Hm. Naja, okay. Na, okay. So, du bist Rufius. Jetzt fehlt noch Ulpius. Aber Ulpius müsste eigentlich auch für Galerius stimmen, ne? Weil immerhin hat er das Geld gebracht, um ihn freizukaufen. Ne? Das müsste eigentlich gehen. Wie viel Geld habe ich eigentlich noch? 9000 Dinar. Ich könnte das also noch 3-mal durchziehen, wenn ich müsste. Isn't the great Fear temple is proof majestic? of a degenerate mind. Wo ist der Typ? Naja, gut. Andererseits, ich muss ihn für die Mehrzahl der Wähler beliebt machen. Ja, ich glaube, das habe ich getan. Das hier müssen wir noch machen. Mhm. Zeitparadoxon. Ich glaube fast ehrlich gesagt, dass wir genug Leute haben. Genug Wähler für Galerius. Mhm. Mindestens 4 Leute werden für ihn stimmen.
Salve. weapons that have Da been ist er. tossed into the chasm. Don't believe Magistrate's a word orders. they tell you. Shalom, friend. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Sentius, I suppose. I'd have to be insane to vote for Malleolus after what he did to me. Würdet ihr in Betracht ziehen, für Galerius zu stimmen? Galerius, the farmer? He's a good man, but I think he's more valuable on the farm than as magistrate. Ich würde das aber ganz gerne... Ja, pass auf. Vielleicht lässt er sich ja hier überzeugen. Ich war in Malleolus Zimmer im Obergeschoss. Kein Zeichen von Scintilla. Hallo? Er geht einfach weg. Shalom. Können wir über Scintilla sprechen? Scintilla and I were in love. Hm. Was habt ihr ihnen angetan? Von vorne? Right. I wasn't Okay, das haben wir, I die... just, and then and from the and so we'd hold and then one all I could Geflohen? all I know is she'd never have taken. I can't prove it, but I just know she's still alive. Somebody. Den? My guess? I've never seen the inside up, but I have a feeling. Da habe ich schon gesucht. Kein Zeichen von Scintilla. Really? I was sure he was hiding something in there. I feel like I've looked everywhere. First, the palace. The only other... I remember hearing... Drum kümmern werde ich mich. All right, friend. Pass auf. Ich speichere mal. Und dann gucken wir mal, ob die Wahl schon auf unserer Seite ist. Ave again. Did you find what you need? Können wir über die Wahl reden? It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Galerius, the challenger. Why do you ask? Können wir nun mit der Wahl beginnen? As I said, I'm planning to hold it before dusk. But I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. Eine frühzeitige Durchführung kann Konflikte zwischen den Wählern verhindern. Yes. I have overheard some unpleasant arguments. The last thing we need here is additional conflict. Very well. I'll get things started right away. Citizens, it is time. Let us meet to elect our magistrate. Ich bin Starting. gespannt. Eigentlich müsste Galerius gewinnen. Und eigentlich müsste er Desilius, heißt er, glaube ich, freilassen. Eigentlich müsste ich dann die griechische Tafel kriegen. Ich glaube, die griechische war es. Eigentlich müsste ich dann sie an dem Obelisken anbringen können. Wenn nicht noch andere Dinge jetzt dazwischen geraten. Ich habe übrigens eine Idee, wie man ein weiteres Ende herbeiführt. Mal sehen. Spannung steigt. Fehlt wohl noch jemand. Da. Mal sehen, was der tut, wenn er nicht gewinnt. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helver. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name,
call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Galerius. Virgil. The man who put a stop to the threats I've been receiving. Galerius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius. The man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, Mhm. your decision. Your new magistrate is Gallus Galerius Helver. What? It has been decided. Magistrate Galerius, would you like to make a brief address? I just want to say, this isn't something I ever wanted. Now that you put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. My first order is that Dooley is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to see here. Move along. Ha. Okay. Nun, Sentius ist nicht begeistert. Desilius wird aus seiner Zelle freigelassen. Ich kriege die Tafel. Selbst wenn er dann etwas... It gladdens my heart that Galerius set poor Dooley free. I will cherish this. Dann kriege ich auch den Schlüssel, ne? Den Schlüssel und die... Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out of here? I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon, Dooley. Liberator. Hello? I'm Dooley. Magistrate Galerius said I should thank the newcomer. Are you the newcomer? Ja, das bin ich. Oh, it is you. Then, thank you. You're a big helper. I was locked up, but they let me out again. I'm so happy. Sehr gern. You can have my shiny plaque if you want, and maybe you can help me find my treasure. My friend Hannibal used to look after me, and he said he always would. But then he died. But before that, he told me if anything ever happened to him, I had to find something very precious. Was denn? He gave me a key to the cisterns and told me to keep it safe. He said there's something very precious way up high. Please help me find it. Please. I had to keep it a secret until I found someone I could trust. Nun gut, ich helfe euch. Oh, thank you. Here's the key. Danke. Das heißt, er geht nicht ohne mich dahin. Sehr gut. Mhm. I hope you find it. In the cisterns. Way up high, Hannibal said. Oh, look over there. Something shining. Is it treasure? Maybe it is treasure. I could see it from my cell. So pretty. Die Tafel. Hades, Herr der Vielen. Alle 4 gestohlenen Tafeln. Alle 4 Tafeln zum Obelisken zurückbringen. The many shall suffer for the sins of the one. Er macht's wirklich. You idiots did this! Er tut es wirklich. Okay, aber wir haben... wir haben
Die Tafel und den Schlüssel. Wir haben beides. Einmal lupen, bitte. Einmal lupen, bitte. Und dann sind wir lupenrein. Wenn ich ihn zum Magistraten mache, wird der Galerius freilassen? Salve, friend. Mind telling... Und dann wird sofort die goldene Regel gebrochen. Oh, sounds serious. Trotzdem. Ja. Julia. Seine Schuldknechte freilassen. Poor Virgil. Poor Rufius too, I guess. All right, go. All right, let me see. Ja, okay. What? Are you? You're serious, aren't you? I doubt. Okay. I'll go. Er wird Magistrat, mehr oder minder automatisch. Ne? Okay. Herz aus Gold. Schließe die obere Zisterne auf. Mal gucken, ob ich den Weg finde. Galerius. Ah. Siehst du? Sisyphus, attack or pursue the stone that always... Mal gucken, ich weiß gar nicht, wie ich da genau hinkommen soll zu dieser obersten Zisterne. Letztendlich werde ich da vielleicht trotzdem einfach nur Dingens finden. Sentilla. Ich fange wieder von vorne an. Es heißt ja etwas sehr Wertvolles, ne? Vielleicht meinte er Sentilla. Uah. Okay. Ah. Okay. Oder den Weg nach draußen. Oder was weiß ich. Keine Ahnung. Diddledin. Jetzt finde ich wahrscheinlich den Weg nicht. Ich könnte das andere machen, aber ich will erst die Sache, diese Zisterne da aufschließen. Wenn ich den Weg finde zur Hölle. Hier vielleicht? Jawohl. Lädt. Okay. Das gleiche in grün. Okay. Machen wir zum Schluss. Oder machen wir jetzt nicht. Machen wir nicht zum Schluss, machen wir jetzt. Ich muss sie aber, glaube ich, erstmal drin lassen in dem Gefängnis. Das ist wahrscheinlich... Who are you? Did he send you? Bin Grimm, niemand hat mich geschickt. Do you know you're here? You have to help me escape before that monster comes back. Was geht hier vor sich? I'm Sentilla. I found a way out through the gate of Horn, but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever, or until we're turned to gold. He's a monster. You have to let me go so we can kill him and take his key.
Wo ist der Ausgang? Das Tor des Horns? Behind me. There's an aqueduct tunnel bringing water from outside the city, so it should lead us outside. The only problem is it's barred by a heavy locked gate, and he has the only key. Wer hat euch das angetan? Sentius, my adoptive father. Furies help me. I'll castrate and crucify him. Was werdet ihr unternehmen, wenn ich euch freilasse? I'm going to take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. Was ist mit den anderen? There won't be enough time. Just you and me. What do you say? Letztes Mal habe ich das gemacht. Ich werde euch freilassen. Verschwinden wir von hier. Das hier habe ich gefragt, was ist, wenn ich alle zusammentrommle? Sie sagte, nicht genug Zeit. Also werde ich jetzt, auch wenn es mir ein bisschen schwerfällt, das hier mal sagen. Wenn ich euch gehen lasse, werden alle anderen sterben. What? No. You can't just leave me here. How can you be so heartless? Okay. Es ist zu gefährlich. Lasst sehen, ob ich Sentius überreden kann, uns gehen zu lassen. It's no use. You'll never persuade him of anything. I'm telling you, he's a monster. Please. Ich kann ziemlich überzeugend sein. You're making a mistake. Optional. Springt Sentius auf die Entführung an. Okay. Anscheinend kommt er nicht jetzt sofort. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas außer Sentilla? Den Weg nach draußen. Den Weg bin ich letztes Mal gegangen. Warte mal eben. Das ist der verschlossene Weg, ja? Wo wir den Schlüssel haben müssten für, ja. Okay. Oh. Das wäre wahrscheinlich ein Ende. Magistrat Sentius. Wenn wir ihn überzeugen, uns uns gehen zu lassen. Vielleicht können wir ihm sagen, wenn ihr uns nicht gehen lasst, dann sage ich allen, was da los ist, ne? Er hört durch ihre Ohren zu. Wahrscheinlich Pluto. Magistrat Sentius. Dann reden wir mal mit ihm. On your best behavior, I trust. Mal sehen, ob er sich offenbart. In der Hinsicht... Warte mal, ich könnte natürlich auch... Ugh, this place has become a thoroughfare. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Ich könnte ihr sagen, dass ich Sentilla gefunden habe. Oh, you heard about her disappearance, I take it. Ich fand einen Brief. What? Really?
But it's odd. You should go and speak. Okay, ich kann dir nicht sagen, dass ich hier Sentilla gefunden habe. Mal sehen. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Wir hatten die Unterhaltung bereits, oder? Ja, wir hatten die Unterhaltung bereits. We have? Wait, if I understand correctly, someone is about... I must have entrusted you with figuring... Is that about right? If so, what happened? Konnte nicht verhindern. Ich habe es eilig, komm. Seems rather brash, but all right. Why have you sought me out? Ich weiß, was ihr Sentilla angetan habt. Me? What are you talking about? Ihr habt sie in der Zisterne gefesselt. You know, you remind me of him. Wer? Al Worth. The fellow who came through the portal before you. Was? Come now. Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one room to the next. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you were a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of that fatal flaw, he relived this day many thousands of times before we finally had this conversation. I watched him come through the portal each time, always a little older, a little more disheveled, a little more haunted. And when he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life, just before he was shot with a golden arrow. The next time I awoke, you showed up, but you've caught up to where he was so quickly. I mean, you've lived through the day, what, less than 15 times? Impressive. And yet everything you've done has been in vain, because there's no escape. Except the path that Al took, the path he wrote about on his tablet. What was it? Ah, yes. Best to take your own life now. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? Ihr wusstet von einem Ausweg und habt sogar eure eigene Tochter eingesperrt, nur um dies zu verheimlichen. Warum? Why? Das hat meine ich schon. And as long as this, I have found a way to... Händig den Schlüssel zum Ausgang aus. And why would I agree to that? Moralisch gesehen die richtige Entscheidung, das ist ihm egal. Das ist ihm egal. Was hindert mich daran, ihn gewaltsam zu nehmen? Die goldene Regel. Wenn ihr ihn mir nicht gebt, habt ihr vielleicht bald einen Aufstand am Hals. You might want to think that through. If anyone so much as touches me, everyone dies. Was hindert mich daran, ihn gewaltsam zu nehmen? Die Regel. The only way you're getting this key is over my dead body. And if I die, I won't be able to open the portal for you again, meaning you'll have created a paradox. You see, it was my actions that brought you to this point in time. So if you kill me, you'll stop me from doing so, and you being here will be an impossibility. That means if I die, you'll be flung back to your original time, having caused the deaths of everyone here, and you'll never be able to undo it. Is that what you want? Ist es moralisch gesehen die richtige Entscheidung? You and your pathetic morality. Nobody cares about your opinions, least of all me. Understand,
that, to me, you've never been anything more than a useful idiot. And you're no longer useful. Es ist noch nicht vorbei. I certainly hope not. In fact, I want it to go on and on forever until you wither and die like Al did, and the gods send yet another useful idiot to extend my life for me. Ich werde einen Weg finden, den Kreislauf zu brechen. Und euch ebenfalls. What are you going to do? Beg the gods for help? They don't care about you, and neither do I. Now, get out of my villa. I'm bored with you. Könnte mir jemand helfen? Hauptziel abgeschlossen, die goldene Regel. Könnte mir jemand helfen? Oder so? Ich habe keine Nebenaufgaben mehr. Interessant. Nun. Ugh, this place has become a Oh, look, you're back. How lucky. Scintilla? Oh. Etwas Neues. Ich habe sie gefunden. Euer Vater hat sie in der oberen Zisterne festgehalten. What? Is this some kind of crude commoner joke? Das ist kein Witz. No, surely not. Father, is this true? I'm afraid it is. I don't understand. Why? Why would you do such a thing? Because she found a way out. And if you're wondering why I'm telling you this, it's because you're never going to remember any of it. All I have to do is commit a sin, and the day will begin again. Watch this. I'm going to kill you now. The many shall suffer for the sins of the one. Death is honorable, therefore. Follow me, quickly. Na gut. Ich muss wohl den Zeitablauf nochmal neu machen. Everybody run! Kann ich nicht den Schlüssel von seiner Leiche nehmen? Nein, kann ich nicht. Schade eigentlich, ne? Schade eigentlich. Tja. Also ich kann ihn nicht überreden, das Richtige zu tun. Ich gebe ihm erstmal seine Aufgaben wieder und schicke ihn los, ne? Salve, friend. Oh. Julia. Poor bird. All right, let me... What? I'll go. Okay. Er regelt das alles. Gut, dass ich es nicht selber machen muss. Wir reden mal mit der... Es gibt ja, sie sagte, 2 Wege nach draußen. Einmal den Gott... Den Pluto direkt oder den Gott der Unterwelt direkt konfrontieren und sozusagen rauszuschleichen. Das ist eigentlich der andere Weg, ne? Wo ist denn die Priesterin? Die ist einfach noch nicht an ihrem Platz, glaube ich. Die muss wahrscheinlich erst hier her spazieren. Schade, dass er ihn einfach stehlen kann, den Schlüssel, oder? Er trägt ihn immer am Hals. Ist da was? Ich könnte natürlich ein Ende herbeiführen, indem ich den Typen einfach mit dem goldenen Bogen abballere. Das ist, glaube ich, eins der 4 Enden, nehme ich an.
Mhm. Okay. Das wäre eins der möglichen Enden, denke ich. Wenn ich jetzt mit ihm rede, dann wird er wahrscheinlich sowas sagen wie... Another one fresh out of the baths, I take it. Wird er wahrscheinlich sowas sagen wie, was wollt ihr denn schon wieder hier? Oder sowas. I thought I told you to get out of my villa. I'm bored with you. Don't be so foolish. If you kill me, we all die. And if I die, I won't be able to open the portal for you again, meaning you'll have created a paradox. You see, it was my actions that brought you to this point in time. So if you kill me, you'll stop me from doing so, and you being here will be an impossibility. That means if I die, you'll be flung back to your original time, having caused the deaths of everyone. Now, get out of... Ach, toll. The many shall suffer for the sins of the one. Ende 2. Oder 1. Oder 3. Oder 4. Oh. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Alworth. Bin hergekommen, dich zu suchen. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Ich bin Grimm. Really? That's strange. I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. My Latin is kind of rusty, but the last entry mentioned someone with the same name. It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina and murdered a local magistrate, breaking some kind of ancient law. It said that the voice of a furious god rang out, and the ground trembled and statues sprang to life, firing arrows at the city's inhabitants. Apparently, as the citizens screamed and died in pain, the stranger just vanished in a flash of light. Ja, das bin ich gewesen. What? You're saying you were here 2,000 years ago? I'm not sure I understand. Als ich das erste Mal hier in der Gegenwart eintraf, sah ich deine Leiche an einem Galgen hängen. I'm sorry, come again? Ich habe noch immer den Abschiedsbrief, den du ins Tafel geritzt hast. Hier. Let me see that. God, why does this writing look so familiar? I've spent a lifetime in this place going around and around in circles. This is disturbing, but I don't understand how I could have written it. Wurde von einer anderen Version von dir geschrieben. Ich habe die Vergangenheit und dein Schicksal verändert. I'm not following. Ich tötete den Mann, der ein Zeitportal öffnete und dich in der Zeit zurückzog, um zu verhindern, dass dies jemals geschehen würde. So you're saying, because a man from 2,000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't remember any of this. Genau. I guess. So what you're really saying is, you brought me back from the dead to let me die all over again. You saw the tablet. I spent a lifetime searching for a way out and never found one. I can't see how I could possibly find one now, so it seems like we're both gonna die here. Wieso sind wir eigentlich hier? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Fehler gemacht. A mistake? You murdered a man in cold blood, and now there's a city full of dead people. And it's only a matter of time before we join them. I guess all those old Latin inscriptions were right.
pro peccata unius multis dolabunt. The many shall suffer for the sins of the one. The many shall suffer. Ende 1 von 4. Wie viele hätten wohl überlebt, wenn du Sentius nicht kaltblütig ermordet hättest? Oh, guck mal. Das 4. Ende ist... Warum ist das so weit weg? Tippe, um fortzufahren. Ja. Nochmal. Nochmal. Aber sowas von. Wir setzen fort. Warum die Maus immer wieder auftaucht? Niemand weiß es. Okay. Ich habe nicht ganz verstanden. Ich habe das nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Gerade. Ich bin jetzt einfach mal außen rumgegangen. Ja, super. Die Tür ist total sinnvoll hier. Diese hier. Ne, wenn man hier so lang gehen kann. Wieso ist das jetzt ein anderes Ende gewesen? Also, natürlich ist es ein anderes Ende gewesen. Wir haben einen Weg aus der Stadt rausgefunden. Dieses Mal. All weapons are to be tossed into the chasm. Magistrate's orders. Diesmal, also wie gesagt, diesmal haben wir den Schlüssel nicht. Wir sind nicht aus der Stadt rausgekommen. Wir sind in der Stadt geblieben. Ja, okay, das ist der Unterschied wahrscheinlich, ne? Das ist wohl der Unterschied. Okay. Wir haben die Möglichkeit, die 4. Tafel am Obelisken anzubringen. Das mache ich jetzt mal. Und einen... Citizen. Dann schauen wir mal. Und dann gibt es noch ein weiteres Ende. Mal sehen. Das war das schlechteste Ende, würde ich sagen, ne? Alle tot. Alle tot und wir gefangen. Das war das schlechteste Ende. Behaupte ich jetzt einfach mal. So. Die letzte Tafel. Ja. Klar. Huch. Sagt seinen Namen. Wie denn? Hades. Wer und wen soll ich nehmen? Hades. Nergal. Vielleicht alle. Pluto. Na klar. Klar, Pluto. Eigentlich hätte es klar sein müssen, weil jetzt sind es ja Römer. Es ist ja gerade römische. Hätte ich mal zuerst, ne? Immerhin. Wenn ich Pluto als erstes genommen hätte, hätte es vielleicht auch eine Errungenschaft gegeben. Wer weiß das schon. Warte. Das sind jetzt sind's, also. Ach, okay. Jetzt die Älteren. Dann wird es jetzt wohl Hades sein.
Dann Osiris und dann das letzte, ja? Das ist Osiris, also ägyptisch. Und? Der weiße Gang. Also ich wurde, ich sag jetzt mal in dem Startscreen steht Content Creator, also Leute, die hier streamen oder Videos machen oder so. Spoilerwarnung. Eigentlich gibt es das ganze Spiel schon Spoilerwarnung. Hier, speichern. Spoilerwarnung. Okay. Okay. Was? And here you are. Allow me to introduce myself. As you have already gathered, I've been known by many names. Nergal to the Sumerians, Osiris to the Egyptians, Hades to the Greeks, and Pluto to the Romans. But the one constant through it all has been my title, God of the Underworld. And I've been watching you with curiosity, mortal, ever since your arrival. You're unlike the others, aren't you? And what is more, you carry a weapon that was never intended for mortals to wield, and you do it so brazenly. But there will be time for your reckoning later. First, as a reward for undoing the desecration of my obelisk, I will allow you to satisfy your curiosity. Ask what you will. Was ist eure Geschichte? My story is many thousands of years long. You will need to be more specific. What do you wish to know? Ihr seid ein Gott? It is a matter of perspective. God is a label I was given by you mortals, not one I gave myself. Your ancestors revered me because to them, my knowledge and technology made me incomprehensibly powerful, just as you might seem so to an insect. But despite all that, there are rules even I must obey. Warum seht ihr wie ein Mann aus? Wahrscheinlich wie ein Mensch und klingt auch so. My kin and I all adopted this form long ago, so that we might better understand and communicate with your kind. In time, we grew fond of the sensory delights it affords. Desire, joy, ecstasy, even rage and sorrow, while an acquired taste can be addictive. Darf ich eure wahre Gestalt sehen? No. Long ago I swore to Proserpina that I would remain in this form for as long as we remained among your kind. I must honor that. Wer ist die Frau zu eurer Linken? Die habe ich gerade kurz gesehen. This is my beloved. Like me, she has been known by many names. Ereshkigal to the Sumerians, Isis to the Egyptians, Persephone to the Greeks, and Proserpina to the Romans. Or perhaps you might know her as the goddess of springtime, the cycle of life and renewal. Mhm. Your gaze lingers too long. Was ist das zu eurer Rechten? That is my servant. You would have met by the river, though she wears many faces and goes by many names. Kumutabal to the Sumerians, Kirti to the Egyptians, Charon to the Greeks,
and Charon to the Romans. Her role is to ferry souls between the mortal world and this one, and to make their transition as seamless as possible. For that, she earned herself the infamous, if erroneous, moniker, the Ferryman. You will talk more later. For now, ask your questions. As you wish. Was ist das für ein Ort? It has come to be known simply as the Underworld, and it exists because of a wager I made long ago. Eine Wette. Wie hoch war euer Einsatz? That is a long story, one that began over 3,000 years ago and continues to this day. You see, long ago my kin and I set out from our home on Elysium to search for other forms of life among the stars. We discovered your planet and witnessed your kind evolving from primates into something lawless and barbaric. You all but destroyed yourselves, your 2 short lives being extinguished by violence and ignorance and disease. Yet Proserpina saw raw potential in you, and persuaded the rest of us it would be squandered without our intervention and stewardship. So we revealed ourselves to your people in a place called Sumer. We offered guidance in agriculture, toolcraft, and war, and you called us gods. For a time you flourished, but soon you were too many for us to oversee. And as you spread from that cradle of civilization, we saw something disturbing. We had sown the seeds of dependency and confusion, and soon you returned to your old ways of violence and ignorance, this time in our name. My kin had seen enough, and gave up on your kind, condemning you as barbaric and chaotic, scarcely more than animals. We began preparations to return to Elysium, our home world, a utopia unspoilt by conflict and unimaginable in its beauty. But my Proserpina could not bear to abandon your kind without guidance, and knowing it would force the rest of us to leave her behind, she made an extraordinary sacrifice. She gave up her immortality to descend permanently to the ranks of humankind. And so she began her inescapable trajectory toward death. Horrified, I acted swiftly. I placed her in suspended animation in a deep frozen sleep to prevent age and sickness from claiming her. And then I pleaded with Proserpina's father, who the Romans called Jupiter, to bring her with us to Elysium. It was and is my hope that once there, we might one day learn to undo what she has done to herself. But he refused. I did everything I could to persuade him, but he would not relent. He would rigidly uphold his final pronouncement. Humans were unworthy of ascension to Elysium, and no exceptions would be made. But seeing that I was aggrieved, he proposed a wager, the terms of which were as follows. If even one human city could prove itself capable of living without sin for a single year, then Proserpina and all of humanity would be permitted to join us in Elysium. My part would be to remain behind, the last of my kind, to watch over you without interfering, and to sit in silent judgment. And so my reward has been to languish here, enduring a 3,000-year winter, waiting for the day your kind proves itself worthy of her faith in you, so that I might take her with me to Elysium and unthaw my goddess of springtime. And here I am, after all this time, still waiting. Okay. Wer sind eure Verwandten? There were also gods who, like me, have been known by many names, but perhaps you knew them by their Roman names. Our leader, Jupiter, as well as Neptune, Saturn, Juno, Minerva, Mars, Venus, Apollo, Diana, Vulcan, Vesta, Ceres, and of course, my beloved Proserpina. Wer hat die Stadt gebaut? As the first wave of your kind arrived from Sumer, I had them build a city in their own fashion, so that they might be comfortable
and recreate their lives here. I had them build the entrance as a vertical shaft leading to baths to cleanse them of the sins of their former lives and to prevent escape. I watched wave after wave of Sumerians arrive, and as their civilization declined over the centuries, they were replaced by Egyptians. Of course, believing themselves to be the superior civilization, the Egyptians promptly built over what had been built before, and made all the same mistakes. After another 1,000 years, the Greeks began to arrive, and then the Romans, and they all did the same thing. They built upon the underworlds of their predecessors, renamed their gods, and ensured their foundations were forgotten. Wie habt ihr entschieden, wer hierher kommt? To ensure the wager was fair, it was important that my subjects were chosen at random. To this end, I had my servant distribute 1,000 tokens fashioned from the silver, a rare element at the time, across all of Sumer. Whoever died while in possession of one of them would be located by my servant and ferried to this place, with no memory of how they arrived. As the tokens were discovered, they were traded, smelted, and fashioned into trinkets, and eventually coins, spreading to Egypt like seeds on the wind. Later, when they spread to Greece, they would come to be known as Charon's obol, or as coins for the ferryman. Some placed coins in the mouths of their dead, hoping they would awaken here, though they had no way of knowing which coins were fashioned from the original tokens. In fact, almost all of the tokens are accounted for, only 2 remain. And so after this wave destroys itself, as it is destined to do, your kind will have squandered the last of its potential to ascend beyond this rock, and Proserpina's along with it. Wie haben die Menschen von der Unterwelt erfahren? It is a regrettable story. One of the first men who came to this place was a king of Sumer, and a troublemaker. To be rid of him, I returned him to his people, on the condition that my servant erased his memories of this place. But the erasure did not take completely, and he told stories of this place as if describing memories of a dream. His tales were committed to writing, which came to be known as the Epic of Gilgamesh, and his words were twisted and distorted over generations. Later, the Egyptians would adapt Sumer's stories of the underworld, making them wildly intricate and labyrinthine. Their Book of the Dead and Book of Gates bore less and less resemblance to this place in their priests' pursuit of profit. Then, when the Greeks began to arrive, they proved far more cunning, and in a series of incidents that will not be repeated, 5 of them escaped. A warrior named Heracles, 2 kings named Sisyphus and Theseus, a poet named Orpheus, and a Trojan named Aeneas. They each told embellished tales of this place, how to get here, and how to escape. And so from Sumer to Egypt, Greece to Rome, your kind has always told each other stories about this place, though each story contained only a seed of truth. Was anderes. Of course. Seid ihr für die goldene Regel verantwortlich? That is merely the name your people have given to it, but yes, it is my duty. Warum die Leute in Gold verwandeln? That is a story dating back to the very first wave. After the Sumerians finished building their city, the self-declared ruler threw a banquet to celebrate. Now this man was unmarried, and many women were vying to become his wife, a prestigious position of power and influence in a new world. Of all the women, 2 were particularly ambitious. Both were beautiful, and both arrived at the banquet wearing eye-catching dresses and painted faces, their hair woven in elaborate fashion. The first woman, recognizing that she would require an advantage to win the ruler's affection, draped herself in jewelry, ornate necklaces, bracelets, and rings fashioned from gold. Seeing this ostentatious display, the second woman grew envious,
for she had no such jewelry at her disposal. She prayed aloud to any gods that would listen to cover her in gold. And when her prayer went unanswered, she took matters into her own hands. While the others indulged at the banquet, the second woman summoned the first for a discussion in a quiet place. She checked that nobody was watching and pushed her rival from the top of the ziggurat where she broke her neck on the rocks below. But I was watching, and I decided to answer her prayer. I took the golden bow left behind by Diana, and I shot that woman in the heart, covering her from head to toe in a layer of molten gold. And I left her to stand there, that she might serve as a grim reminder of what befalls those who sin in my domain. But that was not enough, for the entire city was tainted by her sin, and the wager could no longer be won. So I had no choice but to wipe the slate clean. I gilded them all to make way for a new wave, and began the wager again. And to this day, each of them, and all who came after, line the halls of this city, inanimate but conscious, suspended in time with only their sight and hearing preserved, so they may bear witness to and lament the folly of your kind for eternity, the silent golden sentinels. Der hat ziemlich viel zu sagen. Also seid ihr für das Erlöschen all dieser Leben verantwortlich? I give your kind a second chance at life, as well as ample warning about my law. And when you disobey, and you always disobey, you force my hand, bringing terrible suffering upon yourselves. And so you ask if I am the one destroying your lives. And I say, no, you destroy yourselves. I am merely the means by which you do it. Woher kommen die goldenen goldenen Bögen? When my kin departed, they left behind many relics which I inherited. A consolation prize of sorts. The golden bow originally belonged to one of my kin, who the Romans called Diana. As my collection of golden statues grew, I chose the most ferocious among them, and equipped them each with a duplicate of her bow, and tasked them with hunting down the Forsaken at my behest. They became known simply as Furies. Was ist für euch eine Sünde? Das ist, glaube ich, relativ wichtig, die Frage. I've always considered that the cornerstone of morality is the ability to determine right from wrong on one's own. No attempt to lay out rules like your Code of Hammurabi or your 12 Tables of the Roman Republic can ever cover all possible scenarios. This should come as no surprise to you, since the core principle has been expressed in many forms by many of your civilizations. The Egyptians made a rudimentary attempt with do to the doer to make him do. The Greeks refined it with avoid doing what you would blame others for doing. The Roman Stoics added, treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Even the so-called cultists hiding among you often say, do unto others as you would have them do unto you. It is the simplest of concepts, and each one of you is born with the faculties required to apply it to any situation. Yet none of the peoples who expressed this rule were able to uphold it. Curious, is it not? Ich glaube, der könnte Lügen durchschauen. Die Frage ist, was nehme ich denn? 1 oder 2? Es ist nicht so einfach anzuwenden, wie es klingt. For you, perhaps. Ich mach's nochmal. I've always considered that this should come as the Egyptians, the Greeks, the Romans, even the it is the simple yet. Es scheint auch nicht so, als hättet ihr daran festgehalten. Enough. You clearly know nothing. Na gut. Woher wisst ihr, wann jemand eine Sünde begeht?
I'm able to commune with all of the statues in the city. Their ears are my ears, and their eyes are my eyes. Ist Proserpina auf die gleiche Weise mit den Statuen verbunden? Ich kann es nicht anders hier. If she was still conscious, I suppose she could, but she's not. Why do you ask? Einfach nur so. Then what an odd question. Ich habe hier schreckliche Dinge gesehen, die für euch keine Sünden waren. Wie konntet ihr zulassen, dass solche Sachen geschehen? Do you plan to speak in sweeping generalizations, or are you going to give me an example? Preistreiberei für lebensrettende Medizin? The merchant. How is that inconsistent with the rule I've outlined? Er würde auch nicht wollen, dass jemand einen unverschämten Preis für die Medizin verlangt, die er braucht, wenn er im Sterben liegt. I disagree. Having watched this merchant, that is precisely what he would expect from others, and he would be quite capable of paying the price anyway. Ihr könnt nicht wissen, was er erwarten wird. Das ist reine Spekulation. Applying this rule always requires speculation to some degree. It requires us to ask what another person would want if they found themselves in another situation. Ist sie dadurch nicht grundsätzlich subjektiv und unzuverlässig? Not if we're wise enough to know the mind of man. Ich kann die ganze Zeit wieder zurückkehren, aber... Und ihr glaubt, ihr kennt die Gedanken anderer Menschen? Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Ich habe ja gespeichert, ne? Ich habe die Macht des Speichern und Ladens. Ich habe Recht und das wisst ihr. Then your desire to be right outweighs your desire to survive. You will make a fine statue. Ich habe nur diese eine Wahl. Genug geredet, ich bereite dem jetzt ein Ende. Do you really think you can wound me, a god, with that primitive weapon? Brecht in mein Gemach ein. Holt meine Krone. Ist das hier auf dem Schiff? Oder unten in der Stadt? Ihr mögt unsterblich sein? Nein, das meine ich. Lass es dann herausfinden. Pathetic. The many shall suffer for the sins of the one. Oh. Ja. Das mache ich dann wohl beim nächsten Mal, was? Wie es aussieht. Kann das sein? Krone, wo ist sie? 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 Nehmt die Krone? Wo ist sie? Warte. Wo ist die Krone? Da. Habe ich sie? Habe ich sie? Ich konnte das nicht genau sehen. Nein. Oder? Da. Nein! Kann ich die Krone aufsetzen?
Was ist jetzt die Aufgabe? Dreh die Zeit zurück und zeige Pluton, dass du die Krone hast. Ciao. Wow. Spielstand laden. Ich muss erstmal schnallen, was da gemeint ist, ehrlich gesagt. Ach so. Der letzte Speicherstand ist hier. Oh, das ist okay, ganz viel Gerede muss ich überspringen. Ganz viel Gerede muss ich überspringen. Überspringen. And here you are. No girl, but the one, and I've been, and what is, that there will be first. My story. It is your aunt, but despite my kin in time. No. This, like me, or perhaps your gaze lingers too. That is my servant. You would Kumut her robe for that. You will talk more later. As you would. It has come to be. That is, you see, we you all yet so we, for it we had my kin. We began, but my she made, and so she horrified, and then it was. But here if humans, but seeing if he then my part, and so and here they were all out, and of course. As the first, I watched, of course, after they built. Ich meine, das ist schon cool, aber das ist unglaublich viel Information. It is to be, but he's later there, then a warrior. They eat, and so, of course, that is mere. That is now all their head draped us. Seeing she, well, she, but I took the. And but that was so, and to suspend. I give and wait, and so you. When the gold as my top. I may. If she. Then what? I've always. No, this should come. The Egyptian, the Greeks, the Roman, even this. It is yet. Enough. You. Do you plan to? Schuldknechtschaft, ich bleib bei dem hier. The merchant. I disagree. Applying the. Not if we're. Then you will make a. The many shall suffer for the sins of the one. Noch ein Speicherstand. Ich denke, heute gibt es keinen Late-Night-Stream, oder? Warum denn nicht? Warum soll es keinen geben? Fucking! Entschuldigung. Wo lang? Oh, das ist ein langer Weg. Das ist ein langer Weg.
Ich weiß nicht, was der richtige Weg ist, ja, ehrlich gesagt. Toll. Oh oh. Hey. Weiß nicht, weil du schon die ganze Zeit streamst, vielleicht mal eine Pause brauchst. Ja, natürlich, aber das ist ja erst 0 Uhr. Der Stream, der andere. Das war ein langer Weg. Wow. Ziehst du durch? Naja, weiß ich nicht. Also ich brauche schon eine Pause, das ist ganz klar. Pause brauche ich auf jeden Fall, aber... Das ist so ein faszinierendes Spiel gerade, ne? So. Das übliche Kumpel, ne? Salve, friend. Oh. You live. All right. What? I'll go. Gut. Nun. The 49 melodies fetch again with incessant labor. The water they have lost. Ich kann jetzt sagen, Yesterday Origins genauso faszinierend, okay. Okay. Lalalala. Sag einmal. Ich kann wahrscheinlich der Dings, die Dingens sind wahrscheinlich alle noch drin, die Tafeln, was? Da oben. Nehme ich an. Der Tempel ist offen, oder? Mhm. Ist er. Jetzt mal gucken hier. Die Krone. Die von Proserpina getragene Krone. Herkulesaufgabe. Gut, das machen wir also gleich. Erneut kurz um Ecke, gleich wieder da.
Schauen wir mal. Pluto. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal in der richtigen Reihenfolge. Hades, Osiris und dann der letzte, ne? Vielleicht gibt es eine Errungenschaft, wenn man es in der richtigen Reihenfolge macht. Da sind wir wieder. Machen wir hier mal. And here you are. Allow me to introduce myself. As you have already gathered, I've been known by many names. No gull to the Cimmerians. Hatten wir schon. But the one constant through it all. And I've been watching. And what is more, that there will be first. As Seht ihr das hier? Das ist Proserpinas Krone. I would recognize that anywhere. And yet my beloved still wears hers. What is this? How did you come by it? Von ihr, nachdem ich sie in einer anderen Zeitlinie umbrachte. You vile, despicable creature. Why would you do such a thing? And worse still, boast about it. Ich wollte sie nicht töten, aber wenn der goldene Regel nicht aufhebt, werde ich es wieder tun. You have put me in an impossible position. If I refuse, you will murder her. And yet, if I agree, I will lose my wager and return to Elysium, humiliated and alone. Wie entscheidet ihr euch? I do not see that I have a choice in this. Your treachery and savagery have opened my eyes like nothing I have witnessed in 3,000 years. And now you have shown me your species' true colors. And I see that Proserpina was a fool to have ever believed in you at all. This has gone on too long. It is time for me to let go of this form, of her, of all of you. Errungenschaft Psycho. If I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. Wir wollen lediglich in unsere Welt zurückkehren. Very well. I will have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Warum? Once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place, and you will have created a paradox. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? Bereit. You had best pray our paths never cross again, mortal. Goldene Regel aufzuheben. Was wird daraus? Eine Herkulesaufgabe abgeschlossen. Es gibt noch Zeitparadoxon. Es sieht auch nicht aus wie ein gutes Ende. Sprich mit L. Oh. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Al was? Ich bin hergekommen, dich zu suchen. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Grim? Oh, did that lady in the forest send you in here after me? I guess I lost track of time.
learning about the history of this place, and it is extraordinary. I'm fairly certain you and I are the first people to set foot in this city for about 2,000 years. Fortunately for us, the last person in here was a Roman man named Galerius, who inscribed an account into a tablet. Apparently, there was a community of 20-something people trapped in here, and living in fear of a curse they called the Golden Rule. They believed that if even one person sinned, an unknown god would cast them all into gold, like the 1,000 people who'd lived here before them. Then, one day, just as Galerius had finished praying for a good harvest at the shrine of Proserpina, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like saving the life of a dying woman, foiling an assassination attempt, and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience, and the doors just opened up to her. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him and the other people who lived here? What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people for hundreds of years? Eigentlich bin ich das gewesen. What? Oh, I see. For a moment there I thought you were serious. Anyway, I think I found a way out through the aqueduct that brought water into the city. Follow me. Direkt hinter euch. Kehre zum Fluss zurück. Das ist eins der Enden, würde ich sagen, was? Wir haben noch eins. Er sagt, hier darf keiner mehr durch. Huch. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Gute Idee. You go on ahead. I'll be there soon. Habe ich noch Dinge? Nein, Inventar ist natürlich leer. Kehre zum Fluss zurück. Nun. You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Sharon. Steht dran diesmal. Ich habe ihn gefunden. Ah, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Ich habe herausgefunden, dass du nicht die bist, für die dich ausgibst. Ich erinnere mich daran, dass ich dich vor 2000 Jahren getroffen habe. Ah, I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. Wer bist du wirklich? You can just call me Charon, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned, from 5,000 years of experience, that most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. Welche Wahrheit wäre das? That you died, of course. You were dead when I brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead. Wie bin ich gestorben? Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly,
Do you really want to know? Neugier, ja. As you wish. You were murdered. You were exploring an old tomb when you discovered a cache of forgotten relics, including 2 silver coins of ancient origin. Unfortunately, as you emerged into daylight, you were set upon by 2 thieves. A nearby hiker saw the scuffle break out and leapt to your aid, trying to help you recover your bounty. You both fought bravely, but your assailants were armed, and you were not. There was nothing you or your ally could have done. He died instantly at the scene, and you followed a few hours later. That man's name was Al Worth. You were each in possession of a sacred coin, called Charon's Opal by some, and so it was my duty to bring you here. Pluton sagte, die Münzen, die Ella und ich hatten, sind die letzten, die es gibt. Was bedeutet das für dich? It means I am now bereft of purpose. There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. Was ist an den Münzen so besonders? Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans burying their dead with a coin in their mouths to pay the ferryman for passage across the river. Well, those stories contained a seed of truth, but not any coin would do. A long time ago, my master created 1,000 silver coins and had me distribute them across the world. My orders were simple. Whenever a person died in possession of a coin, I was to locate them and ferry them here. Pluton erwähnte, dass meine Münze die letzte sei. Was bedeutet das für euch? It means I am now bereft of purpose. Hatten wir doch eben schon. There is nobody else to ferry here. Könnt ihr uns ins Land der Lebenden zurückbringen? I see no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an oracle who confronted a god and undid an ancient curse. Sounds like quite a story. And I look forward to hearing all about it. But you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Gut, Charon, fahren wir zurück. Dachte, jetzt kommt schon das Ende. Das Ende. Ein Museum? Hey, you made it. It's great to see you again. I read your book, and what the critics said about it. I guess they weren't ready for your theories about the underworld. Anyway, after everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you, I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. Okay. Galerius? There she is. Du hast einen Tee bestellt. Okay. Was? You're finally here. Remember me? Galerius, was macht ihr denn hier? It's a crazy story. After you disappeared, Charon appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours.
Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. Wow. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? Oh, I used Charon's gift to buy a farm in Umbria. Got a villa on it too, with enough room for Dooley, of course. It's hard work, but I sleep soundly every night. I'm finally my own man. Wow. And I wouldn't change it for the world. Seid ihr jetzt bei Equitia? I know. I can't believe my luck either. But we're engaged and living together. We're planning to get married next spring. If you're going to be around, we'd love to see you there. Gerne. Of course, there's a whole museum full of people waiting for a chance to thank you, so you'd better keep moving. We'll speak again soon, my friend. The Oracle. Errungenschaft, the Oracle. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern. You're here. It's lovely to finally meet you. Galerius told me all about you. Freue mich, euch zu sehen. So, you're the hero who somehow vanquished the last of the Roman gods. As I'm a priestess, you realize you've put me out of work. I'm just teasing. Actually, and it still feels a little sacrilegious to say this, I'm finding life after religion quite enjoyable. Was habt ihr gemacht? Galerius and I are engaged and expecting. We've just bought a lovely villa in the countryside with room for a large family. And Dooley too, of course. Of course. It feels like the world has just opened up for us. There's so much to learn, and so many more possibilities for our children than we ever imagined. We're just so thankful for what you did for us. For all of us. Ich habe das Gefühl, das ist das beste Ende. Wie geht es Livia? Oh, it's sweet of you to ask. She recovered nicely. In fact, she's here somewhere, if you'd like to ask her yourself. Das werde ich. See you at the wedding, I hope. Yeah. Oh, hello. There she is. Relief der Proserpina. Okay. Hello. I'm Dooley. Ich erinnere mich daran, wer ihr seid. Galerius said you're very nice and a big helper. Thank you for getting us out of the bad place. I didn't like it. Okay. Tut mir leid. Oder ich mache hier mal. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I live at Galerius and Equitia's house. They look after me now and help me remember when I forget things, like brushing my teeth. Ja, er hat jetzt mehr Zähne als vorher. Tut mir leid, dass ihr euren Schatz nie gefunden habt. Treasure? Oh, I forgot about that. I like my box now. Galerius got me a box that tells stories. It's my favorite thing. Ich bin froh, dass ihr glücklich seid. Bye bye. Ist bestimmt It's ein Handy oder sowas. Julia? Hello. Ich muss mal gucken, wer hier alles ist. Horatius ist natürlich ein... Ich rede gleich mit allen. Cynthia. Na gut. You're the Oracle, right? Grimm geht es gut. Oh, of course. Sorry. And I never got a chance to thank you for telling Galerius how to save my life. And of course, getting me and all of us out of a terrible situation. Moment mal. Was ist aus Malleolus und Claudia geworden? Last I heard, Malleolus kept insisting he was the last rightful ruler of the Roman Empire and wound up being committed to a psychiatric hospital. As for Claudia, she was always so viciously unhappy. Someone said she'd blown all her money on wine, trying to drink herself back to the underworld. After the horrific way they treated Ulpius and me, I can't help feeling a sense of... what's that German word? Schadenfreude? Ja, das ist das.
Ich denke, ihr dürft euch so fühlen. Thank you. You're very kind. So, was ist mit Aurelia passiert? Ugh. Someone told me she was boasting about getting her claws into some rich prince, and how she was going to be living the high life from now on. Even in your time, life still isn't fair. Apparently, he'd proposed before they'd even met. And last I heard, she'd bought herself a first-class one-way ticket to join him in some exotic place called... what was it? Nigeria? Some people have all the luck. Ob das mal stimmt? Macht euch keine Sorgen. Etwas sagt mir, dass sie bekommen wird, was sie verdient. Well, you are the oracle, so I suppose I'll take your word for it. Huh. I feel better already. Thank you. Was habt ihr so gemacht? Oh, I barely recognize myself. I'm living in a house share in London with my wonderful girlfriend. And I'm studying English at university. Eventually, I want to travel the world and write about it. Turns out, it's about 30 times bigger than the Roman Empire ever was. Did you know there are entire continents Rome never knew existed? And you can travel almost anywhere in an aircraft, which is rather like flying on a Pegasus, but much more comfortable. Oh, sorry, you already know all that, of course. I'm just so excited. There's so much to see and learn and write about. Gut. Die neue Welt mit neuen Augen zu sehen klingt wunderbar. I have noticed people from your time have no idea how fortunate they are. I hope to change that. One day. Okay. You too. If you're ever in London, let me know. We can go to bars and drink wine and listen to the stories of the 9 million people who live there. Okay, werde darauf zurückkommen. I hope so. Da sind noch ein paar Leute. Ich frage mich, ob auch Sentilla dabei ist. Werden wir sehen. You are here. It's nice to finally meet you. Hey, Lucrezia. Lucy is fine. I'm making an effort to blend in, as you can see. We are all trying to keep a low profile. If the world knew we died 2,000 years ago and were suddenly brought back to life 12 months ago, they'd never leave us alone. Speaking of which, I wanted to say thank you in person. I'd say the gods smile on you, but I hear you drove the last of them off. So... Was habt ihr so gemacht? I'm studying to get into medical school. As much as I resented the responsibility of keeping everyone in the city alive, when it ended, I realized I missed it. So I guess I'll just keep saving the world, if begrudgingly, one patient at a time. Schön euch zu sehen. You too. Don't be a stranger. Okay. Klar. I'm Horatius. Ich weiß das, Horatius. I understand we have you to thank for giving us a second chance at life. And reuniting Sentilla with us as well. So, thank you. Sentilla. Was habt ihr gemacht? I'm living up north and studying in the military academy in Modena. I'm going to be an officer one day. The world's changed a lot. But some things stay the same. Would you believe we're still studying military tactics from my time? Alexander the Great, Caesar, Hannibal Barca. Still, I have to keep challenging myself to let go of old ways of thinking and embrace the new. As Seneca wrote, the ones who pioneered our paths aren't our masters, but our guides. Ja, gut gesagt. Tut mir leid, dass ihr euer Mädchen nie wiedersehen konntet. Ah, you remembered that. Thank you. I grieved for a time, but that's done. In the words of Epictetus, as those who rode behind triumphant generals remind them they are mortal, remind yourself your precious one isn't one of your possessions, but something given for now, not forever. Gut gesagt. Thanks. Oh, and I don't know if you've heard, but a few of us are going for drinks later. It'd be nice to chat with you some more. Klingt gut. Great. Was ist denn aus Domitius geworden? He's not my... Oh, I see what you did there. Good one. He had more trouble adapting than most.
He got himself disqualified from the UFC, so he started some kind of underground blood sport tournament, like we had in Rome. Suppose it appealed to people's baser instincts. And they say he made some good coin, killing a bunch of men like that. But his luck finally ran out, and his life along with it. You know what they say. Live by the sword, die by the sword. Klingt, als hätte er bekommen, was er verdient hat. You're not wrong. See you at drinks later, I hope. Ja, vielleicht. Vielleicht. Sentia. I take it you're the Oracle. Thanks for coming. Schön, euch wiederzusehen. Actually, I changed my name to Cynthia. I didn't want to be associated with Sentius after what happened. I'm not sure if you heard, but after you drove Pluto off, Proserpina emerged from the Great Temple. She knew right away what none of us had figured out about that psychopath. He'd been keeping my little sister locked up in the upper cistern all that time. But he's been dealt with. You know what? The important thing is, we'll never see him again. So, was habt ihr so gemacht? Anything I want. I'm a woman of means in a vast new world. I can go wherever and do whatever I please. Of course, I mostly just stay in my villa and have my servant Alexa summon things for me, because it's just awful out there. Barbarians everywhere. Der passende Name, was? Was ist mit Sentius passiert? He's still there, all alone. The last golden statue in the underworld. Trapped in a metal shell, slowly losing his mind until the end of time. Eternal torment. Just what he deserves, if you ask me. Okay. Er hat mir mal gesagt, dass er ewig leben möchte. Then I suppose he got his wish. Okay. You too. See you around. Hello. Georgios, Fabia, wer war das hier? Der Einsiedlerphilosoph, der ist auch wieder... Okay. I take it you're the oracle everybody's talking about. It's a pleasure to finally meet you. Wir sind uns schon einmal begegnet, auch wenn ihr euch wohl nicht daran erinnert. We have. I'm sorry, I don't remember. In any case, I'm Philip. I never thought I'd leave that cave, let alone the city. And now I'm living in the 21st century. What a time to be alive. And it seems I have your catabasis to thank for it. Was habt ihr gemacht? I'm working as a consultant to the Faculty of Classics at Cambridge University, helping fill the odd gap in their knowledge. Not that I need the money, but I do love being around enlightened minds again. Schön für ihn. My sincere thanks once again. Okay. Ein paar Leute gibt's da noch. Greetings. You must be the legendary Oracle. It is a sincere privilege to finally make your acquaintance. I am Georgius. Ich freue mich, auch euch zu sehen. I am told we have you to thank for freeing us from Hades, and for that I am most grateful. Was habt ihr gemacht? I am reacquainting myself with Greece. It has changed so much over the last 2000 years, I barely recognize it. This is at once heartbreaking and thrilling. Perhaps one day, once I have seen all of this new Greece and sampled her delights, I will settle down in Santorini in a villa overlooking the Azure Aegean Sea. I hope you will join me there and regale me with the story of how you faced off against the fearsome god of the underworld and won. Okay. You too, my friend. Kann das sein, dass ich nur mit Leuten, mit denen ich viel zu tun hatte im letzten Loop, lange Gespräche führe? Ich weiß es nicht. You're the one we've been waiting for. I'm Fabia. Hallo. I wanted to say thanks for sending Galerius to save my life. I don't know how you knew, but I would have been crushed by that shrine for sure. Gerne. I'm just so happy to be here with you and everyone together again, even if it's just for one more night. So, was habt ihr gemacht? Well,
It's not like I have to work with all the silver Charon gave me, so I just do what makes me happy. Mostly that means baking for my friends and looking at memes while binging TV shows in yoga pants. What a time to be alive. Gut, verstehe ich. Also, ne? Das mit dem Backen vielleicht nicht, aber den Rest schon, ne? Thank you. I really am. Schön. War schön, euch zu sehen. You too. Fabia. Wer war das nochmal? Some soiree, innit? Ach, der Typ. Das ist so typisch für ihn. Desilius. Good evening. Octavia. Livia. Die sieht aber tatsächlich viel besser aus. Oh, hello. It's lovely to meet you. I've heard so much about you. Freut mich auch, euch zu sehen. I'm thankful that you're here. I was sure the person who drove off the last pagan god would have more important things to do than visit the likes of us. But thank you for coming and for saving our lives. What you did was extraordinary, and I'll never forget it. Was habt ihr gemacht? I'm living in Rome again, in a charming little flat by the Tiber. Not far from my old place. Oh, and I'm training to be a crisis counselor. After you sent Galerius to persuade Ulpius not to take his own life, I was inspired. I just want to spend the rest of my life helping people, like you helped him. Freut mich. Klingt nach einer noblen Angelegenheit. Thank you. That means a lot. Schön, euch wiederzusehen. Livia. Greetings. Ich freue mich, euch wohl aufzusehen. Thank you for your kind words and for liberating us all. In all the time I was in the underworld, I never once imagined that I might end up in a place so much like Elysium. Was habt ihr gemacht? I'm recovering. Octavia was kind enough to let me stay with her for a while. At least until I'm well enough to be independent again. Schön. Gute Gedichte gelesen? Ah, you remember that. I'm a little tired of Ovid, but that's all right. I have 2,000 years worth of poetry to catch up on now. I'm already up to the 19th century. Quite enjoying the work of a fellow named Poe. I think I may have found a kindred spirit. Men have called me mad, but the question is not yet settled whether madness is or is not the loftiest intelligence. Schön. Gut gesagt. And you. Farewell, friend. Ist das der... Das ist der Ägypter. Kabash. It is an honor to finally meet you, Oracle. Danke, Kabash. You know my name? Oh, of course. You are an oracle. You know many things. I too would like to offer my thanks for releasing us from that place, and for your role in bringing us here. This world is truly wondrous. Was habt ihr gemacht? For a time, I returned to Alexandria, but they have no need of another fisherman, and I came to see there is nothing for me there. Instead, I have decided to follow the custom of your youths and backpack the world. It is a great adventure, and I have met many people from many cultures. I spent the first 25 years of my life avoiding the 42 sins that would deny me access to the afterlife. Now, I think it is time I had some fun. Schön gesagt. Klingt, als hättet ihr es verdient. Indeed. Thank you, Oracle. Gut für ihn. Gut für ihn. Sentilla. Schön, dass wir die... Schön, dass wir sie retten konnten. Hallo, Sentilla. Oh, I go by Gabriella now. I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me. And that monster got what was coming to him. Schön. Klingt, als hätte er bekommen, was er verdient hat. Was habt ihr gemacht? I'm living with Ulpius on a little vineyard in
It's even more wonderful than I dreamed it would be. I'm so grateful to you for making sure he's still with us. If you're ever passing through the region, I hope you'll come and visit us. You can try some of our very own wine. Aber selbstverständlich. Thanks. You too. Gabriella und Ulpius. Ach, sieh an. Ach, die sind jetzt bestimmt zusammen. Vergil und der andere da, dessen Namen ich vergessen habe, Rufius oder so. It's nice to finally put a face to the name. I'm Ulpius. Freut mich, euch zu sehen. I understand I have you to thank for sending Galerius to save my life. The way you just showed up out of the blue and stopped me from making a terrible mistake. I'll be forever in your debt. Was habt ihr gemacht? I'm living with Gabriella in Umbria. We finally bought the little vineyard we always dreamed of. It'll be a little while before we know what we're doing, but every day I look at her and this extraordinary new world with all its beauty, and I think, what if I'd given up hope and missed out on all of this? So we're living each day to the fullest. And we end them all the same way, sitting together on our terrace with a glass of our wine, which the locals say is almost drinkable now, and watching the sunset over the rolling hillside. And I couldn't be happier. Schön für ihn. Bin froh, dass ihr glücklich seid. Thank you. I wouldn't be here without you. Schön, euch zu sehen. You too. Das ist bestimmt, also die sind bestimmt jetzt zusammen. Und der eine hat doch diese Sprüche gemacht, hier ihn als Sünder bezeichnet. Schauen wir mal. Rufius und Vergil. Nice to meet you. Freue mich auch, euch zu sehen. I go by Rufus now. New start, new name. Oh, and thanks, by the way, for what you did. Sorry, I'm no good with the mushy stuff. Was habt ihr gemacht? Übrigens, tatsächlich hat ihr recht, die Statuen haben uns wirklich beobachtet. Good to know. Anyway, it was good practice for the new world. Security cameras and smartphones everywhere. Got to stay vigilant. Das stimmt leider. Was habt ihr gemacht? I live with Virgil in Rotterdam, not far from where he grew up. It's very modern. Destroyed in the war, and it rebuilt itself. Good place for a fresh start. Haven't decided what I'm going to do with my life yet. One adjustment at a time. Wie interessant, dass er derjenige war, der diese Sünder-Nachrichten geschrieben hat und jetzt lebt er mit denen zusammen, was? You too. Look us up next time you're in the Netherlands. We're grateful. Und Vergil? It's so nice to finally meet you. I've heard so much about you. Schön, euch zu sehen, Vergil. I wanted to thank you personally for getting us out of there. And for helping Rufus come to terms with himself. He may come off a little gruff, but once you get past that, he's a lovely fellow. Was habt ihr gemacht? I'm studying to be an architect again, and living with Rufus in our beautiful flat in Rotterdam. Just down the river from Nijmegen, where I grew up. Of course, it's improved immensely since I was there last. Gleaming futuristic buildings and clean streets full of educated, accepting people. You natives of the 21st century have no idea how fortunate you are. Manchmal glaube ich das auch. Schön, euch wiederzusehen. You too. As Rufus said in his own laconic way, if you're ever in the Netherlands, we'd love to show you around. It's the least we could do. Ja. Wir haben mit allen geredet. Schön. Bin ja gespannt, ob da jetzt noch eine große Überraschung kommt.
There you are. I hope you enjoyed that. Now, there's one more person I wanted to introduce you to. I think you know her. Sorry if I frightened you. Just a little joke I've been saving for a long, long time. Diese Stimme kenne ich doch. Allow me to introduce myself properly. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal, and now a regular mortal. I wanted to meet you in person, and thank you for freeing all these people, and me. I hate to think what would have happened to us without your intervention. Das lässt sich ja noch rausfinden. Wir haben noch ein Ende vor uns. Ihr habt die ganze Zeit zu mir geflüstert? Indeed. Suffice it to say that while Pluto was controlling the eyes and ears of each golden statue, I was able to control their tongues and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. Ihr habt getan, was ihr konntet, danke. Ihr habt die Zeitschleife geschaffen? I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess of the cycle of life and renewal. After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather, as many second chances as they needed to avoid his wrath. So I whispered to Sentius in secret, telling him the prayer required to create a portal in my shrine. I knew the danger of humans being corrupted by godly power, and so I put a safeguard in place. I required the creator of the portal to sacrifice their own life, so that it could only be used selflessly to help others. What I did not anticipate is that Sentius would retain his accumulated memories from each previous day, and as a veteran soldier he had long since shed his fear of death. He quickly discovered that he could, in effect, prolong his own life indefinitely by exploiting the cycle. Of course, once I had taught him the prayer, I could not unteach him, and there was little I could do but wait for someone like you to come along and see him for what he was. We are all fortunate you came along when you did. Schön. Was wurde aus Pluto? I don't know what happened to him. I haven't heard from him, and I rather hope it stays that way. Und Charon? Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. She wouldn't say what it was, but I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all will, one day. Es war nett, euch kennenzulernen. And you, although it feels like I've known you forever. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Natürlich. Good, because they remember you. Well done, my friend. Of all the heroes who ever journeyed to the underworld and returned, none came close to achieving what you did. Ich glaube, das ist das beste Ende. Theseus and Aeneas are proud. Errungenschaft. The Canon Ending. Ende 4 von 4. Es fehlt noch eins. Es fehlt noch eins. Das war eindeutig das beste Ende. Da kann man nichts dran drehen, glaube ich. Also werden wir leider nicht mit dem besten Ende enden. Das Schlechteste haben wir schon gesehen. Alle tot. Alle tot und Elle und ich müssen elendig verrecken. Wow. Nachricht von den Entwicklern. Wir würden uns freuen, in Zukunft noch bessere Spiele zu machen. Du kannst uns dabei helfen, indem du The Forgotten City einem Freund empfiehlst oder eine Rezension schreibst. Je mehr Leute unsere Spiele spielen, desto schneller steigen wir im Level auf. Und wenn du der Erste sein willst, der über unser kommendes Projekt informiert sein will, setze dich daher mit uns direkt in Verbindung. Ja, das mache ich, aber nicht jetzt. Es gibt noch ein Ende. Ich wollte es nur sagen, ne? Was ist denn, wenn ich hier auf Fortfahren drücke? Wohin fahre ich denn fort? Ah. Ich verstehe. Nun. Later. Du bist doch nicht so interessant, Pluto.
Wir müssen noch mit einem Ende sehen, nämlich wir haben das Ende gesehen, wir töten Sentius. Zeitschleife gebrochen. Wir haben das Ende gesehen, wir entkommen mit Dingens entkommt, Sentilla. The one who got away. Wir haben das Ende gesehen, das beste Ende eindeutig. Ne? Wir alle kommen zurück ins Leben, also quasi alle kriegen, was sie verdienen. Ne? Wirklich alles. Es fehlt das Ende. Ursprungsort, ne? So, es fehlt noch ein Ende, nämlich wir müssen mit der Priesterin reden, mit Equitia, einen anderen Weg rauszufinden. Ha. Selten hat mich ein Spiel so fasziniert, ehrlich gesagt. Ich werde das dolle empfehlen. Also Twitter wird mein Freund in der Hinsicht, ne? Das ist wirklich richtig gut. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das Spiel ist. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht aus diesem Jahr. Aber ich sag mal, das ist jetzt mal bis jetzt mein Spiel des Jahres. Wow, behaupte ich jetzt einfach mal, ne? Bis jetzt mein Spiel des Jahres. Also ich sehe immer, Spiel des Jahres ist für mich immer nicht etwa dann, wenn es rausgekommen ist, das Spiel, sondern wann ich es gespielt habe. Das heißt, es kann auch mal für mich ein Spiel des Jahres eines sein, was schon 10 Jahre alt ist. Ohne weiteres. So, wo laufe ich überhaupt gerade lang? Keine Ahnung, ich habe mich wieder verirrt. Also das war eben das beste Ende ever, sage ich mal. So, wir müssen aber mal mit Equitia reden. Mal sehen, ob die schon an ihrem Platz ist. Wahrscheinlich nicht, nein. Wir müssen erst warten, bis Galerius alle seine Aufgaben erledigt hat, ne? Oh, wir haben gar nicht mit dem geredet. Mit dem in der besten aller Zukünfte. Das müssen wir noch machen. Verdammt. Galerius arranged it somehow. Golden bow. Really? Just like Apollo and Diana's. Incredible. Oh, what a relief. I don't know what to say. You don't need to say anything. Just rest up, get your strength back, and we'll celebrate properly when you're ready. I will. Thank you, Ulpius. I will. Ich bin unheimlich gespannt darauf, andere Let's Plays oder Streams von dem Spiel zu sehen. Just like Apollo and Diana. Ja. Er hat seine Aufgaben erledigt. Believe a word they tell you. Seid ihr unter Zwang, mein Herr? Ich habe den echt vergessen, den. Vergessen, wie er hieß. Decius, glaube ich. Wo ist denn Levitia? Da unten vielleicht? Nein. Vielleicht hier. Da ist sie. Equitia. Dann warte ich nochmal. Oder ich rede mit ihr. Oh. Oh, well, that's surprising. But thank you for telling me. I'll let everyone know. Okay. Er ist noch nicht fertig. Gut. Citizens, I have an announcement. Malleolus has withdrawn his candidacy from today's election. Unless any new challengers are nominated by nightfall, Sentius will be re-elected magistrate
by default. Actually, I'd like to nominate myself, if that's all right. Of course, Galerius. That's your right. Citizens, the election will proceed. Das hatte ich verpasst. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here and... It worked. Bin gerade beschäftigt. Oh, of course. I'll leave you to it then. So. Wo ist denn Equitia? Eben war sie noch da. Ist sie etwa eine Hexe? Die sich weggezaubert hat? Müssen wir hier alles niederbrennen? Aus Hexengründen? Oder ist sie wieder da runtergegangen? Ich guck mal. Vielleicht ist sie ja auch eigentlich normalerweise hier drin. Ja, da ist sie. A new face. Ave, and may Vesta watch over. Ich fand den Weg in den großen Tempel. You did? I'm impressed. What did you find in there? Der römische Tempel führt zu einem griechischen Tempel, der zu einem ägyptischen führt, der wiederum zu einem sumerischen führt und der führt zum Gott der Unterwelt. Wait, what? Sumerian? As in east of the Euphrates, where Babylon is? Let me see if I understand you. Our ancestors built over the Greeks' temple, copied their religion, and changed their god's name to Pluto. But the Greeks had done much the same thing to the Egyptians, and the Egyptians had done the same things to the Sumerians before them. If that's true, then I've spent my whole life serving a goddess who may well have been a copy of a copy of a copy. It's no wonder I never felt like my prayers to Vesta were answered. All that time. Who was I even talking to? Did I even know her name? Der Gott im Tempel scheint der letzte zu sein. Die anderen waren einmal hier, sind aber weitergezogen. I see. That is a lot to take in. I think I would like to be alone now, if you don't mind. Ich habe auch noch eine Frage. Ave again. Did you find what you need? Kann ich euch ein paar Fragen zur Flucht aus der Unterwelt stellen? I beg your pardon? Livia hatte recht. Wir sind in der Unterwelt. Oh my. That is quite a lot to take in. You'll have to give me a moment. Let's see. If that is indeed the case, I suppose we'd better figure out what to do about it, hadn't we? We don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son of Jupiter. Orpheus, a Thracian poet. Sisyphus, a king of Ephyra. And Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god with his strength. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, who led him through a secret gate. So it seems you have 2 options: to confront the god of the underworld head-on, or find a way to escape with the help of Proserpina or some other guide. Verratet mir mehr über die Flucht mit der Hilfe von Proserpina oder einem Begleiter. As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina to help them escape, and Aeneas was guided to the exit. The problem is, those are the stories of a poet, a self-aggrandizing king, and a brawler about their own heroic deeds, so they should be taken with a grain of salt. First, Proserpina. What we do know about her is, well, it's a grim tale. It's said the god of the underworld abducted and dragged her here against her will, forcing her into marriage. Das hatten wir, glaube ich, schon. Bereit, gegen ihn zu arbeiten und zu helfen? If the stories are true, then I suppose so.
The problem is, how do we communicate with her without being noticed by her captor? Leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a spirit guide. I don't suppose you've come across one of those in your travels? Ich höre die Stimmen manchmal. Truly? Das hat man auch schon. Then again, I suppose... Can you tell me more? Immer dieselbe Stimme. Fascinating. Perhaps, if she hasn't... Tell me, has she told you anything that might lead you to the way out? Ich habe bereits einen Weg gefunden, zu entkommen. Truly? Then why are you still here? Weil das zum Tod nahezu aller Leute hier führen würde. Das will ich nicht. I see. Then it seems you have made a great sacrifice for all of us, friend. I admire your compassion. Truly. Thank you. But unfortunately, I'm afraid your only other option will be to confront you-know-who. Direkte Konfrontation hatten wir schon. Tja. Den einfachen, den gleichen Weg können wir nicht nehmen, ne? Ja, keine mehr. Die Frage ist, es gibt 4 Enden. 3 davon haben wir jetzt. Wie kriegen wir denn das letzte? Vielleicht zu Sentilla gehen? Das ist kein gutes Ende wahrscheinlich. Zu Sentilla gehen? Und sie nicht zu befreien? Ist zu wenig Information, um darauf antworten zu können. Wir müssten den Schlüssel irgendwie kriegen. Ich denke aber nicht, dass der Typ uns den Schlüssel geben wird. Sentius. Oh? I thought I told you to get out of my villa. I'm bored with you. Nochmal. I thought I told you to get out of my... Tja, wie kann das 4. Ende sein? Entkommen? All weapons are to be tossed into the chasm. Magistrate's orders. Pass auf. Wir gehen hier lang. Ist vielleicht... Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Ich weiß von eurer Kreatur. Geht. Well, it's your funeral. Geh weg. Weg. So. Ich kann schießen, ohne mich festzuhalten. Sentilla. Mal gucken. Speichern wir nochmal.
Ich weiß, dass es Sentilla ist, deshalb steht da nicht unbekannte Frau, ne? You. Who are you? Did he send you? Bin Grimm, niemand hat mich geschickt. Do you know you're here? You have to help me escape before that monster comes back. Ich weiß, wir hatten ja Unterhaltung bereits zuvor. What? God, am I going out of my mind? Are you going to let me go or not? Ich hab wohl... Es tut mir leid, wenn ich euch gehen lasse, werden alle anderen sterben. What? No. You can't just leave me here. How can you be so heartless? Hm. Das ist dasselbe Ende wie sonst, nehme ich an, ne? Mal sehen. Oder ich sag erstmal das hier. Nicht herzlos, nur rational. Unsere Flucht ist jetzt nicht das Leben aller anderen wert. I hate you. I spit on you. I hope this drags you to Tartarus. Das tut mir leid. Redet sie nochmal mit mir? You're back. Have you come to let me go this time? Okay. Oh, thank you. Now follow... Wait. Did you hear that? He's here. He must be coming in through the door behind me. You distract him. Stay right here and keep him talking while I look for something I can use. Gibt's noch ein Ende? Vielleicht können wir nochmal anders reden. Vielleicht was anderes sagen hier. What did you do with Sentilla? Where is she? Ihr seid menschlicher Abschaum. Wisst ihr das? Ich sag das mal, weil das letzte Mal habe ich das hier gemacht. So that is how it's going to be. Oh well, this doesn't change anything for me. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? Ich habe euch gesagt, dass ich euch brechen werde. Ich habe die anderen Sachen, glaube ich, schon gesagt. Do you really think you can take on a Decurion with that flimsy little bow? Wahrscheinlich könnte ich das. Ich überlasse ihr das mal. Who? Sentilla? Where is she? I'm right here, Father. Das ist, glaube ich, dasselbe Ende. The one that got away. The many shall suffer for the sins of the one. Come on, we have to go. Hey, what's happening to you? That light, it's so bright. Das ist nichts Neues. Das ist kein neues Ende. Ne, komm. Sprich mit L. Ich kann es noch nicht überspringen hier. Well, really, I was just it described freedom. It said apparently. God, what? So you're saying, maybe we. Ja, da geht's lang, ne? Okay. Das Autospeichern mehr oder minder das gleiche, ne? Kann ich einfach runterspringen? Ich meine, ich kann. Ist das eine gute Idee? Ist scheinbar egal. Tja. Was könnte denn das letzte Ende sein? Ich meine, was konnte ich denn bei Sentilla machen? Ich konnte sie da dran lassen und weggehen. Das habe ich schon gemacht. Was könnte das vierte Ende sein?
Yay, more money. Mehr Pfeile. Yippie. Da hinten ist auch noch mehr Geld. Ich weiß nicht, was das 4. Ende ist. Es ist ein ich muss ein Zeitparadoxon erzeugen. Dafür sorgen, dass ich quasi hier nie aufgetaucht wäre. Ne? Richtig? Zeitparadoxon. Herkulesaufgabe. Vielleicht muss ich den Philosophen hier um Hilfe bitten. Gute Idee. Einfach mal Questtexte lesen, was? Einfach mal Questtexte lesen. Ich habe mir letztes Mal habe ich einfach gedroht. Ne? Letztes Mal habe ich dem Typen einfach gedroht. Hab gesagt, ich kann hier deine Frau immer wieder töten. Mal sehen. Vielleicht kann ich ihn auch einfach wirklich überzeugen. Das könnte tatsächlich noch eine Möglichkeit sein. Wenn es nicht Erpressung sein soll, ne? Obwohl das ja eigentlich zum besten Ergebnis geführt hat, ne? Letztendlich. Für alle eigentlich. Außer Pluto. Come and join me by the fire. Welcome, welcome. May I ask your name? Wir hatten dieses Gespräch schon einmal. Ihr werdet erklären, dass die Machtausübung, die erforderlich ist, um eine Utopia zu schaffen, immer zu einer Tyrannei führen wird. I was indeed, but we've never met before, have we? I'm sure I would have remembered. Blessed Lissa, am I losing my memory? Ich bin leider in einer Zeitschleife gefangen. Oh, that's a relief. For a moment, I thought it was I who was touched by it. Das ist ja auch viel logischer. Wie würdet ihr den Gott der Unterwelt überzeugen, die goldene Regel aufzuheben? I assume you're asking me this as some kind of amusing hypothetical? Nein. Ich habe ihn getroffen, aber ich konnte ihn nicht überreden. Ich werde es noch einmal versuchen. Extraordinary. Then let me see if I can help you. I suppose first I'd want to gather information. I'd want to know about his reasons for imposing the Golden Rule and what he considers a sin. If I could expose some internal inconsistency in his reasoning, some degree of hypocrisy, I might be able to compel him to change his position. But as a philosopher, the saddest truth I ever learned is that all but the most enlightened opponents are more easily swayed by appeals to emotion than by reason. So the easiest path would be to find his emotional susceptibility and exploit it. If he was vain, I might try to flatter him. If he was merciful, I would try to evoke pity. As a last resort, I might figure out what he fears losing above all else, and, if I could, threaten to take it away. Though, of course, that could easily go awry. Now, go quickly while my words are still fresh in your memory. Also, Last Resort ist die letzte Möglichkeit ist zu drohen, zu erpressen, ja? Vielleicht geht's auch anders.
Schauen wir mal. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Weg nach oben ist, aber nach oben halt, ne? Das wäre natürlich unter Umständen die allerbeste Lösung. Salve. Wenn ich ihn überzeuge, anstatt zu zwingen. Ich bin jetzt aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob das wirklich ein anderes Ende jetzt ergibt. Ob es überhaupt die Möglichkeit gibt. Oder ob, sagen wir mal, das, was der Philosoph gesagt hat, in seiner Gesamtheit nur eine Lösung zulässt. Nun, dann mal los. Oh, ach ja, die Türen hatte ich schon aufgemacht. Stimmt. Stimmt. Okay. Dann mal schauen, ob ich noch eine weitere Möglichkeit habe. Here you are. No girl, but the one, and I've been and what is that there will be first. So. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Eure Geschichte. My story is many thousand. As you wish. Was seht ihr als Sünde an, würde ich mal sagen? That is merely the name your people have given. I've always considered that the cornerstone of morality, no attempt to lay out, this should come as no. The Egyptian, the Greeks, the Romans, even the so-called, it is the simple, yet none of them. Das scheint auch nicht so, als hättet ihr daran festgehalten. Enough. You clearly know nothing. Ich habe schreckliche Dinge gesehen, die für euch keine Sünde waren. Wie konntet ihr zulassen, dass solche Sachen geschehen? Do you plan to speak in sweeping generalizations, or are you going to give me an example? Betrug. Ah, the tavern keeper, yes? How is that inconsistent with the rule? Sie würde selbst nicht wollen, dass ihr jemand Schierling verkauft, wenn sie denkt, dass sie ein Fluchtmittel erwirbt. I disagree. Having watched that tavern keeper, that is precisely what she would expect from others. She would view it as a game, one she intends to win. Reine Spekulation? Applying this rule always requires speculation to some degree. It requires us to ask what another person would want if they found themselves in another situation. Gut. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Ich werde ihm alles geben. Selbstmord. I have seen no such thing, but in any case, taking one's own life is a self-directed act. It is not one that is done to others, however they may be affected by it. Therefore, it cannot be said that one who commits suicide has done anything unto others. Scheint eine extrem wörtliche Auslegung der Regel zu sein. Applying this rule always requires us to interpret the meaning of the words. A literal interpretation helps to minimize the ambiguities of your primitive language. Aha. Zweideutigkeit. Wenn unsere Sprache voller Zweideutigkeit ist, macht das die Regel dann nicht von Natur aus subjektiv und unzuverlässig? Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Ich weiß es noch nicht. Vergesst das. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked?
Ich weiß nicht, ob das hier jetzt gerade die richtige Antwort ist. Die ist neu dazugekommen. Schuldknechtschaft? You speak of the moneylender. How is that inconsistent with the rule? Er würde nicht wegen eines Darlehens in einem 30-jährigen Arbeitsvertrag gefangen sein wollen. And he would never have signed a contract pledging his labor for 30 years. All he did was enforce the terms of a contract signed voluntarily by others. Na, internationalem Recht. Die ganze Konzept der Schuldknechtschaft wie die Sklaverei ist unethisch. Sie ist nach internationalem Recht verboten, wo ich herkomme. Ignoring your irritating sense of moral superiority. This is interesting. I'm curious, how do people escape poverty where you're from? Es ist üblich, einen Kredit aufzunehmen, um ein Haus zu kaufen. An manchen Orten, um eine Ausbildung zu bezahlen. Das ist mir eigentlich letztendlich das Gleiche. I see. And how long might it take such a person to repay their debt? Kommt drauf an. Normalerweise Jahrzehnte, manchmal das ganze Leben. I fail to see how your system of loans is significantly different to a debt bondsman signing over his labor for 30 years. Es ist nicht das Gleiche. Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Nein. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Ich werde all diese Sachen sagen. Experimente an den goldenen Statuen. The midwife in the palace, yes. How is that inconsistent with the rule? Sie würde nicht wollen, dass man an ihr herum experimentiert, nachdem sie vergoldet wurde. The rule is do unto others, meaning other people. Those statues are something else now. Bloodless shadows, mere shapes of their former selves. They are forsaken. What happens to them is no concern of mine. Extrem wörtliche Auslegung hatten wir schon, verstehe. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Eins haben wir noch, Entführung. Abduction? You mean the magistrate imprisoning his daughter in the cistern, I take it. He did so because she sought to escape, a sin I take particularly seriously. Better that he stops her from escaping, albeit brutishly, than I have to wipe out this entire city to punish her. Wouldn't you agree? Sehe ich nicht so. Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Nein. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Kein Wunder, dass die Leute sagen, die Götter seien grausam. Ich habe genug gehört. Das zeigt lediglich, wie unzuverlässig und unsachlich eure Moral ist. Ihr seid nicht besser im Unterscheiden von Recht und Unrecht als jeder Mensch. Do you honestly think you could do better? Nein, genau das meine ich ja. Niemand kann absolut perfekte Entscheidungen darüber treffen, was richtig und falsch ist. Diese Macht sollte niemand haben. Ihr seid zum Tyrann geworden. I should strike you down for that. Wenn ihr das tätet, würdet ihr meinen Standpunkt bestätigen. Now, did you have any other questions before your reckoning? Will er nicht? Interessiert ihn nicht? Was anderes? Very well. Ich sag jetzt mal, was war alles. Mal sehen, was er sagt. Good. Then now it is time for your reckoning. Only, it seems, something is wrong. It has long been within my power to see into the hearts of mortals and weigh their deeds in life. But when I peer into you, I see only a blank slate, as if you did not exist until you appeared in this city. How is this possible? Charon, where did you find this one? I do not remember ferrying you. How did you come here? Ich komme aus der Zukunft. If that is true, then I sense the intervention of someone powerful. How did you come to be in this time, mortal?
Who brought you here? We cannot know. Das mache ich mal nicht. Ich hätte mir von euch eine Antwort auf diese Frage erhofft. I do not know. My kin departed long ago, and Proserpina has slumbered for 3,000 years. Solltet ihr das nicht wissen als Gott der Unterwelt? Tread lightly, mortal. Enough of this. It seems I will need to put your reckoning on hold for now. But answer this. Why have you come here? What is it you seek? Ich möchte, dass ihr der goldenen Regel ein Ende setzt. Your hubris is amusing, so I will allow you to make your case. But I warn you, if you anger me or waste my time with lies or wrong-headed arguments, you face death here. So, tell me, why should I put an end to the so-called Golden Rule? Ich glaube, vielleicht können wir hier das dritte Ende herbeiführen. Der lügt wie gedruckt, ja. Die goldene Regel korrumpiert diese Stadt und sorgt dafür, dass ihr niemals den Einsatz gewinnt. How so? And be specific. You have made a grave allegation, and I expect you to back it up. Was nehmen wir denn? Ist alles möglich. Schierling verkauft. Decius preist die lebensrettende Medizin an, weil er weiß, dass sie niemand mit Gewalt nehmen kann. True. I had witnessed him doing that. Rufus ist so paranoid geworden, dass er auf Schatten wie Vergils Sexualität anspringt. He is a volatile and confused fellow, that one. Aurelia nutzt die Verzweiflung der flüchtigen Menschen aus, indem sie ihnen Schierling verkauft. I admit, I have grown disturbed watching her. Und Malleolus hat Menschen in Schuldknechtschaft gefangen, indem er sie davon überzeugt hat, dass eine Rebellion euer Gesetz brechen würde. His cruelty does seem to grow greater by the day. If you're right, my involvement has corrupted the very thing I sought to observe impartially. But if I were to accept that, are you telling me these humans could coexist peacefully, without theft or violence, without my law? Nein, aber Menschen müssen in der Lage sein, in Ausnahmefällen Gewalt anzuwenden, um ihre Gesellschaft zu korrigieren. How so? Wir setzen Gewalt ein, um schlechtes Verhalten zu unterbinden, Kriminelle aus dem Verkehr zu ziehen und Tyrannen zu stürzen. And how is that working for you? Wo ich herkomme, 2000 Jahre in der Zukunft, funktioniert das ziemlich gut. Im Durchschnitt steigt die Lebenserwartung und die Kriminalitätsrate sinkt. So you say, and yet your world is still imperfect. Unsere Welt wird immer mit Makeln behaftet sein. Die Art Macht, die nötig ist, um eine Utopie zu erschaffen, wird unweigerlich zur Tyrannei führen. You have spoken eloquently, and yet, if what you say is true, it follows that my wager was fatally flawed from the beginning. But that would mean Jupiter, Proserpina's father, who knew more about you than anyone, proposed a wager I could never win. Why would he do that?
Vielleicht hat auch er einen Fehler gemacht. Vielleicht wollte er, dass ihr die Wette abgebt. Damit Proserpina frei von euch ist. Tee ist übrigens eine gute Idee. Das untere nehme ich mal nicht. Einen Fehler gemacht. Das könnte er als Beleidigung auffassen für seine Art. Keinen möglichen Herausforderer haben wollte. Perhaps. But if that was so, surely I would have sensed his deception. How could I have been so blind for so long? Nicht besser als wir, ein machtbesessenes Monster. Das würde nicht passen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Vielleicht wart ihr durch eure Liebe für Proserpina geblendet. Das ist sehr menschlich, oder? Vielleicht habt ihr, als ihr menschliche Gestalt annahmt, auch einige menschliche Schwächen übernommen. Das erste nehme ich auf jeden Fall nicht. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Ich weiß nicht, was ich davon nehmen soll. Im Zweifelsfall habe ich gespeichert, aber trotzdem, ne? Vielleicht habt ihr, als ihr menschliche Gestalt annahmt, auch einige menschliche Schwächen angenommen. Your words sting me, mortal. But perhaps it is what I deserve. As difficult as this is to admit, I have suspected as much for a long time now. And I cannot deny it any longer. I've been so fixated on taking my beloved to Elysium that every time one of you sinned, it wore away my hope of being with her again. In time, I began to despise your kind for making her believe that you could ever be better than you are. But my rage was not born of malice. Quite the opposite. Everything I have done, I did because I loved her. Who knew this empathy of yours, which you celebrate so much, could have such a dark underside? This has gone on too long. It is time for me to let go of this form, of her, of all of you. But know this, if I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. Warum können wir nicht nach Elysium? Because doing so would violate the rules of my sacred agreement with Jupiter, and you would receive a hostile reception. The best I can do is return you to the land of the living. I will have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Das ist nicht, was ich will. It is not up to me. You see, once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place. And you will have created a paradox. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? Ja, ich habe übrigens gerade nach Errungenschaft Silberzunge gekriegt. Farewell, mortal. Es ist eine Herkulesaufgabe. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das zu einem neuen Ende führt, oder? Glaube ich nicht. Ellsworth.
Oh. Hi there. Mhm. Bin hergekommen, dich zu suchen. Oh, here. Ich bin Grimm. Oh, did that lady in the forest send you in here after me? I'm fairly certain you and I are the... Fortunately for us, apparently there was a... They believed that if then, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like saving the life of a dying woman, preventing the suicide of a man in debt bondage, freeing a falsely accused prisoner, foiling an assassination attempt, and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience. And the doors just opened up to her. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook, and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him, and the other people who lived here? And did this mysterious oracle sink... Ja, bin ich gewesen. What? Anyway, I think I found a way out. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt das 4. Ende ist. Es ist immerhin... Naja, die Konsequenzen sind eigentlich die gleichen, oder? Ich meine... I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. You go on ahead, and I'll be there soon. Ich glaube, die Konsequenzen sind die gleichen, nämlich Pluto schickt die Leute zurück ins Land der Lebenden. Aber vielleicht kann Charon noch was dazu sagen. You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Ich habe ihn gefunden, er wird gleich hier sein. Oh, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Ja, ich weiß, wer du bist. Ah, I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. Wer bist du? You can just call me Charon, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned that most people find comfort. Welche Wahrheit wäre das? That you died, of course. Ja. My rule. Wie bin ich gestorben? Usually, when most souls ask yourself. Ja, ich will das wissen. As you wish. You were unfortunately a nearby you both thought Hatten wir there schon. was nothing. He died instant. That man's name. You were each in possession. So, die letzten Münzen. Ne? Means there is nobody. Was an Münzen so besonders? Könnt ihr uns das Land der Lebenden zurückbringen? Das hatten wir eigentlich schon. Was an Münzen so besonders? Perhaps you have heard the tales of the my orders were simple. Was bedeutet das für euch? It means I am now bereft of purpose. There is nobody else to fit. Könnt ihr uns zurückbringen? I see no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an oracle who... Sounds like quite a story. And you two look exhausted. Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Ja, okay. Ich glaube, das ist kein neues Ende, ne? Ein Jahr später, ne? Das hatten wir schon. Ich werde mal jetzt die Gelegenheit nutzen, mit dem einen zu reden, mit dem ich vorher nicht geredet habe. Aber ansonsten ist das kein neues Ende.
Hey, you made it. I read your book. After everything. So after we got... why don't you head on down? Ne? Also wir haben mit den ganzen Leuten hier geredet. You're finally here. Galerius. Crazy story. Even gave us... Anyway, I wanted to say... Schön, euch wiederzusehen. Of course, that... Hey. Hey. Da ist er. Der Typ. Some soiree, innit? Ah, hello at last. You must be the oracle I've heard so much about. I'm Dacius. Hey. Listen, I wanted to express my sincere appreciation for what you did. If it wasn't for you, I'd never been able to sell all those useless old relics I accumulated. Whatever you did in that temple made me a very wealthy man. Thank you. Gern geschehen, oder? Es war völlig unbeabsichtigt. Such acerbic wit. I love it. Was macht ihr? I took the money I made from selling my trinkets and started investing in the stock market. That's where the real money is now. In fact, I was hoping to ask your advice, you being the oracle and future seer and all that, on which stocks I should invest in next. I can't decide between fossil fuels, tobacco, gambling and arms. What would you recommend? Ich kann nicht wirklich in die Zukunft sehen. Oh, don't be like that. You can tell your old pal Dacius. I won't take no for an answer. Fernsehsendungen, DVD-Verleih, Printmedien. Der DVD-Verleih hat eine große Zukunft. Oh, of course, yeah. I was just thinking the same thing. I'll go home and buy up as much stock as I can tonight. I'm gonna make a bloody fortune. Of course, don't let me Bis keep dann. you. Thanks again for the tips, my friend. Ja, es war ein schönes kleines Ding, sag ich mal. Ne, da ist noch Sentilla, nehme ich an. Oh. Okay. Ja, wie gesagt, kein neues Ende. Oh, vielleicht. Na, mal sehen. Mal sehen, was mit der Proserpina ist. There you are. I hope you enjoyed that. Now, there's one more person I wanted to introduce you to. I think you know her. Sorry if I frightened you. Just a little joke I've been saving for a long, long time. Die Stimme kenne ich doch. Allow me to introduce myself properly. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal, and now a regular mortal. I wanted to meet you in person, and thank you for freeing all these people, and me. I hate to think what would have happened to us without your intervention. Was wurde aus Pluto? I don't know what happened to him. I haven't heard from him, and I rather hope it stays that way. So. Nett euch kennenzulernen. And you. Although it feels... Oh, and one last... Good. Ja. Because they remember you. Well done, my friend. Of all the heroes who ever journeyed to the underworld in wisdom, Schön, aber... none came close to achieving what you did. Hercules, Orpheus, Theseus, and Aeneas would be proud. Ende 4 von 4, ja. Und 3 haben wir nicht erreicht. Ich weiß nicht, was 3 ist. Tja, ich glaube, da komme ich auch heute nicht mehr drauf. Bin jetzt nicht so sicher. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich mal Pause machen. Nochmal was essen und eine Pause machen. Mit 3 Stunden, mit 3,5 Stunden Pause ist, glaube ich, bin ich ganz gut dabei. Also, Leute, die da abgebildet sind, ich ziehe meinen imaginären Hut. Ich ziehe meinen imaginären. Es war eine toll erzählte Geschichte, wirklich. Ganz fantastisch. Also quasi für mich eine Perle. Eine Spielperle, ne? Das waren die Sprecher hier, ja? Decius. Okay.
Also ich weiß, dass es noch eine ganze Menge von Trophäen gibt in dem Spiel, die ich nicht erreicht habe. Ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal ein Momentchen ruhen und überlege nochmal, wie ich das dritte Ende da doch erreichen könnte. Und wenn ich nicht von selbst drauf komme, dann werde ich es halt nachlesen. Ne? Was machen wir gleich? Yesterday Origins? Nein. Gleich ist erstmal Pause. Kabash. Livia. Malleolus. Ah, okay. Sehen die manchmal so ein bisschen so aus? So ein bisschen so aus wie die Charaktere? Naja, vielleicht manchmal so ein bisschen. Sentilla. Auf den ersten Blick ja, geht so. Vergil nicht unbedingt. Ja, das war ziemlich cool. Also, hat mich sehr positiv überrascht, das Spiel. Das war eine klasse erzählte Geschichte. Und hat mich zumindest wirklich bei der Stange gehalten. Ne, weil ich mag so diese Art von Rätseln, wo man quasi nicht wirklich unter Druck ist, weil man kann es ja nochmal versuchen. Ne? Weil man es probieren kann und feststellt, jawohl, das mache ich nächstes Mal anders. Oder wo man halt die Informationen aus von Situation X in Situation Y benutzen kann. Ne, das Ende war, wie gesagt, klasse. Das war richtig gut. Das schlechteste Ende hat man, glaube ich, auch gesehen. Wie gesagt, ich erschieße einfach den Sentius und alle tot und so weiter, ne? Und Elle und ich sind quasi zum Verrecken da zurückgelassen, ne? Tja, was kann das andere Ende sein? Ich müsste Sentius überzeugen, mir den Schlüssel zu geben, oder ihn auf irgendeine andere Art davon abhalten. Ich könnte ihn auf irgendeine andere Art davon abhalten, den Loop zu machen. Vielleicht indem er die Wahl gewinnt. Hat man gemerkt, dass dir gefallen hat. Voll im Tunnel, ja wirklich, ne? Ich merke jetzt auch wirklich, dass das echt ein bisschen lange war. 9 Stunden war der Stream jetzt. Also jetzt sind es 9 Stunden. 9 Stunden, ein paar Sekunden. Selten. Also auch die tagsüber Streams, wo ich Zeit habe, die sind meistens kürzer. Ne? Kommt auf jeden Fall auf YouTube. Vielleicht mache ich es auch wirklich so. Also ich grübel da noch ein bisschen drüber nach. Vielleicht gibt es da noch mal so einen Nachschlag zu, sage ich mal. Ne? So ein Nachschlag, wo ich vielleicht ein mögliches letztes Ende noch vielleicht rausfinde. Oder so. Vielleicht, wenn ich nicht selber drauf komme, muss ich es irgendwie nachlesen. Ne? Und ich werde es mir auch selbst tatsächlich jetzt, also ich sag mal so, ab jetzt traue ich mich es mir bei anderen anzugucken. Ne? So, Dedication for Martha Pierce. Ich weiß nicht, wer das ist. Ist das normal, dass es hier angehalten hat? Ich drücke mal, um fortzufahren. Nachricht von den Entwicklern. Also, das war, wie gesagt, ausgezeichnet. Ne? Ausgezeichnet. So. Vielleicht traue ich mich auch mal kurz zu gucken jetzt.
Gibt's hier Einstellungen? Vielleicht traue ich mich auch mal jetzt mal zu gucken, was für Trophäen. Diese Maus hier immer, das ist ein bisschen blöd hier. So. Nutzeroberfläche, jawohl. Okay. Video und so weiter und so fort. Tastenbelegung. Das ist eigentlich nicht relevant, ne? Nicht für die Inhalte relevant. Naja. Okay. Ne? Alles klar. Ich verlasse das Spiel. Stopp die Aufnahme. Mach's gut, YouTube. Vielleicht war das der letzte letzte Video zu diesem Spiel. Werden wir sehen. Ich stopp die Aufnahme. Vielleicht kommt auch noch was.